もう、バカバカバカ、そんなことするなんて知らない知らない知らない。Hallo. So, und damit hallo und herzlich willkommen zu Pokémon Feuerrot Team Rocket Edition. Das Problem ist wegen der Musik, boah, so kurz, wenn ich auf den anderen Bildschirm klicke, dann ist die Musik aus. Anni, ganz kurz weg. Entschuldigung. Und trotzdem, Anni und Cedric, moin, schön, dass ihr da seid. Also, Team Rocket Edition B. Ich muss mir irgendwie was überlegen, wie ich das mache mit dem. Bedeutet, wir spielen Team Rocket. Wir spielen Team Rocket, erobern die Welt und gucken, was passiert. Okay, warte, das ist glaube ich nur... Kann ich das? Ja, gut. Ja, Controls sind mir egal. Das ist mir auch egal. Ich will die Story haben, nicht das... So, jetzt. Oh, well, hello there. Welcome to Team Rocket. You are one of the lucky few to be allowed entry into our ranks for your own sake. I hope you will improve your service of it. Now, if you like any of our other new recruits, I'm guessing you've never owned a Pokémon before in your life, and in that case, I'm happy to say that this is your lucky day. Ich hab was vergessen, fällt mir gerade auf. Nur ganz kurz schnell das ziehen. Weil ich habe ja Chucky ist halt maßlos vorbereitet mit allem, was so ist hier gerade. Maßlos vorbereitet mit allem. Ja. Sehr nice. So lucky day. Each of you will receive one of these beauties for yourself. Don't like it? Well, then you ungrateful little bastards. I suggest you go out and steal yourself something else. This is a criminal organization, not a charity, for crying out loud. Anyhow, now the chit-chat's out of the way. How about you tell me a little about yourself? Huh? Das reicht also aus Japan. A name, wie heißt du? Okay. Chucky, is that it? Nein. Well, then Chucky, a new life of varied islands, thievery and other assorted misdemeanors awaits you. Stay away from the police, abide by your superior's order, and never show mercy to anyone. Do this, and maybe one day you can rise to become as powerful as me. Who knows? Now get moving, we ain't got all day. Okay, ist unser Starter ein Radfatz? Also ich frage für einen Freund. Das wäre lustig. Okay. Petrell, okay. Okay, ladies, listen up. I'm only going to say this once. You are now officially Team Rocket Grunts. Yes, that's right, but don't go patting yourselves on the back just yet.
Until each of you have proven yourselves out in the field, you are nothing but a bunch of pisknicks. Okay. Now you are going to receive your first mission a little bit. Before then, we have a couple of things we need to get sorted. In the crates behind me, you will find your very own first Pokémon. Starting from the top left here, I want each of you to come up one by one to get your little rodent. Was ein rodent? You will then proceed to the top floor through the staircase on my right. One of our friendly neighborhood science geeks up there will then provide you an HM for Fly. Oh, okay, die fliegen, okay. Ja, wir brauchen keine Orden, weil wir sind böse, ne? Ja, okay. Once you have this HM, once you've managed to summon enough balls to steal yourself a proper bird Pokemon, then you fly your sorry asses to Mount Moon as soon as possible and await further instructions. Okay, Vogel-Pokémon brauchen wir, weil wir fliegen können dann mit dem Vogel-Pokémon und dann müssen wir zu Mount Moon. Okay, verstehe ich. Verstanden? Ja, ja, klar. Ja, ja, ist okay. Well, then get to it. Okay, next. Get moving, people. Okay, pinke Haare, Leute. Ich glaube mir eigentlich nur... Ja, für dich. Ja, vor ist irgendwo ein... Ist da? So, you want Rattata, the red Pokémon is your starter? No. That's too bad, you're getting it anyway. Chucky with... Okay. Warte, okay. Kann ich hier... Warte mal, ich muss ganz kurz was gucken. Kann ich nicht anmachen, dass der trotzdem lädt, also trotzdem läuft, auch wenn ich nicht im Bild bin? So. Ich bin hier ausgemacht. Weil ich muss mal kurz was raussuchen. Ja, okay, da muss ich mal ganz kurz... Okay. Ich habe ein Problem. Nice, Chucky ist mal vorbereitet auf jeden Fall. Mal kurz. Joypad Configure. Aber F macht doch gar nichts. Then I don't know, to be honest. Aber ich weiß nicht, warum der es trotzdem... Ich muss eben kurz was reinziehen, weil ich muss eben kurz das... Ich brauche das ja als Bild. Dazu wär's. Okay, aber es ist unser Starter. Okay, nice. Nein, ich will das alles nicht, nein. Wegmachen? Danke. Wir haben gerade was vor, okay. Zugepi. Ja, hier ist Zugepi! Next in line now. Move it, move it, move it. Okay. Okay. Where do you think you are going? You are supposed to report upstairs. Ah, okay. Wer Grant gesagt hat, ja, okay. Dann gehen wir nach oben mit. Gehen wir nach oben, gucken wir da so wie Rocket Hideout BF1. I remember my first year like it was yesterday. There's nothing more satisfying than seeing the look on some poor guy's face as he robbed him of his lifelong companion and run away laughing. Ah, really, while it lasts. Oh mein Gott, okay. Oh, wir können rennen. Cool. Patrick, moin, bis zur Pokémon Team Rocket Edition. Ich hoffe, bei dir ist alles gut.
Another new recruit, is it? Yeah, I've got that agent of yours right here. Just a second. We fly for all grants now. No, Mr. Germany's. Here's it, Paul. Don't go putting it to waste now. HM2 fly. Get out of here. I've got to work. Hey, buddy, wait up. You are Chucky, aren't you? That's right. I was right next to you on the initiation ceremony downstairs. That stuff was badass, man. You're going out to steal your first Pokemon. Cool. You know, you don't strike me as the kind of guy who would go out and decide to become a professional crook out of a student. Bet you never even nicked a candy bar from the Pokemon before. Am I right? Ah, but don't worry. I teach you what you need to know. Okay. Okay, der Kleid ist dann, wie wir das alles machen. Gut. Gut. Sehr schön, Patrick. Bei mir ist alles gut, danke. Okay, auch nicht fliegen für ihn. Nice. Los, Rafa, setz Fliegen ein! Okay, als Ronny. Man, I'm itching to steal me some Pokémon. Should we go? Okay, Flugpokémon, Start wahrscheinlich Habitat und Topsy. So. Wenn wir beide erst kriegen, gehe ich von aus so. This place is too darn crowded. Meet me outside. Oh, wir sind in, oh. Hier, ja. Die mit Erika, mit den Pflanzenarena. Eher fliegend als eine Erwachsene oder so. Ha, there you are. Okay, Chucky, I'm going to teach you all there is to know about stealing people's Pokemon. What's that? How am I an expert in Pokemon crime of all of a sudden? Okay, look, yeah, I know I just joined Team Rocket, but I'll have you come. Now I come here. Immorality is my passion, man. Ja, komm, come with me. Ja, komm, hau rein. Das fallen wie ein Stein hin. Pokémon's Ruby for Dummies, Chapter 1. Okay, können wir das überskippen? Einfach mal kurz. Komm. Mal ganz kurz, dass ich ganz kurz mal eben. Wie das geht, ja, komm. Hier schnell wahrscheinlich. Also jetzt mal Real Talk. Chucky. Innocent looking schoolgirl, 6 o'clock. Man, this is our big chance. Okay. Oh my god. Focus now. Let me see what the experts have to say next. Step 2. Yeah, okay, yeah. Well, what are you waiting for? Go beat the crap out of the little girl now. You heard the experts. What? Who? Me? Come on, man. That be far too easy. Besides, you are the newbie here, aren't you? Yeah. Oh, I'm still behind you, buddy. Also, soll es dem Mädchen das Phone klauen? Oh, hello. Do you want to play with me? Das hört sich falsch an. Yay! You know, this is my most favorite place in all of Citizen to play. What? Oh, Pokemon Battle? Oh, okay, I can do that. I only have these Pokemon that my mom gave me for my birthday. But, okay. Ein gutes Geschenk. Und wir... Battling seems like fun. I've seen it on TV. Let's do it. Oh nein, der hat ein gutes Geschenk bekommen und das klauen wir jetzt. Okay, das Spiel wird gemein. Ja, 2 Pokémon, weil wir beide eins bekommen, Taubsi und Habitat wahrscheinlich. Weil er auch eins bekommt, er nur nicht dort zu kämpfen. Ja. Oh nein, wie unfair. Okay. Also ich gehe recht vielleicht mal aus, nur eins aussuchen können und der andere wirklich dann der Rivale dann wahrscheinlich. Also ich weiß, ich war noch nie ein Habitat-Freund und ich bin da auf jeden Fall eher ein Taubsi-Freund, muss ich zugeben, deswegen werden wir auch Taubsi nehmen. Deswegen werde ich schon mal kurz suchen, das Taubsi. Okay, warte, ich muss da vielleicht doch mal kurz, warte, ich muss das doch vielleicht wieder ausmachen, dass der das,
das doch pausiert, wenn ich nicht drin bin, weil sonst, wenn ich da in R drücke oder so, warum man bei Taubsi in R kam, aber, Taubsi mit R, ja, genau, Chucky, du bist, hä, wieso zeigst du mir das nicht an? Danke. Ah, du hast mich geschlagen. Okay. Well, that was fun. Huh? Hey, no, please! What are you doing? Let me go! Oh man, oh man, oh man! You did it, Chucky! Now for the final step, man. I'm itching with excitement. Step 3, having successfully defeated your chosen... Ja, komm. Ja. God damn it, if being a gangster isn't the coolest thing in the world. Go ahead now, Chucky, I'll hold her down. Ich hält sie... Oh mein Gott. No, please, don't, you guys. Aminis, no. Ja, das gleiche. Genau das, was ich gesagt habe. Ja, die Pitchy steht auf jeden Fall, ne? Chucky stole Pitchy. Oh mein Gott, das ist... Das ist schon... ein bisschen gemein, ne? Also jetzt mal Real Talk. Would you like to give a nickname? Nein. Sweet man, I'll take this one. Ja, aber auch klar, die erst einmal geklaut, ne? Ah, das war auch so. Oh mein Gott. See, that was pretty straightforward, wasn't it? Ain't nothing, man. So anyway, what do you want to do now? I guess we better head on over to Mount Moon like that guy Petrel talked about. That Pokémon you snack can learn fly, can it? Go figure. Okay. Ja, komm. Die Frage ist, müssen wir auch zwischendurch leveln und so trainieren und so, oder wie ist das? Deckenflug, das klingt also falsch. Yep. Aber Mount Moon ist da, ne? Ja. Hey, you over here and listen up, Grant. Well, it's time for your first mission, Grant. We have been informed by a well-trusted source at the Pewter City Museum that some particularly rare Pokemon fossils have been spotted inside this here cave. You believe that these fossils, once acquired, will be of great help to Team Rocket. Lol, Kabuto und Amanitas. Also ich weiß, es geht so ein bisschen nach der Story von Rot und Blau natürlich. Das heißt, wir spielen das, wo Team Rocket in der Höhle ist. Kommt dann der Red, ist ja der Protagonist. Kommt der und müssen gegen ihn kämpfen? Wenn, dann haben wir ein Problem. Weil wir sind Level 305 gerade, ne? Also, okay. Well, that's none of your concern, really. Now, we have hired a particular super nerd to help find and identify these fossils. He is currently making his way through the cave along with some of the other new recruits that weren't as slow in getting here as you lot. Your mission today is to assist in the search in any way you can. That means scavenging every nook and cranny of this hole, fending off any trainers who may have gotten a big idea about collecting some fossils of their own, and reporting any and all sightings to me. Do I make myself was? Of course I do. Okay, komm, let's go. Ich heal erstmal, würde ich sagen. Und dann also eigentlich sind da unten der Trainer. Weil to be honest, ich habe nicht Bock. Einmal schnell. Also, auch cool, dass wir einfach Punkte rein können als Rocket, aber okay. Ich würde mal kurz da unten gehen. Da unten sind eigentlich I was just going for my daily hike around Mid on Mount Moon when all of a sudden six rocket guys kicked me. Okay, die haben die also rausgeschmissen. Das sagt auch nichts. Ah, hey! Okay, wir können nicht da unten gehen. Ich wollte unten gerne die Trainer besiegen, ich wollte gerne Pokémon, also ich wollte Pokémon klauen halt im Endeffekt, ne? Also, Real Talk jetzt. Ich hab die Befürchtung, dass wir mit Level 3 halt nicht dafür gemacht sind, da jetzt hinzugehen unbedingt, oder? Ist man nicht... Vom hier hast du doch eigentlich schon 2 Orden. Suspicious men are in the cave. What about you?
Okay, ich sollte vielleicht weniger Raffers trainieren, lieber Topsy. Weil ich ja auch eher Topsy nutzen möchte, ne? Also Topsy würde ich vielleicht auch länger nutzen, aber Radfatz hat auf Dauer nicht mehr, to be honest, ne? Bin ich ja early. Das One-Shot halt nicht mehr, ne? Das ging daneben. Kill den doch einfach, Dankeschön. Oh! Okay, das könnte, also... Man muss sagen, Bibor ist in der mega krass. Ist sonst echt nicht so krass. Hat aber einen Gift-Typ und Käfer-Typ. Und mit Smetbo hätten wir halt noch einen Psycho-Attacken dabei. Ihr könnt ihr so, was ihr haben wollt. Also lieber Raupi oder lieber Hornliu. Raupi ist das erste, was da steht. Ich habe die erste Nachricht, da steht nämlich Raupi. Hä? Raupi. Nehmen wir Raupi mit dazu, let's go. Okay, dabei. Ich muss sagen, dass ich es schon gut finde, wenn du spielst, aber holy shit, die Sounds dabei sind uff. Ja. So, die Frage an. Also, ich kann natürlich auch die Ingame-Sound ausmachen und einfach von mir Musik laufen lassen. Was ist euch lieber? Also, ich bin da ja relativ entspannt, muss ich sagen. Ne? Weil ich werde oft spielen, weil es einfach teilweise einfach die Sachen, die ja gesagt werden, und so teilweise einfach nur. Also einfach nur nervig sind, ne? Für die Game muss ich haben. Okay. Megas gibt's. Nee, gibt's nicht. Also gehe ich nicht davon aus, dass die jetzt gehen wird. Ja, wir werden nicht, ich plane nicht mit Radfatz auf Dauer, muss ich zugeben. Deswegen werde ich nicht, wenn dann eines, wenn ich irgendwie gerade was brauche dafür oder so, sonst werde ich erstmal gucken mit Raupi und Taubsi, die wir ein bisschen mehr nutzen werden. Und wir uns gucken, was wir noch für Pokémon bekommen. Ne? Und hier kriegen wir hier ein Pipi. Komm, mach auf. Kannst du auch irgendwie eins Stefan, Alter? Der Level ist direkt. Wieso kriegen wir nicht das zu GP? Here, I think I found something. I think it came from down here. Better check it out. Okay, das wird jetzt ein Problem, glaube ich, ne? Komm, mit Sonic Boom. Ja, der killt mich jetzt einfach, ne? Ja, der One-Shot einfach Radfatz. Hm. Wieso haben wir das Pipi nicht bekommen? Das ist ja belastend. Das Pipi würde ich haben. Ich kann mir keine Mods von mich, weil ich keinen Dings habe, ne? Aber ich muss mal kurz ein bisschen trainieren, glaube ich. Sonst kriegen wir nämlich das Volteball nicht kaputt. Vor allem mit Sonic Boom, der einfach immer 20 KP Schaden macht, ne? Holy shit. Aber wir entwickeln mal ihm das Raub jetzt zu Safcon. Nee, hab ich nicht.
Ja, okay, das ist schlau. Kann sein, dass du immer einen Pokémon haben musst, damit er sonst... Ja, okay, okay. Na, Film, das wollte ich aber ja auch nicht. Okay, lame. Oh mein Gott, wir kriegen einen... Schaffkorn. So, da müssen wir es jetzt eigentlich schaffen, wie eine Worte bei, oder? Mit Saftkorn entwickelt jetzt vor allem. Meine Synthetik, damit ja so ein bisschen... Wir reduzieren ein bisschen vom Dings. Wir können das gerade was sterben lassen hier jetzt, das Point. Ist auf minus 5 Def ist der jetzt, ne? Ist auf minus 5 Def. So, ist der Afbon. Weil er mit 1 KP überlebt. Ja, okay, mit einem Punkt, okay, fühle ich, okay, passt das bei ihm. Okay, beide wären, obwohl man muss ja natürlich sagen, wenn ich nicht fliegen könnte, wäre ich hier tot, ne? Wäre aber gestorben, wenn ich nicht fliegen gekonnt hätte. So close. Ja, aber gut gemacht, muss man sagen, also auch hier mit, Dings gut genutzt, da ist noch ein Trainer. Voll. Oh, kein Rare Candy. Oh. Hier, was kriegen wir? Metapod? Kakuna? Oder? Okay. Okay, ihr könnt aussuchen. Kokuna oder Paras? So ein saftiges Korn. Doppeltes Saftkorn. So saftig, naja. Hättest du keinen Fliegen, wärst du nicht da. True. True, ich hätte eigentlich auch nicht einsetzen können, ne? Also deswegen musste ich ja Hopsi bekommen im Endeffekt sogar, ne? So, was ich möchte. Ah. Okay, wenn ihr da überlegt, Saftkorn oder Paras. Also es haben wir beide irgendwo Vorteile. Also ich gucke mal den Punkt schon mal irgendwie. Ich hole schon das Push mal raus, damit ich den hier mal suchen muss. Die Frage ist, also, ich weiß nicht, was. Glaube ich, beides nicht unbedingt. Darauf jetzt mal ein Kokuna. Okay, Kokuna. Ihr wollt Kokuna sehen? Dann gibt's ein Kokuna. Ne, also der Vorteil ist natürlich bei Kokuna, du bist ein Gifttyp. Ne? Bei Paras kriegst du halt so Status-Effekte und so, ne? Achso, ich hätte das ja gleich einfügen müssen für nur eine. Das Overlay. So. Kakuna. Auch ein lustiger Team Rocket-Trüpel, der mit 2 Käfern und Topsy und einem Abwasser rumläuft. Ist da auch ein Trainer? Okay. Das ist ein Trainer, genau. Oh, ein Myrapla oder? Oder Knopfenser. Oh! So nicht aus, was wir da haben. Myrapla oder Knopfenser? Okay, gar keins. Cool. Ich sollte mal kurz ein anderes Pokémon. Vor allem Kokuna Level 6 noch, ne? Weil langsam ist das Hauptteam zu overlevelt. Gut, ob ein anderes Film gerade ein. Geschichte hinter Paras. Mega verstört. Ja, ist voll verstört, ja. Ich kenne ich schon, ja. Ich kann ja Pokémon klauen, warum ja auch immer, weiß ich nicht. Have a look at this, guys. Am I gonna get promoted now or what?
Pokéball. So, what do you think? Look at me and tell me this isn't the rarest looking fossil you've ever seen. I can't wait to see the look on Petrel's face when he sees... Dude, this is what you got us all worked up about. It's a freaking moonstone, for crying out loud. Yeah, one of those things you use to evolve gay little Pokemon like Jigglypuff. Things not even rare, man. Oh well, so much for leaving early, I guess. Was also Mondschnee, wir kriegen jetzt okay. Okay, das heißt, wir können gegen die Queen können wir machen, wir können eine Knulluff machen, wir können Pixie machen. So. There you are, Chucky. Dude, you better get over here. Everybody's all in a frenzy about some strong-ass trainer that came in here just now. I just got here, so I haven't got a clue what happened, but it sounds pretty darn exciting. Come on. I'm telling you, he beat me straight out without even breaking a sweat. It's like I barely got the chance to even make a move before he was all up in my face demanding I give him prize money. Tell me about it. That spiky-haired kid was ruthless, man. Ja, spiky-haired kid, das ist ja der Protagonist, ne? Red. Where do you think he came from? Must have been some rich little child prodigy who ran away from Pokemon school or something. Disgusting. And where the hell did he get all those überpowerful Pokemon? That's some irresponsible parenting right there, if you ask me. What? You guys are telling me you got your asses handed to you by some kid who taught you guys how to battle, huh? Your mom? I'm not buying this, Chucky. I'll go hunt down this trap and we'll see who's the real prodigy around here. Jeez. Suit yourself, Pa. I'm gonna go hit the Pokemon Center for a while. Can't find any dormed fossils around here anyway. Oh, what was that? Okay. Das heißt, der Kämpfer gegen die verloren. Okay. I think the Pokemon Center sounds pretty nice. Right about now. Talk about a bunch of wussies. You are not scared of some little kid trainer, are you, Chucky? Dude, stop contracting me. This is not very productive. Well, you better harden up then. See, Chucky, a true gangster is icy and fearless like a renegade. You could learn a thing or two from me, I'm telling you. Come on, spiky-haired little trappy kids or ancient old Pokemon bones. I'm not leaving this damn cave till I find something that'll make Petrel see me for the dedicated master criminal that I am. Let's go, damn it. Wir kämpfen also gegen ihre Wahlen, der hier schon 2 Orden hat. Ach nee, erst nach dem ersten Orden ist man hier, ne? Nach dem ersten. Sind wir hier? Warte mal kurz. Oh, ich will einmal gut die Karte gucken. Okay, sind wir mit Trainer auf jeden Fall. Wir können nur mit ein paar Pokémon holen, hoffentlich. I'm lost, Mister. Do you think you could help me get out? Ich deute in der Pokémon, ne? Das ist rot. Ja. Das sind einige, die eine gestörte Geschichte haben beim Vorbereiten des Quiz. Das habe ich eine Geschichte. Ja. Sehr viel Quatsch in dem Game steckt dabei. Ja, ist halt sehr viel Story, ne? Oh, ein Pummeluff. Ich habe keine Angst, aber das finde ich ja sehr cool. Okay, der Kampf ist mega, der wird jetzt auch bis 6 Def, ne? Und der schläft jetzt ein. Oh. Okay, wir können hier einen Pipi bekommen, was wir jetzt Pixie machen können. Oder wir können tun, was wir zu tun machen können, wahrscheinlich, ne? Also ich gehe mal aus, wenn wir erst 2 Punkte bekommen. Also immer 1 von beiden. Ja. Also, ihr könnt, also ich meine, das ist generell so, ich würde nicht, ihr entscheidet. Also finde ich ganz gut eigentlich. To be honest, ich wäre ganz klar für eine Pipi. Das ist so meine Meinung, weil ich denke so, okay. Weil Pipi ist halt, also Pixie ist die stärker als Luft.
Ne, klar könnte Knuddelf halt einstellen und so, aber Knuddelf ist halt nicht kein starkes Pokémon, so, ne? Also ist mal noch Hit und so, aber. Aber wenn ihr sagt Pummeluff, dann nehmen wir Pummeluff. Okay, ihr wollt beide Pummeluff haben. What? Okay. Gut. Ja, Pummeluff, das. Ja, okay. Ja. Hab ich jetzt nicht erwartet, aber okay. Pummeluff ist Jigglypuff. Warte, hier 6 habe ich nicht gesehen. Bullet Seed. Oh, wir haben auch Seed, haben wir auch. Oh mein Gott. Okay, hat jetzt alle 3 Nidorans? Also alle 2 Nidorans plus noch was anderes? Naja, du hast vielleicht, wenn du so willst, okay, hast du vielleicht nur gesungen, aber dann hattest du den Punkt für auf jeden Fall, ne? Das erste, was geschrieben wird, nehme ich, hab ich ja gesagt. Ja, Poison Point, okay, ich kill mich selber mit Epidermis, nice. Komm, kill den bitte einfach, danke. Dieser Kokuna-Turnier, ne? Nur Kummel und oh mein Gott, okay, ihr könnt jetzt schon mal entscheiden, aber ich glaube, also ich hoffe, dass ihr genauso entscheiden, wie ich entscheiden würde. Ich kann halt auch nur singen, ne? Ich kann alle keine Attacken, ne? Oh mein Gott. Oh, Zubat? Okay. Level 7, nice. Okay, einmal Nidoran weiblich. Oh, warum Nidoran weiblich, Anni? Und Cedric sagt Nidoran männlich. Nice! Danke, Cedric. Danke, danke. Also, to be honest, Nidoran männlich. Also, ich muss sagen, Nidoran männlich und Zubat finde ich beide gut. Gut, dann ist es halt. Da bist du dann leider überstimmt, Hani. Also ich mag halt Nidoran männlich halt einfach so viel mehr, ne? Das Achso, oder wir nehmen das dann. Alle von Nidoran nehmen wir Zubat. Ja, aber die Frage ist ja generell, wenn man so auf Dauer überlegt. Von den aktuellen Pokémon werden wahrscheinlich auf Dauer eh nicht kein. Ich weiß noch Pokémon auf Dauer, ne? So ein Nidoking wäre schon Überlegung für auf Dauer im Team, ne? Das habe ich eben bei den anderen Pokémon gesagt, Honey. Das habe ich mit der anderen. Du bist. Really, Honey? Really? Du willst. Ja, Honey hat recht. Okay, nehmen wir mit. Du willst ja weiblich, Honey, okay. Nee, Honey, hast du geschrieben. Jetzt ist. Honey hat es gesagt, nehmen wir nur weiblich. So.
Nino weiblich ist da. Dann werden die alle nicht auf Dauer im Team bleiben. Nino King hätte ich auf Dauer noch, okay. Nino Queen zwar auch, aber Nino Queen ist halt nicht offensiv nicht so stark, das ist das Problem. Ist halt defensiv krasser. Aber ihr wollt Nino Queen, Nino Rian weiblich, Punkt. So. Gehen wir kurz zurück, heilen mal kurz. Was hat der vertragen? Oh, wie ist denn alles okay. Okay, Geodude. Ja, whatever, alle meine Pokémon, ne? Wir machen sogar einen... Oh, der ist vergiftet. Okay, nice. Ich mach's ein bisschen einfach jetzt. Hey, Whip! Oh, also... Sorry. Ja, ich mag auch klar, mag ich. Es ist ja nicht finde ich scheiße. Aber ich finde ganz klar Nidoking besser. Ganz klar. Ganz klar. Gehen wir kurz auf Dings, der XP bekommt, und dann gehen wir auf Plattformen zum Killen. I think. Okay, dann gehen wir zu Metapod zum Killen. Oh, und Machschock, okay. Ihr könnt aussuchen, Kleinstein, Tragosso oder Macholo. Machschock vor allem. Oh, Low-Kick, okay. Gar keins, okay. Ja, also klar, die Queen und Nidoking haben die gleiche Typ, deswegen sind die halt ähnlich gut, klar, auf jeden Fall. Aber mein persönlicher Favorit ist halt ganz Nidoking auf jeden Fall. Das ist, der ist halt einfach auch oft ein bisschen stärker. Nicht viel, klar, ich weiß. Alles gut. Aber so ein bisschen, und das ist das. Na klar ist natürlich dafür auch Nidoking defensiv besser. Aber ich denke mir, das Spiel generell relativ offensiv durchspielen, muss ich sagen. Aber warum wir da jetzt auch schon wieder keins bekommen, verstehe ich nicht. Ein Starpiece. Ne, Level 5 kann ich nicht gehen. Nein, noch andere. Hier, ein Level 7er, die mache ich mal kurz. Level 6er meine ich, hab was. Ein Revive, okay. Na klar, der steht jetzt selber, Alter. Genau, das war super. Auch Level 7, sehr schön. Oh. Also, to be honest, ne? Kokuna und Pumelo können keine Angriffsattacken. Okay, aber let's go. Chucky, I found this super nerd guy, and guess what? He says he's found some mother flippin' Pokémon fossils. How cool is this? Easy now! I've only been able to find these two fossils here, and they are hardly anything to bring out. Frankly, this whole fossil frenzy has been quite blown out of proper proportion, if you ask me. Yeah, whatever you say. Dude, Chucky, this is awesome. I told you we were gonna find something, didn't I? Let's not go forgetting who did most of the fighting here. Oh man. Guess who's going to be the first to report this spectacular fighting to Patrol? Man, I can't wait to see the faces on
those wimpy ass grunts out by the Pokemon Center when they see how I salvaged the mission for all of us. Hang on, that reminds me. Mr. Nerd Guy, did you happen to see some little kid trainer come through here? Someone with spiky hair and a cocky attitude, maybe? Yes, I did. Funny, you'd ask. In fact, he came right through here not too long ago, walking around with his wattle outside its Pokeball like some big show of... Okay, that is Chillock, okay? I think he's all gone now, so... Anyway, at least he didn't seem to care about the fossils. I just told him I wasn't a trainer and he just walked on past. The kid had a water for crying out loud. Well, I guess we won't have to worry about him anymore. So, you never know if some opportunistic little prick could swoop in and ruin my chance for glory while I'm gone. Say, Chucky, how about you stand guard here for a little bit while I go to patrol? I doubt there'll be any trouble, but just in case any trainers stroll past here, that includes any of those wussies from upstairs. You beat the crap out of them and make sure they don't get any of the credit for finding the fossils, okay? That's the spirit. Be right back. Speicher mal zwischendurch. Wisst ihr was? Ich gehe morgen ins Kino. Das ist was anderes. Oh, was für ein Film! Das macht ihr eigentlich später. Das wäre lustig. Was? Torlarve. Flounder and 30. Viel Spaß! Einen ostdeutschen Kollegen, der sich vorgestellt hat mit Hallo, ich bin der Renny. Der Detekt hat mich weggehauen. Oh no. Aber ganz kurz, ne? Das eben. Das sind wir im normalen Spiel, ne? Das andere ist sozusagen Gary, das ist dann ja. Also, das andere ist ja Blue und das ist Red. Ne, Blue hat ja Chillock und hat der einen Glutexo. Der hat einen Glutexo. Und der redet nicht. Das ist ja der normale Protagonist. Der hat 6 Pokémon! Einfach ganz kurz, ne? Guck mal auf das Level. Und dann guck mal auf mein Level. Okay. Okay, wir können versuchen, vielleicht können wir hier mit einschiffern. Hier mit vergiften vielleicht? Und Death doppen? Ne, Vergiftung kriegst du nicht. Okay, cool. Ja. Ja, to be honest. Also. Chameleon, come back! Ja, ich hätte die ausbietet, ne? Hey, stop! I found these fossils. They're both mine. Oh, und du klaust ja ein Fossil. Du besiegst den Trainer und klaust ein Fossil, ne? Im normalen Game. Oh mein Gott! Das heißt, wir kämpfen die ganze Zeit gegen den Protagonisten. Okay, I share. Okay, aber to be honest, den Kampf musste ich ja verlieren. Ich hätte ja never bis 25 grinden können hier. Also hätte ich schon gekonnt, aber es wäre 6er Pokémon oder so. Oder 5er, keine Ahnung. We each take a fossil, now being greedy. Oh, fuck. Did you see that kid? That was insane. Der hat mich Feuerplatz gemacht. He beat me in half a heartbeat. He didn't even say a word, just knocked me straight out.
What the heck is going on here? Has there been a sudden influx of super strong little kid trainers? All of a sudden? Did I miss this? Beziehungsweise einfach wegen der Buckel. Ich glaube, wir müssen ja machen. Wir machen gar nicht die Orden. Warum sollen wir die Orden sammeln? Wir sind Team Rocket. Also, ne? And the fossils too. Oh, goodness. Damn it. Why did I even agree to keep doing these stupid odd jobs for Team Rocket? I knew I should have stayed at the gym. At least they gave me a steady paycheck to rely on, for Chris' sakes. Oh. Okay, sorry, guy. Oh my god. Guys, you are never going to believe this. There's another crazy strong little kid trainer walking around somewhere in the cave. They say this one's got a chameleon and that he's a lot stronger even than the spiky haired tour. Hang on. No, don't tell me. No, it can't be. What did you guys do? Where are my goddamn fossils, I swear to God, I leave you two alone for 2 seconds and you go and mess this whole thing up for me, don't you? Well, listen, we both tried to fend him off, but he was just way too strong. He just kind of shrugged us off and ran away with both fossils. Beide bekommen. Was ein Arsch. There was nothing we could do, I swear. Uh-oh. Both fossils, did you say? Oh, no. Yes, that's correct. Well then. Jesus Arceus Christ. This is gonna go over well with Boss. Oh, Boss Giovanni. Oh. The kid, I suppose you got a good look at him. Did you see what kind of Pokemon he used? What kind of clothes he was wearing? Noticed any distinguishing characteristics? Yes, sir, or that is only just barely. He had me on the ground in no time at all, and then he just ran off. Ach, warum dass du eben im Level 25 Reflexer plötzlich bist? Oh mein Gott. This pink-haired grunt here fought him too. So, I don't know if maybe he fared any better. What's your name, Grunt? Chucky? That's right, I remember you. You fought this kid trainer just now, did you? And you remember what he looked like? What Pokemon he used? Yes? Good. At least one of you darn grunts proved to be of some use now. We'll have to investigate this matter further. We can't have little kids running around beating the crap out of an entire squad of us and running away. That'll spell the doom for Team Rocket's image. I imagine Boss will want a word with you back at HQ. Oh, wenn der Boss mit mir spricht, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Now, as regards your mission, nothing more to be done here. You're all dismissed. Report back to HQ as soon as possible. But what about me, Petrel? I found the fossils for you, didn't I? Sind wir weg? Yes, and a fat lot of good it us too. Warum hätte ich nicht mal gefunden? Das war ja der... Ja, okay. I hear no more of it. Run do as you are told now. Stupid little purple bird jerk. I'll show him someday. Why do I even bother? wir klauen die Orden. Das kann sein, ja. Aber mehr als 2 Sekunden müsste sein. War nicht hier unten? Oh, Boss Office is down on the bottom floor through the elevator hier, ja, meine ich doch.
Working next to boss makes me feel kind of powerful. Not sure if anybody cares about me. Chucky, I press you. Yeah, just come on up here by the desk. Oh no. Now then, let's not waste any time. I heard from Petrol that the fossil excavation mission at Mount Moon was wrecked by the workings of two little kid trainers. Now, between the fact that Petrol is the weakest of my sorry bunch of rocket admins, and that the mission team consisted of complete and other rookie grunts, it still boggles my mind to the core how in the deepest depths of Giratina's hell a pair of preteen twits could beat up an entire squad of full-grown men and run away with the spoils right in front of their goddamn eyes. I mean, for crying out loud. Oh, little kids. How freaking absurd is this? It's very absurd, Giovanni. Now, having finished berating Petrol for his incompetence, he tells me that you were the grunt standing guard by the faucets, that you fought the stronger of the troops, and that you may even fared better against him than any of the other assets on your team. This is why I've called you in here. I want you to tell me everything you know about this kid. Every little detail, every little minutia you happened to glean from your battle with him. I want to have this trap thoroughly profiled so we can see to it that he'll never dare mess with Team Rocket again. Let's start with the basics. I see. Oh, red. Cedric, ich will auf die Gasse gehen und dann bis gleich, ne? Also ich hoffe, du kommst wieder. What a ridiculous name. Yeah, red and blue, ne? Chameleon. And the other one running around with a water. Why, those are warfare Pokemon for Crusades. What kids could have access to those? And officially licensed Pokemon trainers, no less. Who could these kids' parents be? I have a bad feeling about these two. This red character especially will have to keep our eyes open if he comes our way again. Do you hear me? Do you hear me? Whoever these rich kids are, I swear they are a dangerous breed. Boss, Sir, Gym Leader Blaine is here to speak with you. Aber Blaine ist doch, Pyro, ne? Es gibt doch das, ist doch das Gerücht, dass Pyro zu Team Rocket gehört. Send him in. You may say if you want, Chucky. In fact, I'd like you to. Ist Pyro. Pyro gehört. Da, das ist bewiesen. Pyro gehört zu Team Rocket. Das ist bewiesen jetzt. Hiermit ist es ganz klar bewiesen. Okay, warte mal, Junge, was mal. Okay. Warum auch plötzlich der Ton damit aus, aber okay. There you are, Blaine. Right here by the desk, if you please. Move over, Chucky. Wusste ich gerade. You've probably already guessed why I'm here, Giovanni, and you are not gonna like it. I have my suspicions, but I want to hear it from your own little chicken mouse, all of the same. I can't keep making any more Porygon for you. I'm really sorry about it, Giovanni, but I can't. You're a filthy coward, Blaine. Okay, lol. Guck mal, da kommt die Story jetzt dazu, dass Team Rocket ja Porygon erschaffen hat. Listen now. Fuji knows all you guys have been doing up in the Pokemon Tower. Mr. Fuji?
and he's gone into a crazy fit over it. Just yesterday, he sent an angry email to all his old colleges at the Pokemon Lab, warning them that, I quote, Team Rocket is up to no good. They've got spies all over and they are ruthless. Be on the lookout for any suspicious activity. Okay, was macht Mr. Fuji damit jetzt zu tun? You know as well as me, Giovanni, that the source code for Polygon is copyrighted by Silphco. Hi, if I'm caught making them in the lab, it's all over for me. You know, I'll always support what you guys are doing here, but I'm not gonna risk my position as a gym leader for Team Rocket. Alright, I have to lay low for a while. God damn you, Blaine. Do we even realize what a major source of revenue Polygon is for our game corner? Players just won't want to gamble as much if they don't have the prospect of winning one dangled in front of them. Chris, and where else do you suggest we get our Polygon supply? At the Pokemart? There's only a handful of scientists in Kanto who would be willing or even able to make the things, let alone help us distribute them illegally. Navi, look, it's been over a decade. I know you are not keen on the idea, but how about we see if maybe Professor Oak would be willing to help? No! I will never deal with that filthy traitor. Never. Do you hear me? Never! Okay. I want nothing to do with that spineless dimwit of a professor, and you should know better than to suggest it. Alright, forget it. Well then, I suggest you talk to Bill about it. He's an unpredictable kid, but he is smart, and I'll bet you anything he nicked himself a copy of the Polygon from me or the Fuji back in the day. He should be more than apt for the job. Huh. Well, I don't suppose we have much of a choice. Bill has done a couple of smaller tech-related jobs for us in the past, but he's a fickle kid and I don't like him. Plus, he always demands ridiculous compensation for everything he does, the rascal. But seeing as he's our only hope right now, I suppose he'll do. I'm letting you off the hook for now, Blaine, for all time's sake. But if you hinder Team Rocket's operations again, well, you are not going to get a favorable outcome. Is that clear? I expect you to be back making Polygon for us again once this whole Fuji business blows over. Yes, Giovanni, thank you. Okay. Mr. Fuji ist okay. Das heißt, wir müssen nach Bild, nach Mr. Fuji wahrscheinlich. Das heißt, wir müssen zur Nuggetbrücke, also einmal zur mit 2 Ohren sozusagen. Da wo ja auch. Bei der Brücke ist ja auch Team Rocket. Oder Mr. Fuji ist ja auch Team Rocket, der die Fuji da gefangen hält, ne? Das ist komisch, dass ein Bogen gestellt wird. Ja gut, aber Polygon ist ja so erstellt im 7. Das ist ja die Story dahinter so ein bisschen, ne? Chucky, over here. I have a new mission for you. Here's what I want you to do now. Listen carefully. You're going to go to Bill's house just north of Syrian City. You are going to offer him a job on behalf of Team Rocket as a temporary manufacturer of Polygon. If he says no, tell him we'll make him an offer he can't refuse. Tell him he can name any price or service he likes within reason. Another squad of grunts should be headed for Syrian on another mission right about now as well. I suggest you rendezvous with them in the secret rocket base we've stationed just south of the city. The rocket admin there should be able to give you a few rare items to tempt Bill with as well. So clear. Well, on with you then. I'm counting on you, Chucky. Okay, das heißt, wir gehen jetzt zur Nuggetbrücke. Ich hab vergessen, wo die irgendwo Items. Ich hab vergessen, wo es war. Nein, ich will. Nein!
Ah, Chucky, good students, okay. Guess who just got a brand new badass mission from Petrol just now? That's right, we are going to see a crazy rare TMs from this old collector guy up in Civilian. It's going to be sick. Yeah, I got all worked up over the whole fossil thing earlier. But hey, it's all good now. Why should I care about some stupid old fossils when I've got a real robbery to take care of now, right? Yeah, my time has come now, I can feel it. Oh, what's that? You've got a mission in Students 2? Damn right on. Maybe you'll even get to see me in acting as I break into the old guy's house then. Oh, well, I guess we better head on east of here through Saffron and then north from here to get to Syrian. To here, they made a secret rocket base in the daycare center. Oh, so okay, daycare, okay, in der Pension. How cool is that? How would I meet you there? Man, am I ready to do me some burglarizing? Talk to you later. Aber mal ganz gut, um das zu verstehen, kurz. Ich muss mal kurz noch Pokéball kaufen. Also wir haben eine Aufgabe bekommen, wir müssen zu Bilder oben. Oh, wir können super Bild. Ich glaube, wir haben 200 Geld. Natürlich können wir Pokéball kaufen, aber wir haben kein Geld dafür. Wir haben jetzt die Aufgabe, nach Bild zu gehen und ja, du musst Szenen klauen. Oh, hey there, young man, want to play a game with... Oh. Okay, Poliwag. Okay, Honey. Du bist der Einzige, da ist. Also Poliwag oder... Also Kapsel oder Knofenser. Also, ich gehe davon aus, dass ich das ordnen kann, deswegen. Ich weiß jedes Mal, weil ich davon ausgehe, dass ich fangen können. Kapsel oder Knofenser? Was für eins möchtest du haben? Ich wollte dich also bei Kapsel kriegen wir Papo, bei Knofenser kriegen wir einen Satz 10, ja. Also ich weiß jetzt noch, worauf auf Dauer. Also eines Pflanzenpokémon was Gutes, eines Wasserpokémon was Gutes. Also beide können gut sein. Entscheide. Ja, das ist alles entschieden. Ich hätte mehrfach schon anders entschieden, deswegen entscheide ich jetzt weiter. Also ich hätte bei den letzten 3 als anders entschieden, to be honest. Also, alles gut. Entscheidet ihr jetzt mal. Dann nimm ein Quapsel. Okay, wir nehmen das Quapsel mit rein. Oh yeah. Okay. Wir machen aber so. Ihr entscheidet die Pokémon, welche wir mitnehmen, und ich entscheide das Team im Endeffekt. Was die Pokémon, die wir dann am Ende haben. Ich müsste mal ganz kurz ein bisschen. Was hol ich? Kokuna, Jigglypuff und jetzt Poliwag sind eigentlich alle 3 sinnlos. Wir sind ein bisschen hochleveln, weil sonst haben wir ein Problem nachher.
kannst du ein bisschen höher kommen, weil... Also eigentlich müssen wir gucken, ob eigentlich auch ein Wiki mit dem was machen kann, weil sonst das wird nur Härtner, das ist einfach gar nichts. Oh, der geht einfach. Weil wir laufen aktuell jetzt schon mit 2 Punkten, die wir eigentlich nichts machen können, außer dass wir trainieren jetzt halt. Aber so wie es auf Levels... Oh, ich brauche das hier verpflichtet. Wenn wir alle Level 8 machen erstmal, vielleicht, dass wir damit weiterlaufen. Vielleicht können wir auch mit der Bot schon entwickeln für der Zeit, weil wir müssen jetzt eben auswechseln ein bisschen. So, aber wir müssen ein bisschen höher kommen, weil sonst kommen wir gar nicht mehr. Oh, Hypnose, nice. Oh, ein Vulkano hier, lol, nice. Oh, der macht Wow, okay. Okay, Punkt entwickeln sieht so langsam, ne? Holy shit. 7 XP, Alter. Level 8 ist das bloß. Keine Attacke, schade. Ich hab gehofft, dass er Level 8 eine Attacke bekommt, ist wohl, to be honest. Aber aktuell muss man sagen, ist Pumlo schon einer, der am ehesten jetzt rausfliegen könnte, so, ne? Weil er einfach nichts machen kann, ist halt belastend. Können wir da unten hergehen? Ja. Hey there, I'm to tell you that the road through here is just about to close, so I'm not really supposed to let any more people through. Persistent, aren't you? Well, I don't know. There's this granny right here in my pocket. That's just about the size of a $10 bill. And well, of course, I'm not one to go against what my superiors tell me. No, sir, but you know, mistakes and slip-ups happen all the time. And well, ja gut, muss ich ja, ne? Ja, hier. Der will zwar Geld von mir haben. Oh, das ist... Okay. Rocket. Okay. Scheiße raus. Okay. Gehört der hier oben. Und hier drin ist ein neues Rocket-Quartier, so, ne? Welcome, young man. I run the daycare service. Would you like me to raise one of your Pokemon? I sure would. My Nidoran here needs to get himself some experience, but I'm just too busy with my other Pokemon as it is. Isn't that right, Nido? Nido! Very well, we'll raise your Nidoran for a while. He should be fit for fight in no time at all, I assure you. Awesome, thank you, sir. Now back to my Pokemon adventure. Why, hello there. Would you like to raise your Pokemon as... Oh, hey, I apologize. I didn't quite catch your uniform. I take it you are with the others. Right this way then. Follow me now, little Nido. That's a good lad. Now just come on down here. LOL. Okay, kein Versteck. In der Pension, okay. Greetings, sir. Some fresh meat here for you in more ways than one. Meat? What? Was? Oh. What have we got here? A male Nidoran, is it? Well, it may be cute, but it certainly won't be of any use for manual labor.
No, indeed. But if I recall correctly, it should be pretty versatile in the breeding department. That's so? You grunt. Go through this little fella in the breeding pit. Try get it close to that Cubone we've got there too. We could use a few more Cubone eggs. Der will jetzt Tragosso mit den Nidoran. Yes, sir. Okay. Was kommt da raus? Well, I'll be on my way. So sehe ich da nicht so viel, das ist schlecht. Kommt mir jemand vor? Ja, Arsch heißt ja. Well, then, and you are? Ah, so you are Chucky. Welcome to Cerulean, the city of beautiful flowing water, or whatever the hell it is. Make yourself at home in our humble little rocket base. But please don't feed the Pokémon if you'd be so kind. I got the message from Boss about your mission. Bill's house is just north of the city. Ja, okay, verstehe. Ja, lange Bridge, ja. Big, you won't miss it. I had a box of a few rarities put together per boss requests. Honestly, if I were Bill, I'd take the job in a heartbeat if the stuff in there was that I was being offered. But then I've heard he is a bit of a picky weirdo. You can go collect the parcel up in the storage room over there. Now, if you excuse me, I'll have to give these rookies here a crash course in the art of a good burglary. This part is always good fun. Russia there belongs to some hiker who hasn't been back for like a year. Haha, well, he sure can't complain that it hasn't gotten enough experience when he finally gets back. Yeah, you're the one who's going to see Bill, right? The package thing is right here. Hope it helps at least a little bit. Chucky received Bill's parcel. Okay. Popo Lapras Europe. Och, hallo, Anton, Knudlof, Dodu, Nidoran, Männchen und Tragosso. Wir haben das Paket, ne? Wir gehen nach Bill, ne? Aber hier links sind noch Trainer, ne? Oh ne, doch nicht. Ah, die Trainer hier, okay. Oh, ich muss unser Team ein bisschen ausbauen wahrscheinlich. Okay, wir haben hier einen Raupi, ein Blutzug, eine Chance zum Raupi, Blutzug oder Huan Liu. Blutzug, Satani, okay. Ja, habe ich mir schon gedacht, weil das also einfach nicht haben. Ja. Obwohl man sagen muss, das Video war schon besser als unser. What?
Weil uns das ja einfach nichts machen kann, ne? Aber der erste vorher halt noch nicht. Okay, Taubsi, Myrapla. Kannst du wieder aussuchen, Hanni, ne? Taubsi, Myrapla. Oder Aknofenser. Ja, in dem Fall bringt das Taubsi dann wirklich nicht das Recht damit, weil das Taubsi einfach, ich meine, das ist eigentlich schon relativ gut, das ist schon. Nur Level 9, sehr schön. Und sagt man Level 10. Gar keins! Ich weiß nicht, man plant hat, man kriegt aber gar keins. Aber wir haben Seppo. Okay, nice. Seppo ist sehr gut, ist mit den Schwarm. Mit Konfusion vor allem auch. Nur eine, wenn das auch zum Biber und dann. Ja, Pfund für G-Club, nice. Okay, Sandern oder Rettern ist jetzt hier, Honey. Senshu. Sondern. Okay, ich würde Sandern gerne mitnehmen, muss ich sagen. Irgendwo auch Venom hat, muss ich sagen. Wie viele Boxen ist das? Jetzt habe ich mal 64 gelesen, Leute. Okay, kann er auch nur Tackle. Der kann Rollout und Positioning, okay. Hier, der Game eigentlich mit dem Pokémon aus. Sind sie verändert oder welche hinzugefügt? Nee, da gibt es nur ganz normalen Pokémon, Honey. Nur die ganz normal. Wir machen das mal so, wir schauen Pummeluff mal raus und nehmen dafür Sander mal mit. Ne, das ist eine Boden-Coverage. Und ich überlege, ob ich Kokuna rausnehme und dafür. So, ne? Wahrscheinlich am sinnvollsten sogar. Okay, bis gleich, Honey.
Weil wir keinen bekommen haben, ist auch weird irgendwie, ne? Okay, nice. Können wir auf jeden Fall, wenn er macht. Jetzt Kampf ist noch gut geregelt auf jeden Fall. Hat der nur Menki? Ne, der hat nur Menki, ne? Oh, wir haben jetzt einen Menki. Ja, ich glaube, damit ist Blutzucker wieder raus, ne? Weil was soll man mit Blutzucker mit Menki haben halt, ne? Menki ist halt schon viel besser, muss man sagen. Ein Menki und Honey-WB. Super, für Einkampf da und hat da nicht heute gemacht. Aber auch lustig, wenn der vorkommt, wir nichts zielen, wo der 2 Punkte hat, der hat nur 1 Punkt, dann können wir das zielen. Das ist irgendwie auch. Oh. Oh, Mauzi. Mauzi oder Rettern, Honey? Rettern, okay. Mach schon. Cool, mit 10, sehr schön. Matschak oder Kleinstein, Honey? Das geht schon einfach wow. Gar kein, okay. Ich weiß nicht, wie das entschieden wird, wann ich entscheide, aber ich fand aber nicht, verstehe ich nicht. Weil ich habe eben den Einpuck, einmal auch nur einen Puck und der nur Menki gehabt. Das Menki hat ja automatisch geklaut sozusagen, deswegen ist das nicht an 2 Pucken oder so auf jeden Fall. Ich weiß auch nicht, woran das entschieden wird. Hey. Okay, ohne ist sich auch keine gehabt bisher. Ja, aber wieso? Okay. Okay, Kleinstein oder Yrapla? Honey? Ich muss, wenn ich es zunehmen sollte, Ja, gut, aber.
Also ich wusste bis immer, was ich hätte genommen hätte, to be honest. Also ich persönlich. Aber ihr entscheidet. Kleinstein, okay. So, der hat einen Slowpoke. Wir haben ein Problem. Das war dumm von mir, ne? Wir haben's. Gegen Fleckmon. Okay. Hier, warte, hier kurz das Dings. Okay. Ja, ich fange wir haben ein paar Pokémon. Und dann werden wir mal gucken, dass wir dann nochmal zurückgehen und dann nochmal das Team austauschen wahrscheinlich. An diversen Stellen. Ja, hier bin ich dann wieder männlich, weil Weibchen haben wir ja schon, richtig? Ja, aber ich dachte doch wieder männlich noch. Hey, wir hätten zu weit nehmen müssen. Wir hätten das zu weit nehmen müssen. Jetzt mal kurz, bevor wir jetzt schon mal kurz austauschen. Weil wir auch Level kriegen und so, ne? Ich hab Level 15, ne? Ja, sorry, aber das ist, das ist für mich zu verlockend gerade, das Niveau männlich nichts mitzunehmen. To be honest. Ich nehme auch E-Mail für Cops, to be honest. Oh, und eigentlich auch keinen Clash haben, glaube ich, ne? noch dein... Na, wow, Henny. Wow, einfach nur wow. Wie gesagt, ihr entscheidet, aber, also welches Pokémon? Ne, klar, wenn der Schaden und das Übel auch noch nicht haben, ist klar, irgendwo. Aber ich mach das Team. Konnte der schon Wasserattacke? Ja, Watterattacke. Maschok, Maschok, Maschok. Irgendwie Gearspeicher nicht, to be honest. Save Arrow. Achso, schon, ich wollte noch
kurz gucken. Jetzt habe ich so einfach. Baby, so hat sich wirklich damals gefühlt. Okay, Paras oder Zubat? Oh, Poison, Alter. Paras oder Zubat? Wir haben nur eine Punkte. Ja, wie geht's zurück? Paras oder Zubat? Zubat, 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 Zubat. Rettern. Ich hab mich einfach so, kommt gerade, scheiße. Was dann da? Dann haben wir schon, oder? Rettern auch. Oh, wir haben beide schon. Ja, gut, hier ist eh egal, nämlich aber ist ja egal. Wenn man wisst, dass man Pokémon bekommt, kann man zu einer anderen Zeit einfach andere Pokémon auswählen, wenn man dann alle bekommt, wahrscheinlich sogar, ne? Ja, aber es beide schon haben. Oh ja, danke für den scheiß Poison Powder hier. Dafür stirbst du jetzt überhaupt da. Myrapla, Taubsi. Myrapla. Jetzt ist es problematisch mit Myrapla hier. Ich wollte Spiel gegen irgendwas heilen. Nimm den Jungen. Oder 14, das ist ja okay. Oh. Ja, super. Wäre schon irgendwie cool im Team, ne?
Hallo, Bill. LOL. Was, kommt das jetzt, dass wir ihn einsperren und in einen Pipi verwandeln? Weil das ist ja, wenn du als Red dahin kommst, also als der Protagonist, dann verwandelst du ja wieder zurück. Okay. Hey, Guy. Yeah, I'm Bill, alright. What do you want? Oh, Team Rocket, is it? Bye. It's been a while. Yeah, sorry, but I'm not interested. I've got my research to attend to, right? I'm not Giovanni's little tech boy. I can't sit anymore. Alright, what's it about? The job? Oh, Polygon, is it? Figures? Yeah, of course, I know how to make these things. Who do you take me for? Just show me the stuff they gave you to tempt me with already. Chucky delivers the packet. Damn it, Giovanni, why do you keep treating me like I'm some amateur collector? I mean, a shiny magic carp, really? Ein ist das Shiny Magic Cup von dem See des Zorns? Oh, and some rare candies too. Spectacular. And what's this? A ticket to some exclusive party on the... Das ist doch, was er uns gibt als Protagonist, ne? Das Ticket. Das N-Lane, please. I've got all the high-end connections I need and alcohol only dulls my concentration. Okay, here comes the actual interesting part. Thank for your cooperation, blah 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 blah. We'll offer you a regular salary of such and such. Well, okay, that's respectable. But you do realize I could get that much working at freaking Sylph, right, Johnny? Jeez. Here's a thing you've got to know about me, Paul. I only care about two things in life. Science and rare Pokemon, that's it. Those two things are the alpha and omega of my life. Money, power, status, politics. These mean to me. Do you see that? If I take the job, you tell Giovanni it'll be on the following conditions. First, Team Rocket is to send me a regular sample of the rarest Pokemon you acquire. Be that through breeding, stealing, catching, cloning, or however it is you guys to do it. I'd rather I didn't know, to be honest. Second, since I know you guys have spies in Silph, I want you to give me any and all intel you can gather on their newest invention. Rumors have been going around the technology news groups for weeks about Silph being on the brink of a prototype for some innovative new Pokemon capture device. If this is going to be as big as they say, I can hardly afford to miss it. Now I'd go there and investigate this thing myself, but frankly, I'd sooner eat a dead mug and to a Slimeock, okay, than work for a big conglomerate, was das auch immer bedeutet, okay, like Sylph. Well, you get all that. Good, because those are my terms. For the time being at least, I suppose I might just change my mind. Go back and tell all of that to your little superiors, if you'd be so kind. I've got work to do. Ja, von ihnen mit. Oh, Alpha und Omega, Spoiler. Da müsste Alpha und Beta aber sein dann. Alpha Rubin, Sophie und Omega Rubin. Ah ja, okay, jetzt weiß ich, was meins wird. Ich bin grad dumm. Ich hab gerade falsch gedacht einfach. Also dumm und falsch gedacht, beides. Pokémon geht wieder, ja. Hey, you what? What's your name? Chucky, You know, I admire your persistence, Chucky. I want you to have something. Okay, was gibst du mir? There we go. Chucky receives the cell phone from Bill. Cell phone? I want you to be my Team Rocket contact, Chucky. Yes, that is clearly a condition of my taking the program job. But one that will be just between you and me. Do you understand? Oh, ich bin sein Spitzel. Oh, that's a cellular telephone. Quite a little marvel of technology, I know. Okay. I'll be calling you on there once a while to check in on you and have you tell me if you Rocket guys have done or discovered anything that might interest me lately.
Is that alright with you? Splendid. In fact, come to think of it, there's the one particularly rare Pokemon that I have long been on the lookout for. One that I think you guys could help me locate. If you don't mind me asking, are you at all familiar with the Mewtwo project? No? Oh, I see. Well, I guess Giovanni's not one to reveal his secrets all too easily. I suppose that's reasonable. Never mind then. Okay, Mewtwo, okay. Ja gut, am Ende wird es hier um Mewtwo gehen, ist irgendwie logisch, ne? Warum steht ihr hier? Okay. Oh, fuck. Ich bin nicht nicht geil. Oder? Geil. Ein Telefon, das war damals aber noch Neuland, so wie heute. Ja! Ein Telefon der ersten schon und nicht erst ab Gold und Silber, krass. Naja, es ist ja Feuerrot, ne? Also die ist ja schon ein drittes Stück, aber wir sind der Spitze von Bill jetzt, okay? Oh my, what's this? More rockets? I thought I got you all back at Mount Moon. Oh well, I suppose beating a couple of more of you guys couldn't hurt. That's what it takes, am I right? I say, after knocking out all the other wimps on this bridge, I could use a challenge. Bring it on, Mr. Rocket. Ich lasse Mickey hier sterben jetzt, weil ich möchte nicht riskieren mit dem Auswechslung. Das würde ich nicht. Ich möchte, dass Kleinchen so reinkommt. Ja, und dann der den killt einfach. What? Trottel? Hier, Shape ist ein. Welcher hat die besten Attacken? Der können wir bis drauf gehen. Und das Super Potion natürlich. Ah, den scheiß Withdraw, ne? Abra. Oh, okay. Ja, also ich glaube, dass man das essen kann. Ich habe kein Nugget, nein. Extra viel Softcorn. Wow. Jetzt mal eine Sake. Ja, wirklich nicht weit. Ja. Aber kann doch nur Teleport. Der kann doch. Kommt das ja auch bald, ne? Okay, wir haben ihn besiegt, nice. You know what? This is not even fair. Why, Thor? Do I just not have the right Pokemon? No, that can't be. I just have to train harder. I need to get better, stronger. Darn it. Still not good enough. Gut, to be honest. Gut, Mickey haben wir einfach sterben lassen. Im Prinzip, wir haben nur Slowpoke und Mickey geflohen. Ist okay. I think. Hey Chucky, I was just looking for you. Dude, that was the most badass burglary I have ever seen. No question. Well, you know, it was the only burglary I've ever seen so far. But you get an idea. Red. Was?
Vom Rad. Just kind of duck our way in there and schwupp. No more TM for you, old man. Oh lord, you should have been there, Chucky. So anyway, that have you been up to? What? You maybe fought the spiky-haired kid from Mohun just now? Dude, what have you been talking? No, really. Well then, go figure. See, I told you that kid was probably nothing but a wimpy grew up, didn't I? Well, good thing we got that settled, I only wish I could have been there to whoop his ass too. So, you know, anyway, enough chit-chat. We probably want to head back to the hideout now. The others should be back there by now. I just stuck around back to see if you'd finished with your other mission yet. Well, we've sure done ourselves a good dishonest day's work, haven't we, Chucky? Archer will have reason to be proud. Let's get going. Holy mother of me! Run, Chucky, run! Ich bin schnell gerannt, geil. What in Giotina's bloody... The cops! How did they find us? Jeez, Chucky, what is going on? How could this happen? I swear I did everything right. Na, wohl doch nicht. Do you think they saw us? Nah, we got away in time, didn't we? Oh man, we have to get back to the hideout right now, Chucky. No time for messing about. Wir kennen das Gehalt, aber... Oh. Ich hätte gerne erst Gehalt, aber okay, dann halte ich das nicht. Okay. You guys, you're not gonna believe this. The cops are in town. They are up by the old TM collector's house, I swear. We only barely got away before they had us in cuffs. Just now. No kidding, man. What do you think we are all so worked up over? Jeez, what are we going to do? You think they are onto us? But they couldn't have seen us. We were real sales-like. They've got no reason to think it was us and not some other old burglar, have they? Come on, you can't know if at least one of us didn't slip up and got spotted at some point. I mean, I'm sure it doesn't take a genius of a bystander to spot a crew of rockets running around and the house being robbed and somehow connect the two, does it? That's enough. Please be quiet all. There should be no reason for alarm. The police have arrived at the scene a lot quicker than they usually do. Granted, but there's no reason for them to suspect us in particular just yet. And even if they did, well, we've got enough influence in the Kanto Police Department to ensure the repercussions for us will be minimal. No, this is a far too low impact episode for them to take any definite action. Unless, of course. Hey guys, check this out, it's on the TV. Get over here, quick! Frage, dass man mitmacht, brauchen wir was zu snacken. Typ ist von Team Rocket. Ja, in der Pension ist unten ein Röhrenversteck. Genauso wie wir festgestellt haben, schon Pyro ist kurz Team Rocket. Und irgendwo auch Bill und irgendwo auch ist der Fuji, aber nicht ganz klar, was genau das ist. Team Rocket schaffen die auch endlich mal was. Vorher waren die mehr wie so ein Schuss in den Ofen. Ja, lasst es euch schmecken, ne? Hey dude, I can't see. How about you find some other place to watch that isn't right in front of my face? Warum ich genau dahin muss, aber ist okay. And now in alarming crew. Vor allem, hier guck mal, der Ronny steht auch vor dem hier, der kann auch nichts sehen. Und er steht vor mir und ich kann auch nichts sehen.
Okay. And now, in alarming crime-related news, renowned collector of technical machines was earlier today a victim of a vicious robbery while away from his Student City apartment. Police arrived at the scene shortly after the incident, but were unable to catch the perpetrators before they made their escape. Our own Northern Kanto reporter Ford regular reports from the scene. Oh, das ist da, wo du eigentlich den TM80 Schaufler bekommst. Ne, weil der geklaut, also der dahinter, ne, das war der, oh mein Gott. I don't even know what happened. I was just up on my regular hike up on Mount Moon and I came back down and all my hard-earned TMs were gone. And here I'd gone and planned all year to teach this here TM Dick to some little Senshu or Mankey or what have you. And now it's all gone. And then they dug this giant hole right through my wall. I mean, these crooks are digging their way into no good, I say. Truly an unnerving tale from this poor homeowner. Now we understand that your daughter here was out playing in the vicinity when this incident took place and that she in fact was witness to some of the actions of the criminals responsible. Now, miss, would you mind explaining to us exactly what you saw? Well, you know, I don't know exactly if it was the same people, but there was this creepy guy who tried to rob me earlier. Truly shocking. Yeah, he was a really funny looking guy. He had green hair and these weird black pajamas. He had me fight him in a Pokemon battle, and after he won, he tried to steal my Pokemon. I wouldn't let him have them. So then he just told me something about me being too old. And then ran off. I don't know where he went to exactly, but I think I saw him with some other guys wearing the same funky outfit after. It was really weird. Alles mal Real Talk, ne? Der Ronny ist zum dumm zu kacken. Weißt du, wir stehlen, also Real Talk, wir haben ja schon viele Pokémon gestohlen. Und der Ronny versucht es einmal zu machen, schafft es nicht und er wird ertappt. Oh, Ronny, Alter. Now, Mr. Officer, I'm led to understand that with the aid of this young lady's description, the Kanto Police Department has gotten rather a good idea of who might be behind this crime. That's correct! The variation in footprints as well as the speed with which the operation was carried out make it clear that the burglary was carried out by a larger group working together. Furthermore, the uniforms described by the witness leave little doubt in our investigators' minds. Team Rocket must be behind this most heinous crime. You heard it here first, viewers. The Kanto Police Department believes, in other words, that this burglary was an act of organized crime by the notorious anti-government organization Team Rocket, positively never-wrecking. To think that these wretched criminals are currently on the loose, roaming the streets. Viewers are advised to guard their homes and their Pokémon. Oh, Pokoliga. In light of this and other reported crimes by this criminal organization, we reached out to Champion Lands for comment. Oh, Champion Lands. It has come to my attention that the Kanto region has recently been the victim of several acts of organized crime at the hands of this Team Rocket. I am also led to believe that this organization has perpetrated a number of lesser crimes primarily around the Citadel area, but that the local police force has had a tendency to turn a blind eye to these misdemeanors
With this burglary, as well as with recent reports of similar mischievous behavior on Mount Moon and at this Pokemon Tower in Lavender, the Rockets have proven themselves to pose a genuine threat to regional security. All of this is, of course, completely unacceptable. I have therefore decided to initiate a new program to combat organized crime. We will bring the Rockets to justice. We are stationing federal police agents in every major city across the region. These especially trained, morally and impervious forces will actively combat larger criminal operations and will provide victims of crimes with a safe avenue in which to report their perpetrators. Furthermore, as of today, each and every identified member of Team Rocket is a wanted criminal. For every Pokemon reported stolen by each member, the bounty on his or her head will increase. These public bounties should help raise awareness among the citizens of Kanto about the region's most notorious criminals. Wir kriegen ein Kopfgeld! In addition to informing authorities of their whereabouts, citizens are advised to stay away from and especially to avoid assisting in any way these individuals. Businesses such as Pokemarts are also encouraged to deny services to wanted criminals in order to prevent undue damage to their reputation. Okay, das heißt, wir können nichts mehr im Land kaufen. Okay, okay. Of course, we want equally to encourage criminals who choose to renounce their past evil doings and become law-abiding citizens again. That is why any Rocket who chooses to hand back a stolen Pokemon to a local police officer will have the bounty on his head reduced in proportion to the strength of the returned Pokemon. Additionally, police officers will hand out rewards to former criminals who have kept a record of good behavior over longer periods. With these measures, we move confidentially in the direction of a crime-free Kanto. No lowly thugs should ever be allowed to threaten the security or the well-being of this proud region. That is all. The regional police force is reportedly working around the clock to implement Lance's new anti-crime program. We'll bring you more news on its progress as it arrives. Holy shit! Okay, jetzt ist Rocket aber richtig am Arsch. Die wurden gesehen, jetzt ist aber richtig kacke, Alter. Oh no, you are they're onto us. I knew those cops mean trouble. Now what are we going to do? Man, I don't want to go to the jail. Wani, you worthless piece of a crap. Now we've got the police and the government on our heels. All because you couldn't keep yourself from robbing every little girl you came across. Ja, aber die war das süß, ne? Yeah, you punk. Why couldn't you just stick to the mission like the rest of us? Huh? Vor allem, er hat einen beklaut und ich habe irgendwie 20 Leute beklaut und das ist alles gut, ne? You always had to be the hothead, didn't you? But guys, give me a break. How was I supposed to know what bread was the collector guy's daughter? I mean, I was just doing exactly what all of you do. Matter of fact, I bet your stinking asses would have done exactly what I did if you'd have had half the chance, you dumb little. That's enough, Grant, be quiet. Lance, that son of a Granbull, pretending like he hasn't known about our operations for ages already. Ridiculous. Grant, the day Lance gives a Rattatas about Kanto's safety will be the day I die. But he has clearly decided that now is a good time to seem like a do-gooder for the press.
Okay, was hat Lenze jetzt verbergen? Okay. What exactly this means for us, I am going to have to discuss with boss. The bloody pipe to which you and your family will be beaten should you ever reveal any confidential information to the police should not be news to you anyway. Besides that, I don't really care whether any one of you get the police on your trail or not. You rob or refrain from robbing as you see fit, and then you personally suffer whatever consequences come from you. I might also add that, however morally impervious Lansing's special cops are, I've yet to meet a Kanto policeman who is totally immune to bribery. Anyhow, the bottom line is, keep doing as you've been told, Grunts. You still get to be Pokémon Gangsters, just don't be stupid about it. Alright. Von ihm müsst ihr einfach plötzlich weg. Ist einfach komplett weg, einfach so, ne? Well, I won't pretend like my capacity for giving praise to anyone at all was not a little hampered just now, but I'll try my best. Great work on your mission, Chucky. You've saved our Porygon supply, and you've done it even without having to expend more resources than we can offer. I am going to personally commend you to boss for a job well done. So it is in good conscience that I trust you with another high-stakes mission. I get right down to it. We are involved in a smuggling deal with a certain gym leader down in Vermilion City. Yeah. Yes, that's right. Given his rather public status as a Kanto veteran from the war, it should come as no surprise that Search happens to be here. Stimmt, Search doch hier der Major Bob, der soll ja auch bei Rocket zuhören, ne? Happens to be a Rocket sympathizer. Anyway, the good lieutenant has managed to get a number of rare Yoto Pokémon smuggled into the SSR liner that's just about to dock at the Vermilion Harbor. He'll be handing them over to us in exchange for some goods that our scientists have synthesized in the lab are here in the other room. Go pick them up and then head south of here through Saffron to get to Vermilion City. The Rocket admin reef session there is a bit of a downer, but you should probably meet up with him just to lend yourself a bit more credibility when dealing with Search. Did you get all of that? That's good, lad. Pick up those drugs from our scientists and off to Vermilion with you. Okay, was die Drogen bitte? Ja, gib mir den Drogen. Ah, die Steroide. Ja, Steroide für den Major Bob. Okay, krasses Story, die gerade hinterkommt, ne? Also mal Real Talk. Mit kein Shopline. Ja, mit kein Shopline, ja. Was erwartest du? Ja, aber Mann. I came in like a wrecking ball. I never had it thought enough. All I wanted was to break your walls. All I ever did was to wreck me. Yeah, you wreck me. Also, bei manchmal sind Wörter dabei, also bei dem Game jetzt hier, dass ich kann die nicht, keine Ahnung, kann ich auch nicht, ich lese aber dann aus dem Syntax, ich kann den Sinn verstehen, deswegen lasse ich das dann am besten so. Wenn das TV umschalten, das ist langweilig, ich will lieber ein Wow-Handy. ZFWW, ein Wow-Handy. Mal kurz. Well, if it isn't one of you rockets I've heard so much about. I'm a special officer sent by Lance to bring you to justice. What? No, I won't be arresting you. Those aren't my orders. I am here to facilitate your rehabilitation. I have this here, XP share, that can become yours if you keep your criminal record clean long enough. Now then, what's your name, Sir Chucky? Well, let me check my registry here for a second. Oh wow, what's this? There's no bounty on your head at all. That's what I like to see. The moral road is a narrow one, but you walk it all the same. Keep up with behavior and this exposure will be yours before long. Okay, Moment. Das heißt, wenn ich gut... Warum habe ich kein Bounty? Ich habe schon so viele Punkte geklaut. Also mal davon abgesehen, ne? Ich habe ja schon
Ich habe schon, sehe ich nicht, ne? Ich habe schon viele Pokémon geklaut. Und wenn ich weiterhin gut bin, also wo ich bisher nicht gut war, dann kriege ich einen XP-Share dafür. Dann kriege ich ein gutes Kopfgeld sozusagen. Also gar kein Kopfgeld. Bist natürlich. Okay, wir haben schon, dass wir nehmen Paras, aber nur, wir nehmen jetzt einfach alle, die wir nehmen. Also ich, to be honest, ich möchte gerne böse, ich das auch auf dem EP-Teiler, to be honest. Aber, wir wollen, also wir sind jetzt die Pokémon, wir wollen böse sein und böse werden. Und wir haben ja gesagt, wenn wir die Pokémon noch nicht haben, dann nehmen wir die Pokémon, die wir noch nicht haben, die wir haben, nehmen wir natürlich nicht nochmal, haben wir ja gesagt. Ja, deswegen nehme ich es einfach stumpf Paras und dann, oh, wir haben Enter. Jetzt wirst du aber dann nicht verhaftet. Ja, irgendwie komisch so, ne? Aber ich habe ja noch kein Kopfgeld, weil ich noch zu wenig. Weil ich noch zu lieb war, aber das müssen wir, also zu be honest, das müssen wir ändern. Also. Jetzt wird hier gestohlen, dass die Balken biegen, to be honest. Auch ne, würde ich gar nicht. Was gibt die uns? Oh, ein. Also, ihr könnt auch aussuchen. Knofensa oder Pikachu. Also, ich denke jetzt einfach davon aus, dass ich eins von mir bekomme. Knofensa oder Pikachu, was wollt ihr? Anni sagt Pikachu. Anni wird Pikachu, ich wähle dich. Aha. Komm mal, durch so einen scheiß Kutter, mich einfach gekillt, ne? Oh, ein Step. Psycho-Move, sehr schön. Okay, und wir haben noch ein Setpunkt. Okay, wir nach oben, wenn wir bezahlen. Eins tut, eins paralysiert, eins vergiftet. Das ist gerade auch. Aber kurz gucken bei dem Setpunkt. Generell, wir haben ja Paras neu. Ja, Anton, ja. Okay, das wäre schon gar nicht so bad, oder? Aber ja auch nicht so krass, ne? Check was an, wir sollten okay, jetzt, nur Chachu oder Piefenser, okay. Bis gleich, Honey. Das ist jetzt 14 und so weiter, wird 13, ne? Wer so, ob wir das noch rein hatten. Aber gleich Attacken, die unser auch hat. Ja, ich fange alle Punkte, ich möchte einfach böse werden, also, to be honest, ich möchte einfach, dass jetzt der soll richtig, die sollen uns jagen, die sollen, können wir die offiziell auch die Opferung bauen noch, also, hoffe jetzt einfach mal. Okay. Hauptzieh, Habitat. Und Porenta. Okay, jetzt der Dick. Habitat oder Porenta? Oh, mit Knock auf Porenta. Krass. Ich meine, was haben wir schon? Also, Habitat oder Porenta?
Porenta, sagt er. Porenta. Porenta. Wir haben einen Farfetch gestohlen. Natürlich erst mit Knockoff ist ja gar nicht so dumm unbedingt, ne? Also, obwohl die meisten kein Item haben unbedingt, ne? Aber tue ich erstmal. Ein Item nicht sehen. Oh. Hier gibt's ein. Oh, Dodo? Ach Gott. Ja, weil ich einfach weitergehe. Ohne Step-Boden-Attacke, nice. Okay, gerade da haben wir halt schon, deswegen wird es den Dodo werden, ne? Wenn wir eins aussuchen können. Ja, dann nehmen wir Dodo. Weil wir haben gesagt, wenn wir die Punkte schon haben, dann nehmen wir halt das andere immer, ne? Dodo. Ansonsten entscheidet ihr, bleibt ihr dabei. Aber wenn es das Rad haben, ist schon das. Bei mir der. Oh, ja, aber kein Ding. Schön, dass du trotzdem da bist. My man, what have we here? A rocket bandit in the flesh. I'm to give you these 30 Unterbots if you keep your record clean for long. I've seen worse in my days. But you are on a dangerous path, Rocket. The bounty on your head sends at 18. Okay, aber der gibt es 30 Euro, der gehen wir mit keinem nett werden. Der andere gibt es halt ewig teurer. Und 18.000. Come back into the light. While also ich könnte. Ich kann dem Pokémon geben? Hätte immer Teamwork quälen sollen. Ja, das sowieso. Ja, aber mein Kopf ist 18.000 wert. Okay, ist so in Ordnung. What? Kommt zuerst an. Wieder runter. Excuse me, do you have a ticket? Chucky doesn't have the needed ticket. Sorry. You need a ticket to get board. Anything else to report now? Then leave me. Okay, ich habe weggegeben. Was habe ich gedacht? I'm very busy right now, Chucky. I'd rather you didn't disturb me, alright? Okay? Hä? Ah! Okay. A lonely grunt working around Vermilion by himself? I take it you're the one they sent to help me with the smuggling deal. Why did you bring the goods? Fine! Move on. What a meaningless thing to plant a tree right in front of the entrance of a gym. Where you come? Nee, ich musste die Typen, weil ich nicht einfach vorgehen muss, ich gerade zur Zeit habe ich nicht. Deswegen dachte ich halt, ich muss zur MSA, ne? Wollen die alle kämpfen? Nee. Wir gehen ja auch dazu, ne? Oh, Lieutenant Sedge, you are so strong, we don't stand a chance against you.
Yeah, you are weak powerful. Oh, please search. Can't you tell us how you and your Pokemon got so strong? We want to be like you too. Well, I tell ya, kids, exercise your body by pushing yourself a little harder every day. Make sure you and your Pokemon both are taking your vitamins and getting a good night's sleep every night. And remember, it's really important that you always eat your meats and your veggies. That's the way to do it, kids. Good luck. Did you hear that? We can be strong like such. Come on, let's go work out. Yeah, man, I can wait. I think I have some vitamins at home. We can go take them right away. Guck mal, der sagt Kindern das Gutes für ihn. Also, nehmt keine Drogen, ne? Ich will das mal ganz klar sagen. Keine Drogen nehmen. Aber ich weiß, das Game ist einfach nur eine Story. Ne, du hast also kaum, also klar, das war Gameplay, aber du hast ja kaum, also nicht Gameplay, sagen wir mal, klar, das brauchst nicht Story, das ist eigentlich. Well, if it isn't my favorite little rocket man, how are you? Not scared lifeless from all dances, paranoid, new crime, fighting measures. I hope, anyway, I take it you brought the regular goodies. Yes, as a matter of fact, this grunt here was brought a particularly strong yield straight from our top chemistry. It's a promise search. Well, I'll be... You guys are really something. Let's have it then, little buddy. Deliver the steroids. Okay, now search the Pokemon if you'd be so kind. Oh yeah, that's right, the YouTube beasts, right? Yeah, I had my guys take them in crates and hide them somewhere aboard the ship. Don't worry one bit about getting yourselves aboard. Pokemon all happen to be my forks too. They let you in as long as I drop them a word. Sound alright? So you're telling me the crates are all still aboard the ship? You couldn't have done us the courtesy of carrying them inland. Now, put on easy. Do you know how heavy those darn things are? If I was to go carry those all by myself, my whole back would snap in half. I tell ya. Anyway, don't you get all worked up just yet. You gotta look at things from the bright side. I don't know if you've heard, but they are throwing this exclusive party right on board tonight. Who has it? Some powerful political figures might even be attending. So if you are lucky, you could end up in some quiet, exciting company. How's that? Yes, going out to party with government officials is just what we rockets should be doing right now, isn't it? Well, I don't suppose we've got much choice. Let's get going, Grant. No use sitting around being bummed about us. Okay? Oh. Moment. Was? Spiro want to trade for my Farfetch. Ach Leute, ich könnte eben das Arbeiterknochen hätte, könnte ich das tauschen gegen einen Farfetch. Okay. Aber einfach, wir können da rechts wahrscheinlich auch noch trennen, ne? Ja, sorry, ja. Oh, ein Retter. Alter, zweimal eine drei Runde Fullparer. 3 Runde Fullparer und dann ein Flinch. Als Slowpoke, ne? Really. Also das Rettern eh nur hat, wir haben Retter schon, aber wir sehen einfach alles, ne? Also. Was sehen, was von dieser Klo rennen. Das kann halt nur böse werden eigentlich, ne? Okay, hier kannst du ja schon aussuchen. Okay, haben wir auch schon. Also doch nicht so. Also Menki ist halt echt schwach noch, ne? Der Brust. Jetzt kommt halt, wie gesehen. Brust, oh, wir kriegen einen Sepa. Haben wir halt noch nicht, deswegen
Ja, hier sieht man natürlich. Wir haben viele Wasser-Pokémon. Uns fehlt halt wirklich noch Pflanzen-Pokémon so, ne? Also wir haben keine Pflanze, kein Feuer. Also Pflanze, gut, wir haben einen Paras, aber Paras ist jetzt halt auch nicht. Haustier. Wir haben halt viele Wasser und so, aber... Oh, ein... Okay. Jetzt kannst du aussuchen, wieder... Vor es sein, wir können nicht aussuchen oder nicht. Also nicht zweimal Magnetilos, deswegen... Zwei Magnetilos und Waterball. Ich behaupte, dass wir nicht aussuchen können, aber wenn, dann kannst du aussuchen, Magnetilo oder Waterball. Ja, da weißt du, Waterball wie Kleinstein. Ja, kann man nicht schaden. Und ich auch Magnetilo finde ich auch besser als Waterball. Obwohl natürlich noch kein Stahltyp ist, das heißt dementsprechend noch nicht. Aber obwohl ich darf vielleicht so fast schon Waterball fast schon geiler finden, glaube ich, falls er aber schneller ist. Oh, weiß gar nicht. Hier, sondern haben wir schon. Zu haben wir eigentlich auch schon, ne? Also eigentlich haben wir schon. Ist egal, wir nehmen einfach eins von beiden, ist ja egal, weil wir die eh beide schon haben. Pini sollte ich Rino haben. Blöd. Hier war ich noch Rino. Ne, ich will Stil, ich will richtig viel Kopfgeld bekommen. Okay. Offensa ist eine Möglichkeit. Okay, Static. Offensa oder Myrapla? Leute, einfach One-Shot gefehlt. Ja, wer uns unser Flipperspunkt, was wir brauchen die ganze Zeit schon, ne? Myrapla, okay. Myrapla. Myrapla. Oh, das ist Myrapla, ne? Ja. Generell störe mich diese ganzen Pokémon mit alle, die in einem Item entwickeln, also Steinentwicklung und so, stört mich alles so ein bisschen, muss ich sagen, weil es ja auch sehr viel sind in der Gen natürlich noch. Wir haben hier neue Sepa. Bubble Songs, okay, auch. 15 zu, was ist dazu, was? 14. Und das ist auch 16, ne? Rivalry hat der Fähigkeit? Auch Rivalry, okay. Ja, ich finde Making hat aktuell keinen guten Job, muss ich zugeben. Making jetzt aber raus für Überhaupt. Brauchen eh einen Pflanzen-Pokémon an sich im Endeffekt. Erstmal nicht. Wie viele Punkte wir haben, erstmal Real Talk, ne?
Natürlich, Alter. Boah, so ein scheiß Dreckswetter, ne? Ja, und jetzt kann... Ja, natürlich. Ja, ey. Sozial, war das gerade. Okay, da wir die Maut noch nicht haben, wenn wir die Maut ziehen, ne, weil was haben wir schon und also to be honest, das muss ich wahrscheinlich auch nicht nutzen unbedingt, ne, aber Maut ziehen. Und diese eine scheiß Rapper da mit. Ja, dann, ne? Okay, Volteball oder. Ja gut, also ich schon gesagt, mal die Tilo, hast du schon gesagt, ne? Klar, mein Tilo kriegt einfach als Steinstein. Scheiß Verwirrung. Ist doch ein Stahltyp hier drin? Weil Stahl kann, also ich kann das Elektron angreifen oder nicht. Gehen wir darüber was gucken. Elektrisch. Stimmt, das hat. Oh! Okay, das war so das safe im Team. Oh mein Gott. Das ist dann ja so ein safe im Team einfach. Oh my fucking goodness. Ja, du ist wohl, ist halt nicht mehr so krass unbedingt, ne? Und X-Watt ist. Es gibt X-Watt, ne? Aber wir müssen Freundschaft erhöhen und so. Und wir sind Teamwork halt, wir wollen keine Freundschaft zu irgendeinem Pokémon, wir wollen die Stärksten dann haben und wir wollen keine Freundschaft, wir sind böse zu denen, wir schlagen unsere Pokémon auch und so, weißt du, deswegen. Bringt das da nicht so viel, weißt du? Vom Sonic Bolt immer 20 Schaden, ne? Das ist halt so belastend eigentlich. Oh, ich habe einen Great Ball bekommen, das heißt, ich könnte Sprung anfangen. Oh, ein Vulkano. Ja, auf Dauer würde ich noch, ob wir noch hier Kleinstein raus haben, weil ich
Spiel, was ich bekommen kann. Und das bringt mir dann nicht so viel. Unser Feuer-Pokémon. Cedric, Vulcano oder Vulpix? Also, ich weiß ja, ich normal bei mir würde, deswegen. Aber ihr entscheidet ja. Ihr entscheidet, Vulcano oder Vulpix. Und das wird jetzt safe jetzt auch ins Team kommen, ne? Vulcano. Ja, nice. Nur wie machen wir das mit dem. Ja, ist auch ein Feuerstein, ne? Ah, scheiße. Ja, nehmen wir trotzdem, was Feuerpunkt ist erstmal, aber nein gemacht hat. Da wird einfach ein Komm hier mal, du scheiße Retter. Aber Vulcano muss mit, ne? Also das Feuerpunkt, das muss mit. Genau, also Wasser muss mit, Pflanze muss eigentlich auch mit, Elektro muss mit. Ja, kann ich jetzt auf Dauer das Bonus raus muss. Ich mache welche raus, ist egal. Ja, Vulkan wird auf Dauer wahrscheinlich auch wieder, weil ich weiß, ist ja wirklich Feuerstein, das wird jetzt auch wieder raus, ich glaube, auf jeden Fall. Kommen wir jetzt zu MSA eigentlich, weil rechts sind wir alle drin jetzt weg. Ah, okay. Okay, MS an. Okay, wieder Vulcano. Aber das Vulcano hat, Dings, ne? Das ist besser als unser Vulcano. Okay, Cedric. Sollen wir jetzt Vulpix nehmen oder das bessere Vulcano? Ne, weil der hat, Bedroher. Okay, Vulpix. Okay, schade. Aber nein, ich verstehe. Alles gut. You stole the Vulpix. Vulpix. Oh, die heilt uns. Cool. Nidoran. Ja, aber die haben nicht ja gut, das filmen wir das Zielen 1, aber. Nehmen wir es eigentlich nochmal. Einfach nur, weil es mir egal ist. Guck mal. Krieg ich da richtig einen Rappel. Da mach ich echt viel Ignoranz hier, ne? Also weird, du machst so viel Ignoranz hier, ne? Oh, das ist 16, also 15. Nee,
hier auch wieder Taubs Nido ran weiblich, war wir auch echt nur. Die uns betrennt. Ja, war schon lustig. Oh, da können wir keinen Bogen bekommen. Oh, schade. Ich muss halt packen bei nach oben mal wieder. Weil ich will immer die Schwächste mal daneben leveln. Ein Bossi! Ein Shader! Okay. Du kannst aussuchen. Tentacha oder Muschas. Kennst hier. Okay, gar kein Vorbei. Okay, cool. Okay. Kannst du doch nicht aussuchen. Gar kein. Okay, kannst du doch nicht aussuchen. Lass mal kurz Mechanite vorne, weil ich verführe, dass hier gerade sehr viele Wasserpumpen kommen. Ja, was ist Level 17, dann muss ich trotzdem mal wechseln, weil jetzt mein Stecksburg gerade einfach mal. Ja, ich kann nichts Fürst sein, ich hätte sogar das kommen, wie du das was du hättest, aber. Sternte oder Tentacha? Auch nicht. Wieso kriegen wir die ganzen Pokémon nicht? Ich bin nicht so schlau, ne? Dass ich mit Fukano reingehe, wo ich weiß, dass der ganze Punkt kommt, ne? Aber wir sollten mit dem auch rein, gut wieder, ne? Okay. Aussuchen wieder. Tacha, Sterndu. Oder Shelder. Finanziell. Oh nein, keins von rein. Nice. Ducky Boy! Wollen wir schon alles zur Pokémon Team Rocket Edition. Das heißt, wir sind Team Rocket. Oh. Da müssten wir Schaden von dem Boy hier. Einfach Hollow? Nee. Wir kriegen gar nichts hier, Alter. Ich hoffe, dieser ist gut, Ducky Boy. Und ja, wir sind Team Rocket im Prinzip. Und ist im Stream deswegen, weil es. Ich muss nicht so krass aussehen, wenn ich sterbe ich halt im Endeffekt. Es ist halt nicht ganz so wichtig, sag ich jetzt mal, deswegen. Geht es machbar, aber so ein Spiel, wo ich mich nicht konzentrieren muss oder ein bisschen aufpassen muss, was ich mache und so. Ist ja nicht machbar. Das hier ist so ein Game, einfach nur Fun. Man kriegt viel Hintergrundstory mit von Team Rocket und so. Und deswegen kann man das ganz entspannt auch im Stream spielen, ja. Das ist auch kein Nassrock oder so. Einfach nur. Oh, ich dachte, das geht da rechts. Okay, scheiße. Das geht hier zu. Oh, uff. Weil ein Kind sich nicht mit einem Seemann anlegt, wenn ich schon gesagt habe, bekommst du. Oh! Ah, okay. It is a pleasure to finally get to meet you in person. Das da oben ist doch, Lance. Lance, oh, I've heard much about the state of Kanto affairs under your reign from my advisors, but I've always wanted the opportunity to discuss it with you personally. Are you optimistic about your region's future? Oh, let me tell you, Mr. Stone, they are calling it the golden age of Kanto, but we are only just beginning. Not only have living standards increased dramatically in the post-war decade, but our economy is in an unparalleled. To think that Silphco, once a Kanto family business, now has a near nationwide monopoly on the production of Pokeballs.
Fushia's safari zone is also attracting an ever-increasing mass of tourists. And that isn't even to mention what the region's brightest entrepreneurs have in store for saffron and lavender in the coming years. Yes, Kanto has turned out quite the prosperous region. Rest assured. Well, it sounds like private enterprise is doing well at the very least. But what of the people lands? Do they approve of you? I don't mean to draw unwarranted comparisons to the past, but I'm led to understand that your predecessor was quite universally revered. Even tough times were tougher then. How do you compare with him in the eyes of your citizens? Ah, yes, my predecessor was loved by all, up until the moment he surrendered from the war, that is. Anybody with any sense stopped adoring a champion who would give up his region's independence and honor just to save his own skin pretty quick. I tell you. Look, I know that having conquered Kanto in war as a Yoto general necessarily means that some of my citizens won't take too kindly to me right away, but I dare say my entry in the history books will be more favorable than that old coward's. I see. I hope you'll excuse my lacking both in political experience and memory, but what was the name of this predecessor of yours again? His name was Samuel Oak. Okay, I'm certainly not apt to forget that anytime too. Oh, that's right. And this Oak, he has now given up battling altogether and resigned himself completely to his Pokemon research. I understand his Pokédex system has become quite renowned in academic circles, even in Hoenn. It's quite impressive. Huh. Oh, Mr. Stone, Oak didn't give up battling of his own accord. I saw it to it that he was banned from ever taking part in a Pokemon battle again the moment he called for surrender. I suppose his research endeavors were all he had left to attend to in his post-war life. Is that really so? I must say your region's political history intrigues me, Lance. If you don't mind my asking, why in the world do you think such a powerful and respected trainer as this Samuel Oak would surrender without a fight? It seems so odd, so unlike a champion, wouldn't you say? I see no mystery in that what's over. We were winning the war and the old man got scared for his life. Simple it is. Some high-level Kanto scientists were allegedly trying to make genetically engineered warfare Pokemon around then as a last resort, but nothing came of it. And once we got the legendary dogs under our control, victory was more or less guaranteed either way. Some Kanto patriots may like to tell the story different, but that's the truth of it, Mr. Stone. Well, it was an interesting turn of events in any case, I have to say. Well, I'm glad I could keep you entertained. Now, if you'll excuse me, I'm afraid I'll have to leave you to attend to some Indigo League business. I hope you keep enjoying the Kanto air for as long as it lasts, Mr. Stone. Vermilion is a beautiful city. Da musst du dann eine Remix reinbringen, das alles unregelmäßig ist, da Akiboy. Signal Troy bei Team Rocket.
Gold ist Level 16, sehr schön. Stahltacke, sehr schön. Dann machen wir was los, nicht weg. Na klar, Instant-Para, ne? Und zweimal Full-Para zu kommen. Oh, wir haben noch ein Pikachu. Zweites Pikachu. Stardust. Okay, ja, Pikachu ist auch interessant. Oh. Das ist der Raum? Ja. Radadadada. Und Pikachu. Vulcano gegen Vulcano, das ist kein gutes Matchup. Also, beide nicht gut, weil beide nur Emma können, aber. Polita. Schauen wir die jetzt Polita. Ja, wir klauen die jetzt Polita. Okay, wir hätten jetzt ein Pokémon, Feuer-Pokémon, was sich auch entwickelt, normal entwickelt, ohne einen Stein, ne? Das heißt, es wäre sogar fast überlegen, ob wir das mit reinnehmen sogar, ne? Und es ist Level 40 entwickelt. Aber wäre vielleicht so besser als Vulcano halt, ne? Dann jetzt hier rausgehen eigentlich. Geht, okay, cool. Das Level ist das Level. Alter, voll die ganzen Boxern, Alter. Das hat auch nur Level 14, aber der hat schon bei der Flame viel, ne? Ja, komm, wir nehmen Polita mal mit. Einfach aus dem Grund, weil ich es entwickeln kann ohne ein Item. Es war jetzt 2 Level tiefer, aber hier Groß hatte eh nicht seine. Vielleicht war ja nur der hätte mit Rohr wäre der cool gewesen. Ja, dann wäre einfach auch noch Myrapla. So wie Nidorino können wir entwickeln halt, ne? Das ist halt die Sache, ne? Wir haben einen Mundstein. Ne? Er kann sich auch so entwickeln zu Lamus. Ne? Die anderen können sich alle auch so entwickeln. Hier natürlich nur zu Magneton natürlich nur, aber trotzdem. Hab's den Level 18, ne? Aber Myrapla wäre halt auf Dauer noch, wir brauchen einen Platzpunkt dafür, ne? Und ich nehme nicht Paras mit, to be honest. Der ist mir dafür doch ein bisschen zu bad als Pflanzen-Pokémon. Das Overlay, Chucky, das Overlay! So. Soweit alles gut bei mir, Chucky Boy, danke. Also, schlecht ja durch, ne? Also, die Zeit ist die ganze Zeit schon, ne? Wir fliegen auch gerade ganz gut gerade. Wir sind einzig schon, mich halt diese Entwicklung per Item, wenn die nicht nicht bekommen können, halt weiß ich ja nicht, wie die bekommen können, ne? Und das stört mich dann halt so ein bisschen, ne? So, gucken, als Platzseite. Ja, voll. Nothing like a full pipe of sailors, Becky. After a meal,
If only all my afternoons were this peaceful. War das nicht unsere Aufgabe jetzt? War das unsere Aufgabe? Irgendwas verpasst war, was unsere Aufgabe war? Where you are? Well, we better get searching. Those broken crates have got to be somewhere or other. Pokémon Crates. Wo können Pokémon Crates sein? Aber das sah so für mich aus, deswegen hab ich da gedacht, ich mach's mal, aber waren die wohl nicht. Hä? Ja, fragen muss aber schreibt die einfach Taggebäude. Okay, jetzt seid ihr schön, dass du da warst. Eine gute Nacht, schlaf schön. Und bis zum nächsten Mal. Gute Nacht und tschüdelü. Hä? Jo, mach das. Pokémon cries appear to be coming from inside the crates. Hey you, trespassing on my cabin during my private time, are we? And who might you be? Well, judging by that outfit of yours, I'd say you are trouble. Oh, I see how it is. You came here to pick up those crates, didn't you? See, my crew found those things lying around on deck earlier, and I sure as heck don't remember loading them aboard in Lily Cove City. This is part of some smuggling business, then I'll have none of it. Let me show you how we deal with pretty smugglers where I come from. I'll cut you right up. Level 23? Alter, massiv Level nicht kill ich ja trotzdem, ne? Okay, jetzt kommt ein Sichlor. Ja, wir gehen also so strategisch gedacht. Ihm aus Spielen wir auf Flame drauf, kriegen vielleicht eine Verbrennung, wäre besser. Okay, wir killen aber damit. Gosh, I'll have you arrested. Vor allem Level 25 das war und ich bin auch Level 14 gewesen mit dem Punkt. Oh! Okay,
Darky Boy, wir haben das ein bisschen einziger dargestellt. Wir haben das so gemacht. Ihr entscheidet, also ich entscheide, welche Pokémon genommen werden. Ich entscheide, welche ich im Team nehme. Wir haben jetzt 2 gute Wasser-Pokémon mit Tentacra Krabi, ein okayes Boden-Pokémon, also schnell auf jeden Fall, und ein krasses Pokémon mit Sichtor. Du entscheidest, welchen Pokémon wir nehmen. Also ich wüsste, welches ich nehme. Das ist 100% wüsste ich, welches ich nehme. 100%. Aber du bist halt der Einzige, der da ist, deswegen entscheidest du es. Also realistisch, wahrscheinlich sogar 3 von denen wahrscheinlich einfach auf Box landen, als wahrscheinlich nur so mitnehmen, to be honest. Aber du entscheidest. Nur du entscheidest nicht, weil jetzt, weil du der bist, der da ist halt. Wenn du noch da bist. Oder bist du nicht mehr da? Okay, du bist gar nicht mehr da. Bin ich jetzt alleine? Okay. Ah, okay. Dann muss ich jetzt entscheiden, nämlich Sichlo. What in the... My Pokemon, you're filthy thief, you will suffer for this. Have you now... We have some powerful activity figures aboard the ship. Have you tried a national card if I have to? You smuggling, thief... coughing, poisoning gas! Oh god. I've never been this sick in all my 50 years. Deswegen muss er da kotzen die ganze Zeit. Lol. Done it all. You filthy cheating. Blurk. Oh, my stomach is turning. Good evidence. Nicely done, coughing. See, you finally found the crates. Grunt good. I will probably take a couple of trips to get them all off the ship, but we'll manage. I don't think this old guy is going to pose much of a problem anytime soon anyway. Let's get to do it. Well, that's the last one. I have the Pokemon moved to the appropriate location on my own. For now, I'm just happy to be off the ship. Pretentious parties and people of influence make me almost as sick as the swaying of the waves. Speaking of meaningless things, have a look at that. Whose bright idea was it to put some great big truck out on this tiny island out on the ocean? Well, I suppose it makes for a great place to hide something in plain sight that's out of people's reach. Go figure. Well, what are you standing around for, Grunt? Mission's over, nothing more to see here. I figure Boss would have some other mission for you by now. Starboy, head back to HQ and Silden. I'm off. Okay. Oh, Dark WB! Leider was nicht, also, irgendwo leider was gar nicht da, habe ich gerade eine Frage gestellt, aber jetzt ist das jedenfalls erledigt. Ja, dafür muss halt dann Topsy raus, weil Topsy ist dann eher das Problem in dem Team dann eher. Ja, also im Prinzip, ich hab das so gemacht, dass ich das Team entscheide, aber ihr, also der Stream-Chat, immer das Pokémon entscheidet, was wir klauen. Und das war die Frage in dem Fall. Was wir Pokémon klauen sollen in dem Fall, aber jetzt habe ich das Ziel halt schon ausgewählt. Jetzt ist eh egal, to be honest. Also, ist halt schon interessiert, also. Aber alles gut. Aber ja, die Frage, ich verstehe die, ich werde die schwer beantworten, aber jetzt gerade selten ist Dings, ne?
Hey Chucky, it's me. Haven't heard from you in a while. No major new rocket events to report. No scoop. Fine. I'm just calling to tell you I passed on one of the gifts you gave me from before. Just a little while ago, some young hotshot trainer kid stopped by my house and helped me with some experimental hiccups. The kid was borderline mute and probably lightly autistic, but he was more intense and focused than any kid trainer I've ever seen. It was funny. 11 years old, and he had already got 2 gym badges, so I gave him my ticket to board CSN. Just thought you might like to know. Talk to you later. Ja, alles gut, das mach ich später halt, wenn ich euch aufhöre zu sehen. If it isn't Chucky, well, come on up. I've heard you did well in your forays in Cerulean and Vermilion. Well done, if you keep up this performance, we'll have little choice but to promote you before long. So you're telling me this red kid has already beaten 2 gym leaders and is heading for a 3rd? Well, we should keep half an eye on his whereabouts, but we can hardly follow him around at all hours. Besides, the fact that you managed to beat the other kid trainer from Mahoon shows that we've probably largely overestimated the threat these kids pose anyway. With any luck, their little bout with Team Rocket will turn out to have been nothing but a brief one of accident. Isn't that right, Ariana? If you say so, Jamal. Be that as it may, we have some more pressing matters to attend to right now. Listen up! Apparently, Mr. Fuji of Lavender Town has gotten so resentful of our exploits in the Pokemon Tower that he has decided to take matters into his own hands. Fuji's no master trainer, but he has experience enough. He has managed to knock out all of the grunts we have stashed in Lavender. He has made his way up to the top of the Pokemon Tower and vows to stay there until the souls of the murdered Pokemon have departed, or something of the like. Anyway, the bottom line is the old man has cut off our supply of Cubone skulls at a time when demand is at an all-time high. Okay, die Tagosu-Schädel fehlen halt. Okay, verstehe ich. We need to have him thoroughly detained and incapacitated, so he learned to stay out of our way for good. This is where you come in, Chucky. Now, I would normally send one of my admins on such a job, but most of them are off on other missions. And the others, well, I suspect they are a little too scared of ghosts to take the initiative. This is a prime opportunity for you to prove your worth, Chucky. Hope I won't be necessary. Lavender Town is east of here, through Saffron or the underground pass. Get over there as soon as possible. You will also want to carry one of these unless you are really keen on being scared to death by Pokemon ghosts. Silph-Scope? Okay, danke. Well, get going, Chucky. No use standing around. Or teach the Fuji a thing or two about messing with Team Rocket. Okay. Auch, weißt du, so andere Admins sind beschäftigt oder die haben zu viel Angst vor Geistern und dann Chucky wird gar nicht gefragt, aber so Geister einfach, geh da hin jetzt. Der Viehmarkt? Oh, lass mal kurz gucken, wie viel unser Bounty aktuell ist, weil wir haben ja viele Punkte gestohlen wieder. You are one of the most infamous units in Kanto. 60.000! Okay, 60.000 bin ich wert schon. Bounty ein bisschen höher haben, let's go. Oh, ein Voltoball.
habe gar keinen Bogenpunkt, sehen wir mal auf. Also noch ist eigentlich in Dorino zu Jungen, ne? Oh, Video würde mich echt paralysieren, Alter. Schon wieder Para. Achso, ja, okay. Aber ist nicht ja was anderes? Oder? Hab's Level 20, ja, nee, ist klar, okay. Wir die halt auswechseln die ganze Zeit, ne? Sleephole auf jeden Fall, dann machen wir aber Sunpoke. So, weg. Rollers gehen wir auf Slowpoke wieder. Wurde wechseln eigentlich, ne? Wir haben Polyweg und Rodes haben wir schon noch nicht mehr Volteball. Weil Volteball haben wir noch nicht. Volteball haben wir noch nicht. Weil nö, aber immer trainieren wir. Also wenn wir das Team mal zusammen haben, aber wir trainieren die ganze Zeit dabei sozusagen, wir wechseln halt viel aus, das ist das Problem, ja. Also eigentlich ist der Vorteil, dadurch kriegen wir stärker Pokémon halt, ne? Ja. Kannst du da wieder aus? Also ich glaube, du kannst wieder auswählen gleich, kannst du also wahrscheinlich, ne? Wenn jetzt. Also Slimer oder also Slimer oder Smogon. Wahrscheinlich kannst du dir auswählen jetzt gleich. Lucky Boy. Irgendwie nicht, okay. Achso, nee, ist halt. Zumindest wenn ich auf einen anderen Bildschirm gehe, ist es halt immer kurz weg sozusagen. Ist halt sehr doof. Okay, Biker kann ich auch nichts klauen, okay. Ist ja wahrscheinlich, wenn man das dann denkt, alles gut. Aber Mauzi haben wir schon. Okay, dreimal Mauzi, also ich glaube mit dem Mauzi, okay. Also mit der was klauen.
kann über einiges verklauen, ey. Könnte nicht mal irgendwie was. Also. Oh. Gar kein Damage, Alter. Keine Klaufasten, ja, ätzend. Okay, jetzt ist auch langsam das Problematisch mit Pokémon. Jetzt aber hier immer in sich verloren, ne? Also ich sollte jetzt am Ende immer so meine letzte Hoffnung. Könnte ich auch nicht. Könnte einfach auch nicht. Ja, also Ende Sichtloch kann immer regeln, weil Sichtloch ist einfach okay as fuck, so, oder? Jetzt hier war schon immer so, also oh, der Fehltyp ist auch drin, was ihr wirklich wisst. Ja, Fehltyp ist drin. Gut, nice. Nice to know vor allem. Ja, oder nehmen wir Clefairy, weil wir haben ja GP haben wir schon genommen. Dann wieder ein Pipi. Ja, wir haben immer die anderen, die wir noch nicht haben, aber wenn außerhalb wir haben, bei den allen noch nicht, dann kannst du die halt entscheiden. Okay, wenn der Fehltyp drin ist, dann ist sie gar nicht. Wollte bei uns so. Okay, Leute, auch coole Attacken, die hat, ne? Magic Guard. Und Feentyp, ja. Aber ich kann einfach Kackattack, ne? Ja. Wir bräuchten aber eher auch einen Boden-Pokémon, ne? Im Endeffekt. Die King mit dem Boden-Pokémon, aber wir können nur eins von beiden. Pipi oder die King halt im Endeffekt, weil wir nur einen Knutschen haben, ne? Wir lassen einfach kurz so, vielleicht können wir später noch Pipi reinnehmen und dann das Pixie oder wir lassen die King dann gucken. Was wir noch so viel Pokémon bekommen überhaupt. Wenn Spaß für dich. Ja, deswegen frage ich da auch gar nicht, weil wir auch gesagt, vorhin schon gesagt, also auch die anderen schon. Ja, das war mit Sally und Honey. Als wir hier dann einfach das Pokémon nehmen, was ich abhole. Oh, ein Slime-Mock. Okay. Ja, also beim ersten Mal, das erste Mal, wo es hier war, da wollten mit Honey und Cedric Kumpel haben, deswegen habe ich Kumpel genommen, die ich in der Box damit halt gerade.
Aber ich hätte auch sonst 100%. Ja, dann haben wir beide schon, also ich will es gerne runterzunehmen. Aber ich will klauen, weil ich möchte gerne mein Aircraft-Bild bekommen. To be honest, das ist ein Plan. Oder wir beide schon haben, ist egal. Auf Dauer die Urin gar nicht so geil ist, wegen Review eigentlich so geil ist, ne? Kann man so auf. Der hat sogar Intimidate, ne? Ja, Fukano, also Fukano, wenn wir vorstellen haben, wäre Fukano, finde ich Fukano geiler als Punita, muss ich sagen. Auf jeden Fall. Hast du auf den Feuerstein bekommen, ne? Aber ich muss sagen, ich finde gerade Pixie gerade cooler als Nidorino. Wegen der Fähigkeit Übel, wie mein einfach kacke ist, sogar schlecht was bekommen. Ja, ich will nicht, ob ich Fukano reinnehmen, der hat auch Intimidate, ne? Bitte wäre halt auch ein schweres Showmatch. Ja, man kann sowas machen bei Showdown, ne? Ich finde Fukano besser als Punita, ist das Problem dabei, ne? Und Fukano hat einfach mit Intimidate eine der geilsten Fähigkeiten, ne? Machen wir das mal so. Fukano und Pipi wieder rein. Ja, ich bin auf Fukano, ist das Problem mit den Entwicklungen halt, ne? Aber jetzt gerade ist auch die Level, die ist ein bisschen genau dem natürlich, ne, muss man sagen. Ich habe die Level einfach ein bisschen höher getrieben werden. Oh. Der Mürper ist halt bad as fuck, ne? Also real talk ist bad as fuck. Warum bin ich rausgegangen? Oh, ein Step Wing Attack. Okay, nice. Ja, also ich finde, Real ist ja auch nicht so scheiße unbedingt, ne? Ich weiß, es ist ja auch von mir gestartet, ich eben gesehen, das ist so relativ gut sogar, ne? Aber das Problem ist einfach, dass, also, das ist auch eine doofe Fähigkeit. Eine Fukano hat mit Intimidate eine geile Fähigkeit, nur ich weiß nicht, ob ich die entwickeln kann, ne? Wegen Stein und so, ne? Oh. Ah, what's the use? You really want... I really don't want to battle you right now. Okay, it's a bad time. Do you want to know why I come here? Because my Pokemon died, that's why. See, there's this guy I know from Town where I grew up. His name's Red. A lot of grown-ups think he's amazing, but he's a bit of a loser, really. Anyway, he became Pokemon trainers at the same time, you see, and we battle each other now and again. Just a little while ago, I fought him aboard the SSR in
vermilion. He beat me, he always does, to tell you the truth. But see, this time was different. Red hurt my reticate really bad in that battle. Really bad. It was sweeping and bleeding all over. I mean, I could barely get it into its Pokéball. So I rushed out to get it to the Pokémon Center as soon as I could, but there was all this commotion going on aboard the ship and I kept losing my way and taking all this time, and by the time I got there and the nurse told me it was no use. Okay, Reticate was done for, just like that. Lol, Red hat das Reticate getötet. Oh my god, okay. He's a murderer, you know. A thinker, a loser and a murderer. I hate Red, I hate his guts, and I always have. You know Professor Oak? Yeah, he's my grandfather, but you sure wouldn't think so. He's the one who licensed me and Red to become Pokemon trainers. Let me tell you, ever since I was little, way before we were even trainers, he always did like Red so much better than he ever did me. Everything I did, all the things I accomplished, and no matter how strong I got, Grandpa always seemed to think Red somehow did it better. Like Red's some special snowflake prodigy and I'm just nobody. I called him, you know, Grandpa, right after it happened. Told him about how I couldn't save Reticate and how sad I was. And do you know what he told me? Oh, that's too bad, son. How about you catch a new one, a stronger one instead? He doesn't care about me one bit. Lol, okay, but you don't... But do you want to know another thing? I'm over it now. I'm done being Red's runner-up. It's over. I've decided I'm going to be the Pokemon champion. I don't care what or how long it's going to take, because that's what I'm going to do. And when I stand atop the Indigo Plateau as the strongest trainer in all of Kanto, Grandpa will finally see that he was wrong about me all this time, and nobody will care about Red and his stupid accomplishments anymore. You know, you are alright, Mr. Rocket Man. Grandpa always told me to be cautious around you people, but I don't think you're all bad. You seem like the good, quiet, listening type at least. Thanks for hearing me out. You're going up to top? How about we tag along? I was unsure before if I had the guts to climb all the way. What was the goes up there and all, but now there's nothing in the world that can scare me. I take anything at all. What the fuck? I see you around, Mr. Rocket. Ich glaube, ich kann auch nicht von allen klauen, deswegen muss ich auch kurz gucken, wie ich kämpfe, damit ich vielleicht die Punkte klauen kann nachher noch, ne? Oh, wir haben einen Nebulok. Was haben wir die geschrieben? Ja, aber Nebulok ist auch wieder so, ist eigentlich cool. Also so auch Gengar ist mega gut. Das Problem ist, ich kann ihn nicht entwickeln. Also ich gehe von aus, dass ich ihn entwickeln kann. So, ne? Deswegen, dann bringt der einen einfach nichts, wenn du den da nicht entwickeln kannst, ne? So. Weil dann, nur als Apollo ist ja genauso, was ich über den Kleinstand hatte. Bringt einem nichts, wenn du nur einen Kleinstand hast. Oder nur einen Gyogner hast. Oder hier einen Nebel, einen Apollo hast. Wie meinst du das? Also neues muss ich ihn tauschen, entwickelt ja eigentlich schon, ja. Ich weiß nicht, was hier ist in dem Heck, keine Ahnung. Aber ich gehe davon aus. Are you superstitious at all, Mr. Rocket? See, Grandpa always told me everything in the world has a rational explanation. What's this place? I really don't know what to make of it. All these channelers are acting so weird and, well, they've got this purified protected zone upstairs. They tell me it's sealed.
by white magic, and when it stepped on it, I could feel my body just relaxing, letting go. I don't know what to believe anymore. Maybe the world isn't as clear-cut as my grandpa always said. Ja, hab ich verstanden, dass du das meinst mit Abholzugänge, aber was meinst du mit dem muss nicht tauschen? Hast du den Mac geguckt, dass man nicht tauschen muss? Oder wie meinst du das? Wie umgekehrt? Ich bin gerade ein bisschen Lust, glaube ich. Achso, ja genau. Normalerweise musst du es tauschen. Ich habe es hier im Mac anders gemacht. Das kann ja sein, ne? So, dass du hier den Mac nicht tauschen musst. Kann ja sein, dass das hier gemacht wurde so. Oh, ein A-Bock. Okay, das Abok ist böse. Ist Pfeifing nicht echt stärker als Flame Wheel? Machen wir kurz. Ja, 5 Punkte stärker. Aber Abok haben wir nicht. Sehen wir Abok, ne? Obwohl wir haben... Die Frage ist ja... Also wir haben Retter. Was sagst du? Noch einen Nebulak nehmen, dass wir vielleicht besser werten, wie auch immer haben? Oder ein Abok, weil wir haben Rettern halt schon. Mehrfach. Also wirklich mehrfach schon. Entscheide du, Doug. Ich gucke mal kurz. Pokémon G Pocket Edition Tausch. Big. Ja. Okay, du hast aber gesagt, natürlich Abok, alles gut, aber realistisch Abok werde ich nicht ins Team nehmen. Ne? Ganz klar. Aktion. Dazu halt nichts nach, das irgendwie. Okay, du sagst trotzdem Abok. Also Abok, okay, dann nehmen wir Abok und ab. Oh, das wollte ich nicht.
Er hat mich dreimal selber geschlagen. Ja, ich verstehe und fühle deinen Gedanken sehr, muss ich sagen. Es gibt ja mittlerweile auch eigentlich bei allen Spielen, also bei allen Hacks und so gibt es ja Items, das du tauschen kannst halt, ne? Also dass du entwickeln kannst halt durch Tauschen, ne? Das ist ja auch bei Legend Arceus so gewesen, ne? Wildes Nebula. Vor allem, die ganze Zeit wechsel ich auf Dings. Da kommt dann ein raus. Spark ist zwar ein bisschen stärker, aber es ist halt physisch, ne? Ich bin eher ein bisschen speziell. Are you ready? We are almost there. I can sense something ominous by the staircase over there. I don't know what it is, but I'm not scared. I face it, if you will, Mr. Rocket. Be gone, intruders. Sipsko, ein Knogger. Bis gleich, Tag. Dann haben wir 30 Knogger, okay. Ja, gut, ich kann ja auch, das ist ja kein, ist ja Wildesbogen, keins, das ist ein Plague, ne? The ghost was the western spirit of Cubans mother. The mother spirit appeared for a moment to have been caught, but when it changed its minds, so canst not come here, for thine intentions are not pure. So hast come only to bring more harm upon my kind, to put from agony and death. It is the most despicable indeed. So, devil. What was that about? Talk about weird. Did you have any idea what it was talking about? Yeah, me later. Well, let's go. Who are you? Why have you come? No, that uniform. Yeah, you filthy rockets. Why can't you leave me and my poor little town alone? I refuse to leave the tower, and you can make me a scoundrel. Oh! Einfach Water weggeknallt. Okay.
Ja, wir sollen uns trainieren, bevor wir da gegen kämpfen, ne? Weil das war ja gerade schon ganz schön. Taboga haben wir jetzt nicht. Ich möchte sehen mit Taboga. Also wir haben zwar Drops hier, aber. Ja. Jedenfalls ist es eh Wumpe, to be honest, eigentlich. Also Taboga. Okay, jetzt muss ich ja mal gucken, dass ich jetzt ein bisschen die Pokémon trainiere hier. Den Mega Drain machen. Myraplavit zu Duflo. Ja, very nice. Das mit sowas macht halt viel aus, ne? Und Entwicklung dann ist dabei. Ja, vielleicht könnten wir ja noch. Haben wir irgendwelche? Ja, keine guten Trainers, vielleicht für unser EP noch irgendwie cool Themes, was hab ich gedacht, ne? Nee, also das war ja ein Wild, war ja ein Geist, war ja kein Trainer-Pokémon, deswegen, aber danach den Kampf, den ich gemacht habe, den habe ich verkackt einfach. Die waren Level 28. Ich habe 2 von 4 Pokémon besiegt, glaube ich. Aber ich war ja auch schon gecrashed, ne, deswegen, aber ich würde sagen, ich trainiere mal kurz ein bisschen, um so ein bisschen höher vom Level zu sein. Das ist halt problematisch, weil die Level gar nicht so hoch sind, ne? Gerade so Entwicklungen von Myrapla auf Duflo bringt halt sehr viel, ne? Ist die unheimlich vielleicht noch? Den vielleicht beklauen könnte. Goldini und Poliweg. Poliweg haben wir eh schon, deswegen, aber. Wenn es hier wäre, Nino Tatafa wäre vielleicht eine. Ich muss mal ganz kurz.
Wow. Okay, aber gegen diese Wasserstellen brauche ich nicht. Das bringt mir nicht so viel gerade. Einfach ein bisschen gegen Wild Pokémon kämpfen, aber irgendwie sind die absolut schwach vom Level. Dankeschön. Was war denn hier für Level? Dann kann ich auch der Tubianus. Ja, mit der Feld kann ich auch noch gar nichts machen, ne? Das ist gerade auch so eher ein Ballast, als es was bringt fürs Team, ne? Ich könnte ihn halt entwickeln, aber noch keinen Backen davon. Ich würde den Stein nicht verschwenden, to be honest. Genau, hier ist so das, wo man sich wieder heilen kann dann die ganze Zeit. Kann ich heute irgendwas bekommen? Ich kann mit ihm nichts machen, weil er nur normal attacken kann. Ja, okay, dann können wir aber trotzdem so trainieren, wie wir sagen, wir können mal auswechseln halt, ne? Oder auch ein Pipi-Muster noch trainiert werden, ne? Vielleicht kriegt er noch eine coole Attacke. Oh, einen Apollo sogar. Er hat noch sogar einen Pokéball. Ich hätte vielleicht auch versuchen können, ihn zu fangen. Fällt mir gerade ein. Kann ich irgendwo einen... Oder zwei Great Balls, den Tour so fangen können, aber... Das bringt uns ein Apollo, den zu fangen, ne? Also, Real Talk jetzt. Warum gehe ich auch Blumen dabei? Ach, bei den Killtalk. Cool. Ey, das Clefairy-Trainieren, das dauert ja mega lange, ey. Jetzt ein bisschen, ja. Aber genau, trotzdem, es ist jetzt trotzdem unser Design, das ist jetzt halt. Guck mal, der war noch 1100 immer noch, ey. Ich hätte gleich einfach mal reingehen sollen, gleich. Oh, das ja, wir wissen jetzt ja, welche Bogen der Lied ist, wir können da ja drauf eingehen. Vielleicht kriegen wir Pepino bis auf 22, damit wir den auch alle auf 20 haben. Das wäre vielleicht so das Ziel gerade noch und dann... Vielleicht kriegen wir sich noch auf 23 dadurch jetzt sogar noch. Was ich dort eh der ist, wo ich am meisten, doch dazu muss ich sagen, wo der am meisten Schaden machen wird, safe. Also der stärkste Punkt. Wann entwickelt sich denn eigentlich Magnettilo? Das wäre auch noch wichtig, gut, wenn er sich da entwickeln würde, ne? Weil Magnettilo ist ja halt auch noch echt noch nicht so geil. Den machst du schon ganz schön okay rein, so, auch mit vom Status wichtig und so, Elektro generell zu haben wichtig. Aber Entwicklung wäre natürlich schon sick as fuck, so, ne?
Okay, kriegt eine Attacke, eine Kampfattacke, ist auch gar nicht so dumm unbedingt. Aber es hat noch nichts, der hat auch nichts gegen Geist-Pokémon. Aber generell alles andere kann er richtig böse werden, wenn er hier mit Minimize und dann... Okay, Mr. Fuji. So. Ich habe jetzt viel erwartet, dass viel passiert, aber ich habe nicht erwartet, dass in One-Shot einfach... Ich misse mein Steak Powder einfach. Ich auch auf plus 6 Ungenauigkeit für den Gegner. Ja, dann hau ich die Doppelsteps raus. Und der trifft mich ja natürlich instant. Ja, das Knogger macht mich einfach instant kalt, so, ne? Oh mein Gott. Ein Kampf, der belassen wird. Yep. Gut, direkt nochmal machen. Wir gehen jetzt direkt nochmal hin, weil, auf jeden Fall gehen wir direkt nochmal hin. Wir haben ja Level-Ups mitgenommen, das heißt, wir haben ja was geschafft, so ist es ja nicht, aber das fing ja einfach mal so kacke an, dass bei meinem Gloom auch direkt der, Steeple daneben ging und so. Ja, dann würde ich jetzt mal starten mit... Ich nur auf diesen einen Tag überlebt. Das heißt, wenn der jetzt mit Schlafpuder trifft... Boom, wir nehmen sogar... Nice. Wir machen fast Half-Life damit. Okay, cool. Er macht eine Hyper Potion, ist okay für mich. Der macht... Okay, nice. Wir haben einfach Knogger ohne einen Verlust gekillt. Wenn wir danach noch ein Pikachu, was brauchen wir gegen das Pikachu? Was brauchen wir gegen das Lichttum? Oder was kann das Lichttum? Das ist halt eher die Frage. Ich will glaube ich jetzt übertreten, glaube ich, auf die Fairy gehen, glaube ich. Okay, jetzt machen wir Wake-Up-Steps drauf. Ich mache ja gar keinen Schaden, oh mein Gott. Oh ja, das ist aber egal, wir haben was draufgehauen, ist okay. Gehen auf Sizer, aber der killt diesen jetzt einfach. Gegen Pikachu gehen wir jetzt raus auf Growlithe, I think. Und hauen einen Firefang drauf. Okay, der Flame Wheel, weil das genau trifft, weil er scheiß. Ich treffe den nicht mehr, ne? Ich werde es kacken, weil ich den einfach nicht mehr treffen werde. Ich habe hier eine Magnetbombe, die trifft immer. Wie parat er mich? Okay. Ich bin schneller als er und ich muss ihn ja nur noch hitten jetzt. Ach, ich muss nur hitten, hab ich ja gesagt. Ich hätte ihn hitten müssen. Okay, ich habe ihn gehittet, nice. Was ist das letzte Pokémon? Ein
Ditto. Moment. Welches Pokémon... Okay, das ist gut zu wissen. Aber da ist natürlich die Frage, was für ein Pokémon... Das Problem ist, egal wie von beiden er sich jetzt nachmachen lässt, bei beiden wird's eklig. Bei ihm aber nicht ganz so schlimm. Bei ihm können wir dann sehr effektiv mit Pflanzenattacken treffen. Wir können den joinen direkt. Ja. Das greifen wir einfach einmal an, weil wir möchten nicht, dass... Genau, weil er jaunt. Ich möchte nicht, dass er jetzt mein Blumen jaunt. Kriege ich jetzt auch Gloom. Gloom macht den mega... Und der One-Shot das Ditto weg. Alter, Gloom hat 2 Pokémon besiegt. Ja. Okay. Darky Boy, du kannst ja aussuchen. Knocker, Schlurp oder Ditto. Pikachu haben wir nämlich schon. Also ich glaube, ich weiß nicht, so nimmst, glaube ich. Habe ich mir das Knocker nimmst, habe ich schon gedacht. You disgusting hooligan, have you no shame? Not only do you have the nerve, the audacity to come in here and stop me on my noble mission to calm the spirit of a murder Pokemon, but your instant greed even prompts you to snatch my innocent Pokemon from right under my nose. Why are you here? To detain me? To kick me out? Maybe to have me suffer the same fate as this Cubone. Is that it? My own scar hanging in Giovanni's office as some trophy? Wouldn't surprise me, that greedy immortal crook. He's living in the past, you know, your boss. He's bound to fail. He couldn't bring down Lance back when he had the entire Kanto army on his side, and now he thinks he's going to do it through some underground pseudo-mafia. He's mad, loony. But you know, I'd let Giovanni run his delusional crime ring in circles 10 times over if he'd just stop meddling with me and the innocent affairs of his town. Keep me out, I want nothing to do with you. I left my work on the Mewtwo project behind me 11 years ago. I'm a different man now, and those were different times. Oh, if you'd only seen the things I've seen, young man, you'd turn and leave your boss service without a second thought. I swear, when I stood before it that evening in the lab, that thing, the catastrophe, when I saw the abomination that we had created with our own bare hands, I thought I'd seen the root of all evil itself. I'm telling you, it looked like something not very nice. Yeah, you get the picture, old man. You! Nice to finally see you again, Koji. Now, how have you been? Good job incapacitating the guy, Chucky. I was afraid I'd have to do it myself. I take it from here if you don't mind. That's a nice little rant you made there, Koji, but we've heard it before, haven't we? I suppose you've also told Chucky here of how you rushed to pledge your allegiance to Lance to save your own skin the moment Oak called for surrender. How you willingly gave away confidential scientific information in return for state-sponsored retirement fund and a safe little small town home for the years. Your little do-good innocent old man act that you've put on in this town is fooling no one, Fuji. Besides Oak, you are the biggest coward traitor this region has ever seen.
But you're insane, Rocket. Should I have kept fighting? What for? Lance. Can't do, Yoto. I saw that it was inevitable. I was merely being realistic. And look at you, Rockets. Stealing innocent trainers' Pokemon, slaughtering Cubone and flipping their skulls for profit. How in the world can you pretend to be morally superior? Hey, Team Rocket pretends to be nothing that it's not, Fuji. But consider this. Heard of Lance's grand new anti-crime program? His promises to bring us to justice? Well, how many resources has he dedicated to stop us killing? Cubone here, huh? Where is he now to save your ass from us evil bandits? And do you know that he intends to wreck this precious tower of yours apart and let a private entertainment enterprise set up shop here in its place? Defending old Kanto's owner may be no walk in the park, but you are sure as hell not getting any more security by sucking up to Lance, if it's what you think. Lies! All lies! I've had enough of this. Special orders from Boss Chucky. I'm to take over, detaining Fuji here for the time being. I've got plenty of reinforcement grunts heading in just a moment, so I'll be okay for it now. AOK? War es AOK, die Kasse? You're free to head back to HQ, in other words. Nice work here, kid. Also theoretisch brauche ich einen Bodenpunkt, ja, aber nach dem aktuellen Team, to be honest, ich würde Cube, also Knocker jetzt nicht reinnehmen und dafür einen Punkt rausnehmen, weil die ich gerade habe, muss ich zugeben. Wow, Mr. Rocket, I never knew I'd get to see something like that. You Rockets, you are bad, but you are fighting for something too, aren't you? You're not just all evil. I know why the other guy called Grandpa a traitor. You know, I don't know what I should think about anything anymore. But when I become champion, I will be a fair and honorable one. You can count on it. I'm gonna stay behind here with Kate for a little while longer. Thanks for tagging along with me, Mr. Rocket. I hope I see you again sometime. Hope I see you again. To see you Excuse me, young man, but where are you just leaving the Pokemon Tower? If you don't mind my asking, did you happen to come across one Mr. Fuji in there? An elderly gentleman, short, quiet and kind looking. He's an old friend of mine, you see, and I should really like to... Oh, that uniform of yours. I see how it is. Well, I suppose I shouldn't be surprised. Never mind my inquiry. Good day. Level 28, ne? Was ist das Zauberburger hier? Level 21? Auch nicht so bad unbedingt, ne? Obwohl, muss ich sagen, muss das nicht. Also wäre wenn ein Austausch gegen Gloom, aber wo gerade Gloom gerade schon geiler ist, muss man sagen, ne? Aber auch Pflanzattacken auch kann und so, ne? Und es war eine Unichattacke. Oh ja. Okay, was ist das eigentlich für ein Bounty aktuell? Nur. Okay, nicht so viel gestiegen.
Oh nein. Oh no. Da ist wieder also der Protagonist im normalen Game. Und der jetzt gerade aus dem Spiel rauskommt. Oh, ist er in der Spielhalle, hat jetzt rausgefunden, wo das hier ist und der ist da unten jetzt. Ayana, it's positively the worst humiliation we have ever been through. If Lance and the Editor 4 had stormed in here and busted us out, I would have been furious. If some petty small-time gang decided to marshal all its resources for a successful strike against us, I would have taken it as a slight upon my honor. But this, Ariana, what the devil could have prepared me for this? A child, I mean, what in Arceus' name am I to make of this? The most prestigious, mysterious organization in all of Kanto, brought to its knees at the hands of some predolescent troop. I am disgusted, reviled, ashamed at our incompetence. I've been naive underestimated the kid, and look at him now. 4 batches and fully evolved Pokemon in his arsenal. Who knows, before we know it, he'll have earned the right to challenge Viridian Gym and will demand that its leader show up and accept his challenge. Now, let's not get ahead of ourselves, but if it happens, we will have to be ready, Ariana. You know, I'm always prepared for every eventuality, Giovanni. There are those of us you can count on to stand by your side until the end and beyond, if need be, which, purpose, it would seem as if your favorite little grunt has graced us with his presence. Chucky! So you've returned. I'll be frank and tell you that Fuji's antiques are the least of my concerns at the moment, but let's hear whatever you have to report anyway. Quickly, you hear? What's that? There's more? Oh, could it be? Well, fine, you've piqued my interest. Take it from the start, if you would. A Pallet Town native, huh? Enlisted for Pokemon training by the chief trader himself. Well, that explains how the kid got a hold of that freak of a Charizard, at least. So, Aug is looking for Fuji, is he? God, what is he planning? Does he know about us? This could be bad. This could be very bad indeed. I think, Chucky, I think it's about time you learned the truth. The things that happened in secret in that final year of the war. I never thought to tell it all to a mere grunt, but I believe you've proven yourself worthy of hearing it. And if you are going to work with me to set things straight, it's best you had it clean from me. I'm going to tell you everything. It was 11 years ago. Kanto's war effort was going badly. It was clear that we could not win by force alone. But we had something that Lance and his boys did not. Something we knew was the key to victory. The minds of the brightest scientists in the nation. Ever since the start of the war, Oak had been leading a number of secret initiatives to capture and harness the power of one Pokemon. One so rare most laymen thought it was just a legend. But legends don't win wars. Oak knew better. Once word got back that Fuji had at last caught hold of Mew, we knew there was no chance the public could know. It was to be the region's best kept secret, and our only chance to winning. But Mew could not be brandished like
artillery on the battlefield, the way Lance did his Yoto dogs, and nor did Oak expect it could. But by far the strongest Pokemon in existence, but contained in the body of the most benevolent and soft-hearted creature you could ever see. We couldn't make the thing knock out a Magikarp for sport, let alone ravage a crowd of enemy monsters in the field. So Oak decided on another solution: the harness Mew's power. They would create from it a genetic clone conditioned from birth to be devoid of empathy and possess an innate urge for battle. They called it the Mewtwo Project. At the time, it was the richest man Kanto and the devout member of Oak's Elite Four. I wanted to do everything I could for Kanto, so I funded the project. An impressive team was assembled. Blaine, Fuji, Bill, and Professor Shigeki, Kanto's authority on genetic engineering. Each member was a genius in his own right, and wasn't afraid to work day and night for months for a chance to save Kanto. But the project proved much more difficult than expected. Most test cases came out as formless, half-dead pieces of flesh that did not resemble Mew in any way. One of these early failures was particularly nasty. Oh, ditto! Oh, as equally as erratic and disgustingly shapeless as the others. This newborn monster had inherited Mew's strange. It broke free from its test tube and escaped the lab, killing several of the earlier specimens in its wake. This little incident became known as the catastrophe, and it scared the scientists as well as it did me. I began to lose faith in my investment, and I think Oak was starting to feel the same way. Luckily, however, Dr. Fuji soon gave new hope to the project. Fuji suggested a way to contain Mew's power within a solid, sentient body. By creating a clone that would combine Mew's DNA with that of a human. Initial tests proved promising, and the scientists agreed to each contribute a sample of their own DNA to be used for the Mew clone. Oak was the only one who refused to provide a DNA sample. His skepticism for the project had by now risen to a peak. Ironically, however, Fuji's theory proved correct. Sooner than anyone could anticipate, the team had produced their definitive Mewtwo. A human-like, immensely powerful psychic Pokemon, possessing the requisite called bloodthirsty mind and sapient intelligence. Before anyone could prepare it for the fight, however, the Mewtwo project reached its natural conclusion. Devoid of empathy but disturbingly intelligent, the newborn clone could find no reason to fight for Kanto's cause. While the war did not appeal to Mewtwo, we couldn't quite say, but it refused to be used as a military weapon. And when we insisted, it rebelled. With psychic powers we had no means to control, Mewtwo ruined the lab and escaped the scientists who had given it life. Das arme Dragoram zerlegt Mau.
driven, we believe, by a desire to find worthy Pokemon opponents. It sought refuge in the depths of a notoriously dangerous cave outside Cerulean City. As far as I know, that's where it still hides to this day. No capture expedition since, not by the government, by us or any other party for that matter, has been successfully. Soon after Mewtwo's escape, it was all over. Oak announced Kanto's surrender to Lance and Yoto, ending the war. We had done our best to destroy all evidence of the project, but there was no hiding the team's involvement in some kind of military research. Fuji was the first to throw in the towel. The old coward openly pledged his allegiance to Lance, accepting any terms they gave him. Blaine and Bill were more reluctant. But they eventually followed suit. Now as to this Shigeki. Nobody knows. The old guy has been missing ever since the end of the war. And me? Well, then stripped me of my Elite 4 position right quick. And Oak, the bastard traitor, left me to fend for myself, as if I hadn't invested my heart and soul, let alone my personal fortune, to defend a home now taken over by foreign aggressions. I knew it wasn't right. I knew that Kanto at large had been cheated of a battle we could have won. And I vowed then that if Lance could not be taken down through legitimate means, then I would cripple him from inside. I never looked back. So now you see, Chucky, why recent developments have me very concerned indeed. Okay, heftig, ne? Alter, heftig. Iron darling, I need you to leave for Viridian. We have no time to waste. With this red trap running around, we can't leave the gym unmanned. You will guard it in my absence. If that's what you want, Giovanni, but he won't like it, our boy. Nonsense. My son will come with you to Viridian if need be. It will do him good. Very well, Giovanni. I'll be on my way. Listen, Chucky. Oak must despise everyone who worked on the Mewtwo project. If all of a sudden he has business with Fuji after all these years, it can't be good news. I can't imagine he still believes he can find some way to get at Mewtwo after all these years. But supposing he did, we have to know. That's why, Chucky, I want you to go to Peloton yourself, confront Oak in his lab and get to his bottom of what he is up to. If that means resorting to force, then so it be it. The old guy is banned from Pokemon Battle, so he's not likely to put up much of a fight anyway. And while you are there, to see if you can gather any more information about this red kid or his family from the locals. Any key information, any weaknesses of his that we can exploit would be of great help. All clear, Chucky? Very good. Just one more thing before you go. Ooh. Chucky was promoted to Rocket. Wieder ein Admin, nice. I say it was about time. You've earned my trust, Chucky.
With this rise in rank, I think you have no trouble stealing Pokémon from teenagers or woman trainers. You also be obligated to carry one of these. The Rocket Pager. Also können wir von anderen. Okay, das können wir auch von anderen Trainern klauen. Okay, okay. This will beep whenever I want one of or all of my admins to report back to HQ. Whenever it goes off, I expect you to make your way here as soon as you possibly can. That is all. You've shown a lot of promise, Chucky. That's why I've chosen to invest in you like this. Do not let it go to waste. Is so that understand? Yeah. Now off with you, admin. No time to waste. Interessante Szene. Solange nennen wir mal Cutscene. Ja, aber wie auch eine krasse Story dahinter, wenn man sich das so überlegt, ne? Ja. Aber das heißt, können wir jetzt? Ich hab. Hey Chucky. Yo, yo, yo! Damn boy, what's with the new get up? Say what? They made little Chucky and me now, did they? Well, no jokes. So now you can rob women and teenagers, is it? Haha, congrats, bud. You know, given all my inborn gangster skills, it speaks to my modesty that they didn't promote me to yet, doesn't it? Now, any more juicy news? Oh no, you are going to Pilot to interrogate Professor Oak? Dude, no way, that's too hard to read. You know, they didn't give me a new mission yet. Komm doch als mein Grunt mit, mein Diener. Why now isn't that a prime opportunity? I come with you to Peloton and we'll beat up the old proof together. Oh man, fate is too kind sometimes, isn't she? Chucky. Well, Peloton, that's West Kanto, isn't it? So we either go south from Mount Moon or through the pesky Diglett Cave by Vermilion, and we'll be on the right track. So don't let's get tracking. You had better be the good cop, Chucky, cause I'm bad as a... Er hat also tatsächlich einfach einsteigt bei unserer Mission und obwohl er eigentlich so dumm ist gerade... Oh, hi there, Chucky. It's been a while. Fill me in on the latest rocket news if you would. Oh no, the little autistic kid knocked you all senseless. Ah, sorry, but I find that rather humorous. Some kid. Oh, and what? Giovanni finally revealed his wartime secrets? Good, then we are fully on the same page now, aren't we? I suppose he told you about the catastrophe as well then? Yes, that you two is well shut off in Syrian cave, but I'm curious, did he happen to know what become of you after the project was shut down? No? Very well. Keep up the good work, Chucky. You are a good friend to have. I'll talk to you later. Okay, wir wissen noch nicht, was Mew ist, okay? Das heißt, jetzt, je mehr du aufsteigst, desto mehr Auswahl hast du klauen von den Leuten. Ja, schon mega krass gewesen. Ja. Runter, ne? Über echt irgendwie Steinen und so, also. Aber ist die Admin schon generell das zweithöchste? Warum kann ich dann noch nicht, also bevor wir jetzt nach dahin gehen, muss ich mal ganz kurz, oh, Level 2. Ich muss gucken, ob ich sich da drin auch noch berauben kann. Also in dem Tunnel da rechts. Eine Tunnel in dem Turm. Weil hier sind ja so ein paar, die ich noch nicht bekämpft habe. Also ich habe absolut nicht bekämpft, aber ich dachte, vielleicht kann ich hier noch Bogen klauen nachher. Oh. Jetzt können wir hier ganz viele Nebelblocks fangen.
Jetzt haben wir ganz viele Nebelblocks. Halb eins. Holy shit, ja, heftig. Können wir mal andere Programme außer Gastis? Wie hier was kommt, keine Ahnung. Gasti, scheiße. Und meinem haben wir. Oh, wir haben noch nicht mehr. Jetzt. Ja, ich mag auch nicht Schwein, to be honest, aber ja, aber cool, das können wir auch von alten Leuten klauen. Das ist auch schon mal nice, weil das war ja eben nicht gesagt, ne? Haben wir Pantimos. Oh, Pantimos aber einen Psychophe, ne? Ein Apollo schon direkt. Ich habe mich eigentlich aussehen. Ich habe mich verklickt. Oh mein Gott. Ich habe mich halt faktisch bei den Punkten, die ich hätte haben wollen, sogar, ne? Weil Apollo nochmal gut, wenn nur andersrum gewesen wäre, einfach nochmal, ne? Oh, Nugget. Pain, ja. Ja, also muss halt, klar, ist doof, aber im Endeffekt ist halt eh egal, weil wir eh nicht mit einem ziehen können. Jetzt haben wir noch ein paar Nebelblocks gefangen auf jeden Fall. Ein paar Nebelblocks und vor allem ein paar Timos, weil ich überlege gerade, ob Pantimos mitzunehmen für Tipi. Das Verklicken ist natürlich generell, Flicken ist immer Pain, immer, also. Ach guck! Alles oder Nebulax. Boss down, super active. Oh. Psychophe. War auch keine 5-Attacke, ne? Ja, hab ich ja nicht, weil er keine 5-Attacke, ne? Oh, Honey, du bist ja... WB endlich mal wieder. Njam, njam, njam. Also, wie Boss den nehmen. Was du verpasst hast? Ja, so ungefähr 2 Stunden Gameplay. Kannst du... Dankeschön.
Horsty haben wir... Haben wir Horsty schon gefangen? Ja, stimmt. Ja, bei dem kann ich noch nicht fangen, okay. Aber den kann ich jetzt fangen bestimmt. Ne? Aber Nidoran brauche ich ja nichts, oder be honest, ne? Ja, ist egal, wenn sich. Oh. Was? Hey, das von gesagt, du bist weg. Oh. Ja, genau, hast du jetzt gut geschlafen, Anni, ist wichtig, genau. Und wir sind auch mittlerweile schon ein Rocket-Admin. Wo muss ich jetzt mal hin? Diktatur. Das sieht gut aus. Ja, finde ich auch eigentlich. Ja. Obwohl mich halt irgendwie so ein bisschen das Pipi. Also eigentlich finde ich das gut, weil es gibt Feentyp nicht. Also das ist wirklich das quasi nicht. Ich finde das Pipi eigentlich ganz cool, weil es ein Feentyp ist. Aber es hat einfach keine Attacken, das ist das Problem. Wir müssen auch noch trennen, vielleicht können wir da noch was klauen. Ich weiß nicht, was hier alles war. Ich meine, hier sind wieder die... Uiuiui. Schade. Ja, hab ich auch gedacht, ich wusste es nicht. Enton haben wir noch nicht, ne? Enton haben wir doch noch nicht. Aber jetzt haben wir einen Enton! Bei Pitchot hatten wir auf jeden Fall. Enton hatten wir auch schon, sich gerade auch. Ja, ist egal, wir Pitchot hatten wir auch schon, also. Spielt jetzt nicht so große Rolle, to be honest.
Video ist für uns ja neutrotisch, ne? Weil wir haben ja nur das Kokuna. Aber ich bin auch noch nicht drin, glaube ich noch nicht. Bibo. Was? Where did you go? Beat up by my police officer boyfriend in Viridian? Hurry, don't let that bastard go for another second. Okay, ich muss ihren Freund besiegen. Okay, warum auch immer. Mein Gott, Pipi! Patika haben wir noch nicht, aber haben wir schon. Ja, ich will doch wieder raus, weil Pipi macht ja überhaupt, der macht ja einfach gar nichts. Also der macht kein Damage, der kann nichts taken. Na klar, ich könnte es Pixie machen, aber ich bin gerade, weil die einfach keine Attacken bekommen, bin ich gerade noch nicht sicher, wie ich das machen soll überhaupt. Ich wüsste aber gar nicht, welches Punkt ich sonst reinnehmen würde, to be honest. Ich hätte Bock auf Nebelblock oder so, ne? Das Problem ist aber, Gengar geht halt nicht, weil... Ja, ich kümmere mich drum. Tauschentwicklung und so. Du kannst doch nicht gegen den Terra verlieren, Magneton! Ja, also wir haben die Duran-Vibe, deswegen würde ich sagen, das zählt für die Dorina für die Metatacha, ne? So, um einfach erstmal so ein bisschen mehr haben, einfach, aber werden die wahrscheinlich eh nicht so krass brauchen mehr. Für die Metatacha eh mit dem genauso wie die Dorina. Du meinst Viridium? Natürlich schläferst du mich ein! Und verwirrst mich auch noch. Ja, haben wir alle schon. Ich bin einfach keine Rolle aus dem Punkt investieren, einfach nur eins nehmen. Vielleicht kriegen wir noch unser Kopfgeld schön hochgestiegen. Also, wie viele Butterfrees wollt ihr haben eigentlich? Geht's ja einfach selber. Ja, aber die bieten nur an, was sie haben, ne? Du kannst ja, wenn du sagst, du fängst sie nicht, du klaust sie nicht, kriegst du halt weniger, oh. Das wäre gar keine, kriegst du halt weniger Kopfgeld halt, ne? Darum ist halt, du kannst fangen oder kannst sagen, hey, nee, dann wegen Kopfgeld und so.
Gib mir deinen Ibitak. Haben wir auch noch nicht. Hallo? Oh, wäre es voll, mein Gott. Und noch ein Chuckys. Hier, wo wir schon waren. Da gibt es auch keine neuen Pokémon mehr. Also ich finde immer noch cool, irgendwie ein anderes cool. Also klar, also es muss sein, dass das Fuhr macht gut Work gerade. Also ein anderes cooles Transform würde ich noch Feuer fühlen, muss ich sagen. Noch ein Beedrill. Ich kann nicht mal von einem scheiß Raupi flüchten, weil das Level 20 ist. Ja, rennen wir noch nicht so oft. Ja, wir nummern jetzt einfach mal. Fahrer doch, vergifte doch nicht mein Sizer, ey. Der Pass haben wir noch nicht so oft, ne? So. Alter, wie viele B-Boys hier sind. Der Pass haben wir nicht so oft, ne?
Da haben wir auch Paras sehr oft, to be honest. Oh. Oh! Oh, great, more. That Goon is coming now. Tell me, why does he do it? Order you ought to his dirty work. Why? Is he too much of a coward to do this himself? Why couldn't he just come along? It was never any use, was it? Welcome to Viridian City, Chucky. Das seht ihr, hey, because of some personal issues, yeah. Oh, what's that? Nurse Joy, computer sent you, haha, oh my. Yes, isn't she the loveliest woman you ever laid your eyes on, Rocket? In fact, keep it loud to my superior, but if you've got the time, please bring her this bouquet of roses to express my love. Wait, huh? You're going to do what? But beat me up? But why in the world I won't stand for this, Rocket? In the name of the law, I'll defend myself! Wie kann... Oh, es ist so schwach, unser Magnetismus. What is going on, Rocket? I can have you charged with a sword in no time flat. Können die was klauen? How can you even say that Joy would send someone to attack me? Why would she? She thinks I'm being unfaithful? Why, but that's unfaithful. I could never want another woman. In fact, I stay far away from but the lightest conversation with other young women so as not to give them a false impression. I can't see how anything I've done could have made her think. Hey Teddy, there you are, neighbor. Say, would you mind watching out for my jinx again while I'm out for bingo this evening? She had such fun with you last time, isn't that right, Jinx? Oh. Of course, sir, anytime at all. Hahaha, splendid. I'll just leave her with you then. Alright, where are we, Rocket? Oh yes, as I was saying, there's no reason anybody should suspect I harbor interest in other women. But you are not suggesting she saw me with the old man's jinx and thought, oh, ridiculous! Oh no, my lover must be worried sick. Help us undo this terrible misunderstanding, Rocket. Go back to Nurse Joy in the computer's booth and tell her that I truly never had eyes for anyone but her. Quickly, in the name of love! Oh. Boah, meine Tür, keine Ahnung. Ich weiß, wer das nicht weg wird. Das muss ich gucken. 30. Dann gehen wir kurz zurück, ne? Ich bin nach oben. Welcome. Wait, Rocket, tell me what a pulp you beat my boyfriend to. What? The girl I saw him with was a Pokemon? That's the loosiest excuse I ever... Oh, you saw it, huh? I guess he might not be such a cheating scumbag after all. Maybe he's really just a really loving guy who cares for me and respects me as a person. Ha! What a laugh! I'm not convinced. But I guess he didn't need beating up after all. Still, I should probably compensate you for clearing things up anyway, huh?
Have this rocket, it's certainly helped me out plenty. The red flute. You know, Rocket, I think being away from Teddy too long is driving me mad. I wish I had more time off so I could keep an eye on him myself. Problem is, I'm the only day shift nurse in this place and my boss won't have me cut more hours. Say, do you know a girl who'd want to work as my extra? It's the simplest job in the world, let me tell you. Experience, education. Nah, the only qualification you need is a pretty face. You push the button on the heating machine and curtsy real sweet. 9 to 5. On the stairs from all the admiring trainers who stopped by are sure to make a young girl giddy. Well, if you come across a girl who'd want the job, let me know. Es gibt noch Stellen gewesen, wo wir noch nicht waren bis jetzt, ne? Aber ich will mal ganz kurz noch schon was gucken. Also die will auf jeden Fall da weg, dann brauchen die eine, die den Job für sie macht. Okay. Aber es gibt ja hier doch die... Ist hier irgendwas mit den Untergrunddingern? Da waren wir noch gar nicht durchgelaufen, ne? This lady's cause you any trouble, come talk to me. This one here's occupied for the time being, okay? Oh, I'm so happy to finally be here with you, Julian. I couldn't stand waiting any longer. I came as long as I could, you know, like we promised. Ist das hier... Okay, Ducky Boy, schön, dass du da warst. Schlaf gut, gute Nacht, bis zum nächsten Mal. Oh, no need to make no trouble about it, just chill. What do you think you are doing, punk? Out of my face. You're doing alright there, mister. I'm good, you know. Got a light, handsome. Okay. Sieht irgendwie weird aus, wenn die ganzen Damen da stehen, to be honest. Aber hier haben wir den Untergrund. Wir haben noch einen Untergrund. Von links nach rechts. Da haben wir nie durchlaufen, ne? Ist da irgendwas drin? Das ist logisch, das wird. You lost your way, sweetie? I'm bored, you know. Want to talk to me? How's your night going? It could always be better, you know? Hey, take it easy, Fox. We all know Miss Höhn's popular around here. Ah, see, but fame is a burden, you know what I'm saying? She's just off on vacation for a little bit, is all. She'll be back in no time at all, gentlemen. You hear? Hey, you're not a rocket, are you? Listen for a sec. Let me out with something, okay? I'll make it worth your while. The best girl I got, man. She ran off without a word. Lured away by this young hotshot nobody who runs the joint and other underground paths over in Module 5. That rookie don't know nothing about the game except charming away older folks profit makers. It ain't right, man. Get over there and get her back for me, would you? Give that wannabe kid a good round for me too, if you can. Okay, ich muss den eine Dame zurückholen. Also aus dem anderen Untergrund, okay. Got a light handsome, die nicht. June saved me. He's going to get me out of this lifestyle, see? It'll be just me and him together. He's got it all planned out. What do you want, pal? You know the drill. Any of these ladies cause you any trouble, come talk to me. This one here's occupied for the time being, okay? Persistent ain't ya? Oh, the old
bald man sent you, did he? Look, man, don't try to get involved with stuff that you not got nothing with. Let it come here of her own free will, okay? I'm helping her put her life back together. Is that what the old guy's planning on doing, huh? Tell you what, I give you 5,000 straight right now and we'll leave this all behind us, okay? No? No. Well, you're sure that we'll fast, don't you? Look, I didn't want no trouble, but you are really asking for it, you know. You got no business coming here and now you made me mad. I won't have it. Ich will gegen ihn kämpfen, das wollte ich halt. Typ 8 bringt ja gar nichts, ist ein Flug-Pokémon, to be honest. What the hell do you think you're doing, Paul? You think any good's gonna come of this, huh? This isn't the last you heard from me, punk, you remember that. And when I see you again, you bet your ass I won't be taking it easy on you. Oh no, how could he leave me like this? I thought he was going to. Oh, who am I fooling? Well, what do I do now? I can make it on my own. I just have to go back to the old guy. That's what he wanted, right? Least he paid me, okay? I know this is stupid, but can you help me somehow, Rocket? I got nobody and I can't get a job anywhere. Please, anything at all. Come see me in the other underground pass if you find something for me, okay? Okay, die will einen Job haben. Der andere Job ist dann der... Okay. Also gut, das ist der Strich, oder? Also... Hi Rocket, I'm fine, I think. Did you find something for me to do? Yeah. What, really? I can come to Pokémon Center Nurse in Pewter City? That's so far away, but I like that very much. In fact, Rocket, I got no reason to wait. I leave your pewter right now. Hang on, you two. Oh, what are you trying to meddle with, Rocket? And here I thought you were someone I could count on. I think Miss Hilm's quite happy just where she is. Thanks, not going anywhere. Want to challenge my judgment, pal? Well, come at me. Oh! Über 30, okay. Nein, das wird ein Problem. Wheezing. Aber auch unser Fleckenmuseum dauert auch bis... Oder machst Self-Destruct, kleine Made, ey. So that's it, huh? You're gonna take her away? Well, I guess she was gonna get old some days anyway. No, business is business. Yeah, you can't tell me what to do anymore, old man. I'm off to Pewter City! Okay.
Boah, guck mal die ganze Box an hier. Anders wohl nur noch, ja. Oh, Rocket, I can't even begin to tell you how grateful I am to be here. I feel so much better about everything now that I'm out of there. Gosh, how can I ever possibly repay you? Look, I don't have much of anything to give you, but I want you to have this. It used to be my mother's. I kept it around for all these years. I guess I thought it was symbolic. Take it, Rocket. Die HM4. Was mit dir jetzt? Oh, by the way, Rocket, this girl you recruited is a real gem. Why study... Ja, okay, du gehst halt gedacht. Dann nicht. Stärke. Wenn ich nochmal wieder durch den Dings muss hier, dann gehe ich wirklich mit Sizer rein, der aber alles killt. Ist noch irgendwas eigentlich, bevor ich jetzt rausgehe? Ich habe so ein paar Bälle, seit wenn ich so einen Punkt finden würde, geil finde. Und so. Ja. What have been there? I rocket bit it in the flesh. I owe you thanks for everything. Will the same give you this lucky egg. 147! Bam! Da kostet 170.000 wert. Nice. Meter, okay. Ja. Aber ich würde mal sagen, wir machen jetzt Feierabend, würde ich mal sagen. Es hat für eine 1. Okay. I work in our innocent lab. What? No, goodness, no. Busarok is not here. And I doubt very much he'd want anything to do with you if he were. Agatha und Top 4, okay. Oh my! Now isn't this a surprise? Surprise. In all my visits to Pallet over the years, I never thought I'd see a fellow like yourself in a peaceful place like this. You're here for Oak, aren't you? Oh no. I have no intention of stopping you. We have much more in common than you probably think, Rocket. Say, it's not often we see a new face around these parts. Come in for a cup of tea if you are not too busy. Pit is such a wasteland for interesting people. Well, your tea is excellent as always, Daisy. And the weather is so lovely. Oh, I do miss Pellets sometimes.
Daisy here is my granddaughter Chucky. Dann ist aber... Warte mal kurz. Blau ist ja... Blau ist ja seine Schwester. Und Blau ist ja so... Der Enkel von Eich. Und sie die Nichte. Oder wenn sie die... Haben sie und Eich zusammen... Okay. In fact, with her brother away on some Pokémon quests, I'm part of the only semblance of family she has left. While we and Professor Oak, while he bothers to show his face. A long time ago, we were a tight-knit couple, Oak and I. Sammy was a man of honor back in those days. He valued strength, vigilance, and purpose, and he embodied it. We raised a son together in the midst of those principles. He turned out a great man and blessed us with 2 grandchildren to carry our values forward. But no sooner than Blue, the youngest, had been born, the war struck our family. Daisy and Blue both survived unscathed, but our son and his wife both perished in the madness. And Samuel and I, we swore that we would avenge them. We would bring down Lance and make him pay for taking away our innocent children. Okay, verstehe ich. Would you believe it? He swore it to me. He gave his word, Chucky. And then, just a little while later, he committed the most heinous, cowardly, shameful act I ever saw. He was champion, general of the army, the most powerful man in Kanto, and he gave it up, all just to save his worthless skin. The soft, spineless fool that surrendered to Lance is not the man I loved. Even if he didn't stand a chance. Even if sticking it out, fighting for something he believed in, would have ultimately meant his death. At least it would have been an honorable one. Grandma, please. I'm sorry, Daisy, for going there again. You know how I can get sometimes. I had better get going, darling. Always work to be done. Do take care of yourself and send regards to your brother. You are such lovely kids. I can't say I approve of what you and your boss are doing around Kanto, Chucky, but I can say I don't sympathize with your frustration. Not quite respect, but understanding. Until we meet again. You know, I don't think Grandpa is really a bad person. He's really very cheerful and friendly, the way they show him in the papers. He gave me and Blue a happy childhood, and I'm grateful. But, you know, there's just this one thing that always bothered me. Jeez, there you are, Chucky. What's the hold up, dude? Oh, unser Freund. Why, I've been looking all over for you. Sorry to interrupt the friendly tea party and all, but yo, we got a Pokémon professor to interrogate. Let's go hand it to that old man, Oak. You got me tired waiting. Oh no! Is it true? You disgusting thug? Grandma was wrong to trust a rocket for company. I knew I should never have allowed it. Gee, Chucky, you sure fixed yourself a feisty date, huh? Well, not time for that now. We gotta hit it up with a slap. Pronto!
In all my days. You are not going anywhere. I won't let any low-life thugs trespass on our home and family. Oh! Das Punkt. Gucken wir mal gucken, aber wer dann zusammen, ne? Basic Granddaughter, das war so alt, der Mann von der Karte. Der hat hier gekillt im Prinzip, ne, der Lenz. Also in dem Krieg halt, ne. Der Krieg hatten wir vorhin schon, aber als Feld, das ist halt sehr viel. Ich weiß nicht, was ich sagen muss. Die Beziehungen sind in den Games sind das so, wie es halt, also, ruhig passen könnte, beziehungsweise wie es halt auch irgendwo, ja, verschwörungstechnisch, ne. So, genau, plus 6 Steffen, plus 6, also, oder minus 6 genau, also für ihn. Ich treffe ja nicht, das ist das Problem. Meine Pipis gehen einfach alle. Hier ist mal auch noch für AP. Oh, er macht einen Struggle, ich nehme mich auch gleich. So, keine Attacken mehr übrig. Okay, jetzt struggeln wir. Gucken, wer gewinnt das Struggle. Weil auch plus 6, minus 6 Genauigkeit für den Gegner. Er hielt auf jeden Fall, okay, nice. Ja, du hast doch. Ja, uff. War ein lustiger Kampf auf jeden Fall. Jo, genau, okay. Oh, reiche 6 Punkte, das ist belastend. Hey. Okay, wir haben basically. I won't accept it. Get out of our house. Steal Pokémon. Okay. Also, Handy, du kannst aussuchen. Oh, also im Prinzip kannst du aussuchen Chanera oder Reitschuh.
Wir haben zwar Pikachu schon, aber noch keinen Raichu. Oder halt schon ihre halt, ne? Raichu, okay. Oh, well done, Chucky. Quite the energy in this one. Leave it to me now. Stand back. Oh nein. Eradicate. Hyper. Hyper Fang, go. Well, good rid. Someone's that strong on an unassuming girl like that. She's got some rich family or other. I bet my kidney. But you can't see if you can't find any valuables around here to loot. Yeah, what's the matter, Chucky? Why, you look like you ain't ever seen a rocket in action. Ah, you little sissy, you. I bet a good interrogation should wake you right up again, huh? What do you want? You checked the lab and the old guy's not even here? Well, gee, talk about a big fat waste if I ever saw one. Ey, ich bin ein Admin. Ich bin höher gestellt wie du. Ich bin höher gestellt wie du und du meinst hier zu sagen, dass du krasser bist wie ich? What the fuck? Lass mal gegeneinander kämpfen. Komm, fight me. Wir finden durch raus. Well, it's a good thing we got in a bit of action just now, then. It's not a good day without at least one robbery, am I right? I guess we might as well just head back to HQ. Ah, sie ist tot. Er hat das nicht getan. Sie sieht ja irgendwie. Nein, stopp. Sehr belastend, dass die ja gestorben ist einfach. Level 32, ne? Oh, der Thunderbolt. Also, man muss sagen, aktuell ist Raichu viel besser als Magneto, auf jeden Fall. Aber, also, vom Typen, der ist natürlich Magneto besser, ne? Der hat einen Stahltyp dabei, es gibt eine Gift-Immunität, generell viele Resistenzen. Na klar, der kennt Donnerblitz, dafür hat er aber hier eine Mirror zum Beispiel, also eine Stahlattacke nochmal. Vor allem eine starke, die immer trifft. Ich will es doch so lassen, glaube ich, ne? Einfach nur, weil es halt Stahltyp ist, ne? Stahltyp halt eigentlich immer wichtig ist, eigentlich schon, ne? Ja, weil einfach nur. Ja, das ist das Problem, weil einfach. Ja, gut, ich wechsle aber immer ein in alles gefühlt irgendwie, ne? Das ist das Problem wahrscheinlich eher.
Aber ja, ich verstehe den Gedanken, aber gib dir noch 4 Level. Ich bin aktuell, also ich finde das stört gerade, aber ich weiß ja, das ist absehbar, dass bis es besser wird so, ne? Mich stört eher so das mit Pipi. Ich würde Pipi ja den Mutter geben, dann würde er ja mehr tanken und alles. Ja, das Problem ist nur, wenn er keine Tacken hat, wenn er jetzt keine Tacken, Speaks, der hat keine Tacken, wenn er jetzt Attacken. Und der nennt aber keine Tacken. Also der kennt keine speziellen Attacken. Also das ist so spezielle vor allem. Der braucht spezielle Attacken. Und das finde ich aktuell viel schlimmer als Pipi im Team. You did what? Well, boss, me and Chucky are best buds, you know, and I figured he'd use some help. This guy was clearly connected to these red and blue traps, yet you not only interfere with one of my admin's investigation, but proceed to only reveal the purpose of his mission. How could a dimwit like you pass through our initiation process? Oh, okay. Hang on. You are that grunt who got the police on our backs with the civilian scandal, aren't you? In a chaos name. Out of my sight, grunt. You are damn lucky I don't let a pack of white canine on you right this second. Scram! Gee, Chucky, boss is real grumpy like today. Guess I have to wait for him to promote me till he chills it. If he'd only seen me at my best, that'd show him something else. Well, anyway, I got him all good and warmed him up for you in there. Catch you later. Well, I won't need a rundown of your mission, Chucky. Your friend here has told me more than enough already. Now then, if Oak is nowhere to be found, then I have to set another team on it to locate him. I don't like one bit that he's away, but what can we do? We'll postpone his interrogation until we can get a hold of him. In the meantime, I have a new mission for you, Chucky. Listen up. Blaine, that stinking bald wimp of a gym leader, has gone cold on us, despite repeated attempts by us to contact him. The old guy has stayed silent as a mouse, and he knows I don't tolerate that kind of thing. Here's what you'll do. Head over Cinnabar Island and get a hold of Blaine personally. Tell him straight out, between the Porygon nonsense and all his chickening out lately, you better get his act together and do exactly what we tell him. Or we'll have that scalp of his so roughly scorched he'll finally live up to his nickname. Give him a good little beating right away, if it's necessary, just to let him know we mean business. Cinnabar Island is in the southwest corner of Kanto, just across the water from Pellet or Fushwuxia. Go talk to our scientist guy upstairs by the entrance. He'll fix you the agents for surf if you tell him I sent you. That's all, Chucky. No gambling around you now. Show that Blaine how rockets deal with people who chicken out. Wir kriegen Surfer, das heißt ein guter Step-Move für unser Flagmon auf jeden Fall. Ich habe jetzt auch lustig, wenn der sich entwickelt, wird der auch nochmal krass werden. Wird der sein wahrscheinlich wieder, ne? Was told you to talk to me? Oh, Surface, no, okay.
Happy wieder über jedes Mal vernünftige Attacken. Ich weiß, ich könnte natürlich braucht das Spezialattacken. Ich habe halt auch keine TMs, die speziell sind, außer als ich hatte. Aber sonst habe ich keine speziellen Attacken, was auch Problem war. Deswegen hat der schon das Problem erschaffen. Ja, das gibt's ja schon. Ja, das ist ja schon. Ja, das war ja vorher. Also, weil ihr gesagt habt schon, das ist ja schon erschaffen. Warum gibt's ja an sich? Das Einzige, worum es da ging, ist ja, dass er mehr machen sollte, ne? Nein. Das Problem ist halt generell, also ich habe gerade aktuell auch keine Anführung, wo ich sagen würde, das möchte ich gerne mitnehmen, das ist das Problem. Und ich hätte gerne sowas, was geil wäre, sowas wie Nebelblock oder Apollo, wenn ich die zu Game machen könnte, aber können wir ja nicht, deswegen fallen die halt auch wieder weg. Der hat 75 Speed einfach, ne? Unser Sichtlohr. Mann, ich will immer nur runter. Was sind hier für Level 17? Hier für Level 18. Was war? So schaffen wir nicht. Nee. Also, ich habe versucht, es gut, ich habe nichts gefunden dazu. Es kann sein, dass die Möglichkeit gibt, aber ich wüsste gerade nicht, wie, wenn dann. Das kann halt sein, dass die gibt, die Möglichkeit. Ich weiß auch noch gar nicht, wie ich das mit Gifler und Vokale machen soll. Wenn das bei denen auch nicht geht, entwickeln, dann werden die halt auch wieder rausfallen, dann brauche ich auf andere Pokémon halt, ne? Das ist halt das Problem dabei. Wir haben ja gerade 4 Punkte, die einfach in der Entwicklung so problematisch spielt gerade. Das ist halt irgendwo doof, weil gerade die Entwicklung macht halt so viel aus. Ich versuche mal kurz das Magnetil zu entwickeln. Weil vor allem, wenn ich überlege, Level 30 gehen damit, sind alle schon Levels. Wir haben ja schon das Reitschule von Level 32 eben, ne? Das heißt, die sind jetzt schon auf Level 30 rum. Sind einfach schon eben unter Level, deswegen können wir mal kurz ein bisschen höher gehen gerade. Aber der Magnetil möchte ich eigentlich schon gerne, also ist halt ein größeres Schal. Klar, aktuell ist Reitschule einfach besser, gerade auf der Donnerblitz zum Beispiel auch, also eigentlich nur wegen Donnerblitz, weil es entwickelt ist, hat die beiden Gründe entwickelt, können wir halt ändern. Donnerblitz hoffentlich auch irgendwann. Aber sonst finde ich, können wir schon Magnetil auf Dauer behalten, to be honest, eigentlich. Ja, aktuell weiß ich, also Pipi, Duflo und Vulkan sind die drei, wo ich aktuell noch nicht weiß, ob ich die auf Dauer, weil wegen entwickeln halt im Prinzip und so halt, welche was kommt noch.
Okay, Magnet schon. Jetzt wird der auch erstmal schon mal ein bisschen available mehr auf jeden Fall. Magneton. Das ging jetzt ja so relativ schnell dafür, dass es ja viele Level waren oder so. Ich will auch noch eben schon Level 30 machen, weil ich will jetzt so ein bisschen Qual habe. Vielleicht noch Fleckmon noch, weil Fleckmon entwickelt sich jetzt Level 37, das dauert auch Ewigkeit, bis sich entwickelt. Ja, den anderen weiß ich nicht, was ich machen soll damit, ist das Problem. Ich muss wieder Feedback haben. In dem Heck, Honey. Nee, dann wäre ja schon fast die Überlegung, ob man sagt, nimmt Neblock wieder mit, ne? Oder so Neblock oder eine Palo, wie auch immer. Aber auch wenn es noch gibt keine W, also es gibt's. Hat doch unten HD, ne? Also läuft mir gerade auch. Ist schon nicht so, das ist ein gutes Wesen. Wie ist das nochmal, wie ist das Wesen nochmal, was er gerade war? Jolly. Ah ne, plus nicht mit Spezialangriff, ne, ist ja doof für ihn. Sassy. Aber ist doch schon ein bisschen lang, guck ich mal kurz. Serious. Ist neutral, würde so gehen, to be honest.
Quirky ist auch neutral. Nehmen wir so für mich der am ehesten gerade. Auch neutral. Naiv. Ja, dann würde ich den einen nehmen hier, aber würde ich den hier nehmen. So. Nehmen wir ein Ghastly mit. Ja, müssen wir den noch ein bisschen trainieren? Ja, die Frage ist ja trotzdem auch mit Kano noch, also ja, Steine. Wo ist Frage, wenn dann ist ja wo Stein, ne? Okay. Ja gut, und ich habe gelesen, auch Sky entwickelt sich auch Level 40 zu Scissor. Lol, Pursuit hat er gemacht, der Dreckige. Oh, ich hatte es. Ey, wenn er mit diesem Post Pursuit, ne? Guck mal, ich kann nicht auch noch gegen die normalen Pokémon. Ich muss auch wegen dem Pursuit, weil der weiter auswechseln musste, der Dreckige. So sich schnell. Ich kann im Supermarkt keine kaufen, Honey, nein. Das ist genau das Problem. Da macht er wieder Pursuit, ey. Ja, okay.
Warum es kommen ja auch fast nur diese scheiß normalen Pokémon, ne? Aber ein bisschen im Wald kommen noch weniger, ne? Also. Damit wir Nebulok zu Apollo. Shadow Punch, auf jeden Fall. Oh, kürzlich will ich mir keinen Schaden selber machen. Ja, das wurde auch eher spezielle Attacken, auch nur physische Attacken wurde eigentlich speziell irgendwas. Aber eine Spezialattacke wird die einfach alle one-shotten, ne? Also Imagine. Einfach, wenn ich lieber mal in die Entwicklung kommen, nicht nur diese One News und Raupis da. Ja, wir sind Saftkorn, wir sind und 100, der bringt so ein bisschen mehr XP. Wow, danke schon für die Para und ja, sagen wir das Team auch wieder ein bisschen besser. Wir waren eben, also teilweise Kämpfe so echt weit unter Level, wir sind unter Level, gerade auch der Kampf, wo Level 32 war oder was, gerade bei der Jasmin da, oder die hieß. War jetzt auch nicht super krass gut gelaufen unbedingt für uns, muss man sagen, ne? Hier so ein paar Level schaden uns gerade auch mal nicht. Wir trainieren ja relativ wenig so außer der Reihe, muss man sagen. Meist einfach. Ach, ich kann auch wenn das schnell so Whirlwind. Und das Tanzwar bitte auch. Jetzt Level 27 sehr schön. Ja, es geht also, es geht eigentlich relativ schnell, muss man sagen. Das stimmt schon, ja, zum Glück.
Ja, also die Frage ist ja den beiden halt im Endeffekt, ne? Also der entwickelt 37 nachher, der Level 40, das Scissor Level 40 dann. Ist hier Magnetum zu Magneson wahrscheinlich noch nicht, oder? Ne, ja, wahrscheinlich nicht. Okay, doch, lieber. Achso, ja, und natürlich, wenn man jetzt sagt, auf jeden Fall mit Nebulok, Apollo, Gänger, also Apollo bzw. Gänger, ist auch safe drin schon mal. Das heißt, wir haben schon mal 4 auf jeden Fall, die wir safe drin haben im Team. Wir werden nur noch entwickeln müssen, Level müssen, wie auch immer. Text that moves that gains in intensity if the target was hurt the user. Es hurt the user. Also wenn ich jetzt weiter. Okay, machen wir trotzdem, weil es unnötig ist, deswegen einfach machen wir das Confuse Waiver weg. Einfach was haben, was auch gegen Normal-Pokémon ist. Nicht nur was haben gegen Nicht-Normal-Pokémon. Level 29. Ich auch mal wieder wechseln wieder. Ja, während zwischendurch hatten wir ja bei unser Bonita drin, was wir auch gefangen haben. Wirkt jetzt hier auch so, das wäre ja das Einfachere sozusagen. Aber es hat nicht, also ich finde der Bonita nicht so gut wie Vulkan, vor allem mit Intimidate ist ja schon gut, ne? Ich weiß nicht, ob wir überhaupt Vulkan einfällt, wenn du mit später Magma kommt. Ist ein Vulkan überhaupt Level, wenn wir später Magma bekommen? Ich weiß ja, was wir noch mit Pflanzpokémon bekommen werden, aber ich denke, da wird es wahrscheinlich mit Übel im Endeffekt das, was wir aktuell das Beste wahrscheinlich, was wir bekommen können, theoretisch, ne? Also was wir noch haben. Das 10 haben wir ein paar Mal nicht genommen, sozusagen. Es gibt ja nicht so krass viele Pflanzpokémon, aber gut, das Parasekte will ich nehmen, Ziflor haben wir nicht.
das wäre auch irgendwo cool, ne? Okay, kriegen wir nicht, okay. Stami und Simon. Okay. Haben wir beide noch nicht, to be honest. Also wir haben halt CPA... CPA haben wir glaube ich schon, aber Stände noch nicht. Also ich persönlich finde, glaube ich, Style besser, weil es einfach auch einfach Psychotyp ist, weil es aber schneller ist einfach. Mon ist dann cooler, wenn es auch eine Entwicklung gibt, mit Seda King und so. Ich weiß, glaube ich, hier gibt es da zwei Gender, stimmt, die gab es hier. Dann ist der auch wieder ganz cool, er muss halt auch wieder entwickeln und so, ne? Aber wir werden eh beide wahrscheinlich mitnehmen, weil wir Fleckmon, denke ich, mitnehmen, oder? Es sei denn, wir wollen gerne irgendwie noch. Es sei denn, wir wollen das nochmal irgendwie wechseln, aber nach aktuell schon denke ich einfach mal, fürs so lassen mit Fleckmon. Wo wir das Time vielleicht mal gucken müssten, ne? Wie krass der ist, ne? Guten Toxer. Den König stehen, deswegen ist das eigentlich gerade relativ wunderbar, muss ich zugeben. Gott, ich will nicht den ganzen Trainer kämpfen. Ein Kloster, der dann kommt hier im Magneter. Oh, mit der Chuckys ist schon gut, ne? Aber kann einfach, gut, kann Recover, aber kann sonst einfach nichts. Na gut, wir könnten ihm Surfer beibringen, okay. Kann auch keine Psycho-Attacke. Gut, Shift könnt ihr nutzen, noch behalten erstmal. Der ist schon entwickelt, ne? Und der braucht noch. Der arbeitet mit John, ne? Aber wir haben halt auch mit ihm Steepoder, ne? Eigentlich. Hat schon entwickelt, ne? Aber einfach nur Level 29, ne? Das reicht schon Level 32 schon. Ja, Shadows-Probleme, Honey, ja. Okay, Pulver kam ich schon, Sieg haben wir noch nicht, ne? Aber gut.
Vielleicht gibt es irgendwie auch noch andere coole Punkte, die wir hier bekommen können. Ja, Goldini haben wir noch nicht, ne? Wenn wir mal Goldini wollen, haben wir noch nicht. Wir haben Gold King jetzt gerade bekommen, aber Goldini noch nicht gehabt. Sailor King gab's aber nicht, Honey. Es gab Sea King. Ja, also, Gold King. Oh mein Gott, Cloyster? Okay, wir haben alle drei noch nicht. Wir haben halt Quapster, die Folge haben wir. Also realistisch, also ganz plump gesagt erstmal nur. FC King ist Gold, ja. Also Shelter, wenn dann würde ich Cloyster nehmen, würde ich die Entwicklung nehmen. Können aber auch Polywhirl nehmen, also Kapuzzi. Cloyster, sagst du. Ja, Pursuit natürlich. Natürlich auch das Ding so gilt, ja, Arschloch. Ja, aber alle drei schon. Dafür glaube ich, ist Pokémon, aber kann ich nicht mehr. Aber ich bin auch nur ein Sea King. Ja, guck wieder ein Sea King. Ich will mal anderes Pokémon außer Wasser-Pokémon. Also wäre ich euch sehr verbunden, muss ich zugeben. Oh, ein Jurop. Ja gut, wir haben wir Simon genommen jetzt eben? Weiß ich gar nicht, haben wir eben Simon... Wir haben halt... Ne, stimmt, haben wir nicht. Kannst du dir aussuchen. Sepia haben wir schon, aber Simon noch nicht. Oder halt Jurop. Nimm Ziel. Nimm die kleine freche Rabbe. Oh. Goldini. Okay, sollen wir hier nehmen? Also, Kapsel haben wir schon, wir haben Goldini, wir haben Gold King, wir haben Jurop jetzt und wir haben... Ja, an sich ist egal, was wir nehmen, to be honest. Oh, Stern, du.
Krabi haben wir noch nicht. Ja, wenn wir jetzt klein sind, also dann, also klar, also im Endeffekt ist dann eh Wumpe so, to be honest, deswegen. Also wenn wir die alle schon haben, zum Beispiel, ne, dann hab ich das einfach immer gemacht, hab ich einfach genommen, weil darauf warten oder so. Aber hier ist Krabi haben wir noch nicht, Stern, du haben wir schon. Ja, haben wir Stern. Ich bin dumm. Oh, wir haben Stam hier, wenn ich Stern, du. Ja, ich hätte fragen müssen. Ja, mein Fehler, sorry. Ja, aber du hast eh, okay, du hast auch gesagt, Krabi, okay, gut. Shockwave, okay, jetzt wird. Haben wir beide schon, ne, also. Gina und... Okay, Moment, unser Team ist irgendwie problematisch, ne? Ja gut, clean als das wir noch nicht haben, ne? Deswegen natürlich nicht der King leer. Vielleicht können wir doch mal gucken, vielleicht können wir doch irgendwie vielleicht noch auswählen. Ich meine, wir haben jetzt ja viele Wasserpunkte bekommen. Also ich meine, gerade das Kingler oder Ausdruck wäre gar nicht so dumm. Oder aus Sasami halt im Endeffekt. Und dann mal wieder healen wäre auch mal wieder wichtig gewesen, so langsam. Okay, lass mal kurz gucken, was wir so gucken haben. Okay, Protect Aurora bei Spike kennen. Oh, der hat 119 Def, ne? Eisschade. Oh. Ist ja schon Eistyp? Ne, ist nur Wasser doch, ne? Da hat der ist Eis. Metal Claw Bubble Beam. Okay, eigentlich irgendwo für mich fällt eigentlich, also eigentlich fallen doch für mich hier Austos und auch Kingler raus. Fällt mir gerade so auf. Ich möchte schon gerne ein spezielles offensives Wasser-Pokémon wegen Surfer, da brauche ich nicht da, ne? Da muss ich aber wechseln, wenn ich surfen möchte, sonst habe ich keinen Bock drauf, muss ich zugeben. Das heißt, eigentlich ist der Abschluss nur Seeking. Ist das auch speziell? Also auch physisch, ja, das heißt, es wäre nur Stami oder vielleicht mal ein Vermittler mit, also, oder Yugong halt. Wo der aktuell auch noch physisch eher ist. Also sollen wir halt uns Stami benehmen. Also eigentlich war es Stami oder vielleicht mal gerade nachher. Das ist halt die Frage, ne? Und jetzt bis dahin habe ich aktuell noch keine Psycho, das ist das Problem, ne? Aber der kann sich halt healen aktuell, ne? Ach, scheiß drauf.
mal, also 34, 33. Alter. Guck mal, was wir noch für... Vielleicht geben wir noch irgendwie coole Pokémon nochmal. Ja, ein Retter, gut, ist mir egal. Ich glaube, als Surfer, 2. Dick, da haben wir halt noch nicht. Oh, geht nicht einfach nicht. Und radikal. Ja gut, Dick, da haben wir noch nicht, ne? Ja, das bin ich Dick, aber wir noch nicht haben. Dick da, Dick da, Dick da, Dick da, Dick da, Dick da. Da muss ich etwas anderes gucken, eher cooler finden, Penderer. Ach cool, das meine ich gerade, ne? Blackmon verliert gegen einen, Sandama. Also jetzt ist ein Bund-Pokémon, sorry. Sandama haben wir noch nicht, deswegen nehmen wir Sandama jetzt mit. Oh, wir haben gar keins mit, okay, cool. Das meine ich, was ich auch Blackmon gerade aktuell... Also eigentlich finde ich ganz geil, ja, aber ich glaube, aktuell ist damit besser. Aber der kann doch kein Psychotack, Alter, das Problem, ne? Ist egal, komm. Wir machen den Tausch jetzt. Wir machen das einfach, das ist ja... Aktuell ist Blackmon einfach zu kacke. Sami ist halt voll entwickelt. Ich von mir ist ein Surfer. So, Sami, jetzt kannst du mir zeigen, was du kannst. Guck mal, der One-Shot das wohl nur einfach. Oh mein Gott. Okay. Vielleicht wird das wahrscheinlich gesweetshot oder so. Was ist das für ein Item, ich bekommen habe? Max Potion, okay. Toll. Ich wollte B doch nicht A. Wieso kann ich bei dem scheiß Radfass nicht fliehen, Alter?
Wieso kann ich denn bei dem scheiß Radika nicht fliegen? Was ist eigentlich hier drin? Also, ist da irgendwas? Also, hier ist eine Weise zum Szenen ausprüfen und so, also aus Dingsen. Also, die mir wecken. Nomen, okay, nein. Wait one for my seal. Ein Lied dafür ist Ziel, nein. Geht aber nichts dran. Okay. Ey, was mach ich denn? Mach ich hier gerade falsch? Fuck. Ja, vorhin ist beste Tod, ist mir egal. Ich war da eben schon da, wo ich hin musste. Jetzt machen wir lol. Bin ich da? Gut. Oh, ein Electrode. Da mal eine Explosion. Oh, Red ist besser, okay. Wheezing. Ah, jetzt fehlt mir die Psychodakeit, ne? Evelyn, you positively shocked me. Because of our meaningful past together, I want these off all to make accusations against you. But you leave me little choice. My recent investigations have led me to conclude that you are in fact working with Team Rocket. I'm disappointed in you. As your friend, I see no need to change your near-flawless gym leader and scientific reputations over such a minor slip-up. At least, I certainly hope you should give me no reason to dispute my discovery further. I suggest we meet at your earliest convenience to ensure it does not come to that. Regards, Professor Oak. Okay, ich glaube, das ist echt eine gute Idee, weil ich glaube, hier Dings hätte die alle nicht ge-one-shot. Das ist sogar relativ safe, sogar nicht. Und der ist auch viel schneller als Black One, ne? Das hätte ich auch nicht machen können. Wir bleiben bei einem Magnetilo.
Ah, so you've come for me at last, have you? Giovanni's pet. It was only a matter of time. Brace yourself, kid. I never wanted this mess. Do you hear me? I regret everything. Okay, und 35? Also, to be honest, also der 36er Akani und Sami macht's einfach kaputt. Also, to be honest. Okay. Lane, alright, have it your way, Rocket. He just can't seem to get it. That Giovanni. I believe in Team Rocket's cause as much anyone, but I'm a gym leader and an academic, not a petty criminal. We can't all sacrifice all we are for his pretentious ideas of revenge, can we? And now Oak's going to publicly shame me if I keep doing work for Team Rocket. Meanwhile, Giovanni's going to beat me up if I don't. It's a mess. Well, I guess you've showed me that Giovanni, for his part, is serious in his street. Look, Rocket, I'd do anything if you get your boss to give me a second chance. I'll tell you anything you want to know. Did Giovanni tell you about the work we did in this very mansion 11 years ago? He did he? Well, I'll tell you something he sure as hell didn't. I happen to know that Oak lost his faith in the Mute project long before he stood at the plateau and renounced his power. Also, the project was strictly his idea. Once he saw that thing, the catastrophe, he didn't believe a genetically engineered Pokemon could ever win us the war. And do you know how I know all this? Because he told me. Shortly after the catastrophe, Oak approached me to ask for help. He told me about a brand new scientific project that he said would have the potential to make the two of us far more powerful than any Mewtwo ever could. He said he had begun work on it in a separate secret lab office, but that he needed my assistance to see it through to completion. But at that point I felt things were finally looking up with the Mewtwo project. I didn't want to divert my focus and it seemed so out of the blue, so I turned him down. Well, we both know what all my focused effort came to in the end. A secret lab, and he's a shady guy out that Oak, even disregarding his abominable surrender. Listen, if you can convince your boss, I mean it. Tell him I'll do whatever he wants to be too. I'll even make his precious Porygon again if he needs it. Now, if Oak wants to rat me out, well then, half this region's leaders are in cahoots with you guys already. I take one for the team, I suppose. I guess some extra precautions couldn't hurt. Leave that key there if you would. I don't want any weakling trainers challenging my gym during times like these. Now leave me to it, Rocket. Your boss gets his way today. Also das ist auch die Story, wie der Schüsse hinkommt, ne? Ja. Anders gerade mit TM. Wir haben irgendwie gefühlt echt wenig Terms, ne? Aber Sami hatte gerade beim Arenata einfach komplett allein gecarried, so, ne? Also Real Talk, ohne Sami hätte ich da echt Probleme bekommen.
Irgendwo habe ich gerade gehofft, dass bei dem Arena auch ein Pokémon fangen kann, aber eigentlich so nicht geht, weil der braucht die Pokémon natürlich noch, ne? Aber wäre cool, nur dass da, dann hätte ich das keine genommen, to be honest. The rocket pager is beeping. Better report to HQ in Citadon. Ja, also, aber die hatten wir ja vorher. Hatten wir das nicht vorher schon? Also eigentlich ist ja was anderes mit meinem Wissen auf jeden Fall. Alles irgendwie gerade weird. Ja, für gerade bin ich aktuell echt nicht zufrieden, weil er so, der ist so schwach, ne? Er ist ja noch nicht entwickelt, noch gar nicht entwickelt, der hat, ne, das ist das Problem, ne? Also, du wirst schon einmal entwickelt, wenigstens, ne? So, dann sind wir im Hauptquartier wieder. Fliegst nicht, weil ich kein Fliegen dabei habe. Ein bisschen im Pokémon rausnehmen, was fliegen kann. Ich habe kein Fliegen im Team. Habe ich gar keinen Bock drauf. There you are, Chucky. Let's get on with it. Oh. I assume all went well in your recent mission, Chucky. We can expect Blaine to promptly do as he's told from now on. Splendid work. Now, gentlemen, I've called you in here because we are about to start Team Rocket's most large-scale operation yet. Listen very carefully. Thanks to the efforts of Archer here in detaining Mr. Fuji, the old man has actually given us much more than we bargained for. Fuji let slip that Silpco is in the process of beta testing. Top secret new invention that has been in development for years. Und natürlich, dazu kommt natürlich eben gut, gerade erst der Gedanke, aber erst, wenn ich dazwischen ja nochmal Pokémon treffe, die besiege, kriege ich noch ein bisschen XP, ne? Weil ich will bei 37, mein Programm ist bei 30 gerade. Deswegen kann ich noch ein bisschen leveln. This new device, dubbed a Master Ball, is a Pokémon captured tool alleged to be orders of magnitude stronger than any other Pokéball. The primary use case of such a device should go without saying, capturing legendary Pokémon. Whoever wilds with Master Ball could easily get the legendary birds under his solitary control. And far more importantly, perhaps even Mewtwo. Knowing Sylph's previously, we can already guess that the government will be the first and most active Master Ball customer. Lance doesn't seem to care much about the Kanto birds, but he would jump at the chance to capture Mewtwo once and for all. Mewtwo under Lance's control, it would be a grotesque disaster. Were it back in Team Rocket's hands, where it rightfully belongs, however, we would be a real force to be reckoned with in Kanto. We need to get a hold of this Master Ball and ensure that nobody else can do the same. Our Silpco spies have been of much help acquiring information, but the situation calls for much more drastic measures. That's why we will lead Team Rocket towards a complete
description of Sylph headquarters and of Saffron City at large. Stationary grant available to Sylph's office locates the company's highest ranked scientists and engineers and takes them hostage. If you find any information or materials pertaining to Master Ball, seize them at once. Sylph Codes, so phone tickets, okay. Once established complete control of the premises, I come to personally make my demands to the company president of that Master Ball. To make myself completely clear, then make your way to Saffron City while the second rockets will update you on your specific task in this operation on site. This is a big moment for Team Rocket. Show no mercy. Weg oder so. Ja. Das ist dahin verschwunden, hat die mit dem Stream schon mal gesagt, ja. Okay, Ronnie, was hat er zu sagen? Chucky, holy macaroni! It's the moment we've all been waiting for, isn't it? Time to show Kanto just what Team Rocket is made of. We're gonna really kick the ass of every scientist in this building, aren't we, Chucky? Well, hey there, Chucky. Let's get this show on the road, shall we? Seems like Boss is tasking you with the main hostage-taking business. I don't know what you did to get him so confident in your battling skills, but I sure am jealous. We are targeting Sylph's 6 highest ranked R&D staff. These scientists have offices all throughout the building. Your job will be to locate them and to look them up behind the nearest set of electrically powered steel doors available. Our spies managed to get us hold of this. Don't lose it. Receive the card key. Use that to imprison each of the 6 scientists as you find them. And if some of them happen to need a bit of extra conveniencing, you know what to do. Okay, wir müssen wir Überredung brauchen, dann muss ich euch wieder zu überreden. Ja, dann muss ich da, manchmal muss ich da raus, also eigentlich bin ich da drin bleiben, weil es Psycho-Attacken können könnte eigentlich, aber kann er leider nicht. Du machst keine Wunder gegen Feuer-Pokémon? Oh mein Gott. Aber genau, das ist genau der Punkt, ist echt da und genau das macht er halt nicht, das Vulkan. Und das ist genau das, was er gerade gemacht hat. Was mache ich jetzt gegen Magneton? Das ist mal mit einem Pokémon sein, das was er machen soll, nicht macht. Genau da ist das Problem gerade. Ja klar, instant den Burning Gift. Okay, ich habe einen schon mal gefangen, okay.
Gerade bin ich halt echt nicht zufrieden. Man merkt es halt auch, glaube ich, auch sehr schon bei mir, aber ach. Ich habe keine andere Feuerpunkte gerade als Auswahl. Das ist das Problem. Was? Thunderwave? Ja, gehen wir dem einfach mal. Machen wir das mal weg. Habe ich uns dann gerettet. Ja, das machst du halt öfter, ne? Ich würde mal kurz natürlich auch 4 Feuerpunkte, muss man natürlich auch sagen, aber... Aber ja, Kadaver ist generell... Ja, ach, Kadaver, Sami ist ja generell sehr gut dabei gerade, ne? Moment, okay. Einer, die um die... Ja, wir haben natürlich um die 11 Pfanne, weil es Wachleute sind und so, aber... Cubone, ja. Nee. Hero. Ja, Magneton. Ja, eingesperrt. Hier bin ich okay. Wäre ja nicht auch ein Akani. Der macht einfach, guck, wie wenig Damage, der macht aber gar keinen Damage, Alter. Ja. Die steht doch jedes Mal, ne? Oh, da war Sami sogar fast. Lopok.
Ja, 5 bin ich jetzt aber noch. Und wenn er immer mit Vulkan und der steht immer zuerst, weil der einfach nichts aushält und ich den natürlich essen, aber ich ein bisschen Level möchte natürlich noch. Aber ich kann halt einfach nur einen Kampf machen, dann ist er halt immer sofort tot. Was ist das schon? Scheiße. Ist nicht vorhin noch, ich wollte Feier machen? Das war aber was 2 oder so? Spanisch. Und 35 markiert er schon. Ey, du musst doch einen Maschok... Du kannst nicht mal einen Maschok killen. Du kannst nicht mal einen Maschok killen, ey. Du schaffst halt nicht mal einen Maschok zu killen, ne? Oh, der kann Dark Pulse. Okay, Leute. Electrode. Oh mein Gott. Finally, der Shadow Ball. Mach ich aber den... Weil der kann nicht daneben gehen, ne? Der kann nicht daneben gehen. Der ist immer First Turn und das ist dann echt eine spezielle Attacke, die Schaden macht. Ja. Mach ich nicht weg, das war das. So, ich hab mal gelesen, Leute. Verklickt, ich wollte mir direkt machen. Ja, drin bleiben, weil... Oh, spiele ich mir jetzt noch nicht bei. Ich müsste von dem mal Punkt klauen, dann hätte ich ja auch cool andere coole... Aber auch nicht so viele verschiedene, aber... Shadow Ball. Now it's your turn, Honda. Den Mack. Larian. Falls ihr jemand einen Flamara bekommt, zum Beispiel, wäre auch cool für Pokémon statt. TM8. Ultra. Geht nicht. Oh mein Gott. Hier mal kurz auf die Blumen, damit er ein bisschen XP bekommt. Sense-Flasher bekommen.
hier bin ich gerade? 7, okay. Ja, 2 besiegt ist halt einer zu viel. Also ein des Vulkane-Todes denke ich mir immer so, jo, okay. Aber wenn es zwei tot sind, gerade wenn jetzt auch Haunter besiegt ist, ist dann schon doof. Aber der Vulkano ist einfach mittlerweile Level sogar schon, ne? Obwohl ich ja, wie gesagt, ganz schon unterlevelt bin eigentlich, aber der ist halt auch bei meinem anderen Punkt unterlevelt. Weil einfach jeder mit dem scheiß Scroll ist deleted. Es wechselt einfach nur die Beinpunkte durch die ganze Zeit ineinander, ey. Gegen Akani, was soll ich gegen Akani machen, ey? Ah, wow. Kann ich ja hier eine blöde Frage? Ja, voll. Magnemite. Der Kommentar aber geholt ist, das ist sehr effektiv dagegen. Ja, der hat mal einen Pokémon gekillt, ey. Mein Gott. Oh, ein Goldak. Koffing! Destructed, okay. Ein Body Slam, nehmen wir mit, von lieber als Takedown. Ey, guck mal, das ist ein Stahl-Pokémon, du bist ein Feuer-Pokémon, ne? Geht jetzt einfach, ne? Geht doch nicht. Ich glaube nicht. 9. Ja. Ja, also ich weiß, vielleicht hier mal irgendwo auch noch Steine. Ich meine, man hat ja auch Mondstein bekommen. Obwohl ich den auch im normalen Game da bekommen, deswegen ist es nicht so besonders unbedingt. Also, sagen wir mal so, man nutzt halt schon sehr viel die gleichen Pokémon, ne? Also auch so Blume ist ganz schön abgewandert von dem, dass er oft eingesetzt wird, muss man sagen. Die Skies Armed, well. Der hielt? Hielt, okay. Geht ist das nicht okay, Leute.
Bei 9 ist auf jeden Fall ein Bett, okay. Wie der Bogen kommt, kein Problem. Fuck. Ich stehe auf dem Stahlpunkt, einfach One-Shot, Stahlpunkt weg. Ja, das ist das Problem, ne? Ja, ich habe mal generell mal versucht, was ich generell zu dem Game finde, und es wird generell nicht so viel zu gefunden, to be honest, deswegen. Okay, du hörst mich nebenbei. Jetzt hätte ich vielleicht eingespielt habe, to be honest, scheiße. Aber ich bin auf jeder Ebene des Wesens, also eigentlich. Right, no use standing around, is there, Chucky? Gone up and send it to those scientists. We have just one scientist left to imprison. Go get him to the Boston Cup. Einer fehlt noch, okay? Hier, stimmt, hier bin ich gar nicht weggelaufen, ne? Oder konnte ich nicht? Oder was? Hier waren raus, so. Ach, Self-Destruct. Ich hab gedacht, wenn der Self-Destruct geht, lieber drauf. Okay. Okay. Oh, the meta. Now that was something else. You sure shot that geek what Team Rocket's about, Chucky. I guess that's the sort of badassery you get to do as a high-ranked admin, huh? If only there was some way I could show these higher-ups that I've got what it takes to, you know. Das ist ein deutscher Stream. So wie es auch im Titel steht. Außer Text hier halt. I'm a tough knuckled können just like you, Cracky, am I right?
Hey, you know, the card you used to lock that geek up with just now. Since you were all done with your hostage-taking business. How would I take the card down to Peter and Proton down there and report to them the job's all done? Now there's a win-win agreement if I ever saw one. How about it? Checking it over the card. The best gangster but I ever had. No. Oh yeah, we are all done with that warp tile now. By the way. Want to know where it leads? Haha, straight up to the company president's office at 11. Set it up so boss would have a straight line up to the old fogey for when he comes. How about you head up there now and hold the fort meanwhile? With the hostages and the warp tiles already. I guess boss will be right around the corner, won't he? Well, chit-chats away. Catch you later, Paul. Da muss ich auch 3, muss ich da wieder. You're that young rocket I spoke to in Lavender Town. That's true, your gang has invaded the building then. Such a shame, a young and able man like you, wasting your energies on blackmail, thievery and violence. What's it all for? A mighty shame is what it is. Good day, Rocket. Okay. Why, Chucky? No, isn't this a surprise? Oh, is this a surprise? I was just finishing some business negotiations with my executive friend here. The Master Ball is practically ready for market. You know what this means? The rarest, most powerful Pokemon is in existence. Mine, without a second thought. I've seen enough of that masterly and engineered device to see it's just what I've been waiting for. I'm picking up a copy of the blueprints and the working prototype. Oh, I have no trouble influencing the corrupt old guy like Mr. President here to do my bidding. You guys did a cool job invading the place, but you're too slow. And sorry to say I have no loyalty to Team Rocket, nor on anyone. The prototype is mine. I advise you to leave now before police seizes the building back. Go, leave me, your chance has passed. Chucky, you blind loyal idiot. Well, I won't say I didn't see this coming. Come at me then. I'm getting that ball whether Giovanni likes it or not. Kämpft gegen Bill? Guck mal DC, warte, ich guck mal DC. City, I think it was Pavilion at least. Then rob the take again to the ground and city. Okay, muss ich nochmal wählen, mal gucken gleich, okay. Guck mal das Level an. Die Mädchen werden auch so Level tiefer. Okay, aber ist ja nichts auszuwechseln, to be honest, ne? Ich kenn Move natürlich. Wir haben den Elektro, der hat eine Käferattacke, ne? Okay, Elektro und Käfer. Das heißt, er ist raus, er ist raus, er ist raus. Magneton. Hör's, okay. Sei wieder. Pinsy auf jeden Fall mit meinem Scissor. Mit dem Sizer, aber ja. Ja. 44!
Mach mal in Slash, weil Tusch, wenn ich echt mal hingehe und dann mit ihm sweepen muss. Ein Lab. Soll ich mit Sami kein Donnerblitz? Oh mein Gott, okay, Magneto, Shockwave, ne? Safeguard ist okay für mich. Perish Song. Wir haben 3 Runden Zeit. Okay, bis dann bist du eh tot. Und bis dann wechsle ich aus, auf jeden Fall. Ein Dragonier. Ey, guck dir mal die Level an, Alter. Okay, aber wir kommen gerade gut durch. Wir kommen gerade gut durch. Da ist er Oh, Slam macht er, ne? Okay, warte. Was ein Arsch. Der wusste nicht, dass ich Dingsattacke mache. Deswegen ist der auch kein Gama, damit ich nicht treffe. Okay, Moment. Was machen wir jetzt gegen das... Wir haben noch Dragonier und Kangama, ne? Die Paare hier erstmal. Vor allem, wir haben so nicht einmal eine Potion benutzt, und nicht einmal, ne? Was mache ich gegen Dragonier? Da kann niemand die beiden gerne haben. Oh, es war zu greedy, okay. Ich bin schneller mit ihm auf jeden Fall. Ja, Gloom, wir müssen ihn einschläfern. Jetzt mega drainen. Okay, komm. Shadow Ball? Der killt. Pokemaniac Bill. No, Chucky, don't you see that you're messing it all up? Oh jeez, I can't believe I didn't prepare myself enough to deal with a situation like this. So close, so disgustingly close. I have to reconsider the plan. Chucky, you idiot. Ich bin kein Idiot. Ey, to be honest, dafür, dass wir roundabout zu 10 im Level waren, ne? Wenn man sich so überlegt, 42 bis 46 oder 44 was gewesen hat, haben wir nur 3 Punkte verloren davon, ne? Also... Another unannounced visitor. I guess today is no appointments day, is it? Okay, time is money. Let's cut to the chase. What? You're one of those Team Rocket goonies, aren't you? Well, when I heard reports of the building being invaded, I thought for sure it was some big excuse for my managers and engineers to take off from work. In fact, I'll be damned if you're not some entry-level clerk. They got to dress up in a funky outfit. Just to keep the hoax going. Well, yoshing outside. I suppose it's not altogether unusual for a shady gang like yours to want some friendly influence in big business, is it? Look, getting involved with you lot is bad PR. So how about I just have Susie here write you a check as a token of my friendship. Nobody needs to know about it. I'm afraid you can't just pay us off like you do your government cronies. Mr. President! Lucky, what a job you've done. Come here a moment. The building's ours. And old fat cat here is left with his company, his employees and his life at the mercy of our demands. Excellent work, Chucky. Master Ball will finally be ours. I just commend you for your skill and your constant loyalty. You've proven to be quite the invaluable part of Team Rocket. There isn't a doubt in my mind, Chucky. Allow me. Oh. Chucky was voted to Rocket Executive. Oh. Hätte ich schon alle besiegen müssen dürfen hier in dem Haus? Hätte ich das offen lassen müssen? Gerade die mit Akani? Say no more, Chucky. You also carry one of these from now on. It will come in handy in the types of jobs you'll have going forward.
crowbar of the crowbar. As an executive, you now have the power to steal Pokémon from all trainers, excepting only gym leaders and the Elite Four. Okay, gym leader und Elite Four nicht, okay. Position of massive influence, but you've proven yourself worthy. Only handle the negotiations here. You are now dismissed from this mission, Chucky. Go have some well-earned rest and get ready for the next one. With Master Ball in our hands, there's no end to what we can do. Our hard work has finally borne fruit. Long live Team Rocket. Sieht lustig aus. Ich hätte vielleicht über den Pilz überlassen. Fuck, ich wusste nicht, dass das jetzt oh nein. Hätten wir einen Geist Arcani bekommen können halt, ne? Oh nein, da kommt Red. Oh. Ich würde mal sagen, wir gehen kurz heilen und gehen dann nochmal rein, ne? Chucky, stop whatever you're doing. Meet me at the Pokémon Lab at Silver Island. That's the Pokémon Lab at Silver Island. The building just west of the Silver Pokémon Center. Come, as soon as conventionally possible, Chucky. No time to explain. Okay, dann müssen wir doch nicht... also eigentlich würde ich jetzt sagen, wir gehen da rein und helfen Giovanni so. Wäre mein echter, aber wenn das nicht... Ne? Trotzdem unfair Level hast du ein Bild. Ja! Also es gibt ja diese Ränge, ne? Also ich weiß, erst diese Grunts, dann der Admin. Ich dachte, das ist eigentlich Admin höher, aber gut. Und jetzt halt dann der Executive. Wo ist denn das? Wo ist das Map da unten? Alright, ladies and gentlemen, everybody down on the floor. This is a robbery. If y'all would just stay cool and refrain from any rash moves, nobody has to suffer any harm. Well, nothing too bad anyway. Chucky, you run up to the counter and get the goods. We'll make sure nobody tries any funny business in the meantime. Oh. I can't believe this is happening. My manager trained me for this situation, you know. Alright, Bob, do as they taught you. Gotta quell that fear, reach into the emergency door, get those marked Pokeballs and I'm scared! Ja, wäre schon cool gewesen, ja. Okay, warte mal, gegen den Reitschuh. Wir haben unser Dings weggelassen, ne? Unser Pokémon ist nicht so schlau. Golbert, okay. Oh. Dafür oder Golbert, Honey? Aber bei noch nicht. Also wir wahrscheinlich beide nicht benutzen, aber ich glaube, ich würde, glaube ich, eher Golbert nehmen, weil ich finde Golbert schon ganz cool eigentlich. Aber ich würde beide wahrscheinlich eh nicht nutzen, to be honest. Also vor allem besser ist ja, beide haben irgendwo Vor- und Nachteile, ne? Well, you got a lot of guts, haven't you, pal? Let's teach this guy a lesson, Eradicate.
Ah, but please don't hurt me. Look, we don't have much in storage, but I can get some of the premium items we keep for the strongest trainers. Well, hurry it to the hell up then. And don't forget to empty that cash register too. Hey Chucky, since you handle that little funny man over there, I'll let you have your share first. Take any 2 items you want, man. We'll sort out the rest. Oh, we have, okay. Okay, lol, ich kann mir ausmachen, was ich haben. Okay, lol. Ja, beide nicht, deswegen hab's. Also wir wollen auf jeden Fall für Fukano einen Feuerstein haben. Blattstein gibt's nicht, ne? Wie belastend, dass es keinen Blattstein gibt. Wie belastend, dass es keinen Blattstein gibt. Wie belastend, dass es keinen Blattstein gibt. Brauchen wir Wasserstein? Nee, wir haben schon Zahlen, wir haben das Ausrüsten ist schon da, natürlich. Das ist Wasserstein brauchen wir, glaube ich, nicht wirklich, wenn man ehrlich ist. Ja, einfach noch wir nehmen noch einen, weil Ultrabälle brauchen wir nicht, wir brauchen keinen Full, wir brauchen keinen Cash. Wir nehmen noch einen Feuerstein. Get your fat ass over here and help me with the rest. Well then, pleasure doing business. Okay, make sure report to emergency apps. Let's go. Would you talk about trays? I wonder that bounty wise to... Okay. Mal kurz heim, wann er das nochmal macht. Come in, I'm receiving like a real pocket should. Oh, die wollte es nicht nochmal machen. Okay, schade. Finally werden wir jetzt unser Fukano zu einem Akani entwickeln. Ja gut, ich brauche ja einen Blattstein noch für meinen Duflo noch, ne? Deswegen, Honey. What? Roll, is this the pony? Okay, oh, ich habe mich verklickt. Wollte dann nicht draufklicken. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte hier, das Fukano weg. Da kommt der Akanin. Okay, dann ist auch wieder unser Team ganz interessant, würde ich mal sagen. Jetzt auch mit dem AK. Guck mal, vor allem jetzt sind die Werte auch gut. Ich denke, dabei halt sehr schön. Jetzt hat er auch gute Werte. Ich würde den Akani noch dick beibringen, ne? Sollen wir Akani dick geben? Wir werden Akani jetzt ja eben safe behalten. Wir machen Reverse weg, geben ihm dafür einen Schaufler.
Stimmt, hier waren wir noch gar nicht in der Buxania City, ne? Können wir auch nicht, weil die Relaxos da sind, ne? Das können wir, aber das steht aber auch zu, ne? Wann macht man die Relaxos da weg? Hallo, Bill. Keine Ahnung. There you are, Chucky. Come on, no time to waste. They are waiting inside. Over here in the testing room on the far right. Quickly. Don't worry about the snooty researchers. They won't bite. No! What is this criminal doing here? Bill, you can't be serious. Do you know what this rocket here did to me? How he... Quiet, Fuji. If Chucky stole candy from one of your orphans, I'm sure he's sorry. The project we are about to realize is way bigger than your personal vendettas. Don't you understand? Now then, we should be all ready. Take a seat, Chucky, and let's get down to business. Listen up, it seems as if the only Master Ball prototype is about to fall into Giovanni's hands. It would have saved me a lot of trouble to get it myself. But so be it. Honey. I had a good look at the finished blueprints and committed them to memory. If we can't get a hold of that Master Ball prototype, why, we'll just make our own. This brief window of time before Master Ball becomes publicly available. It's our unique chance to capture one of the most powerful Pokemon in existence. Not going to let it go to waste. So that's what this is about, is it? That's why you brought us out here? Another blue-eyed expedition to capture Mewtwo? That's ridiculous. It'll never work. He's right, you know. Remember Mewtwo's genetic... We engineered it with an immunity towards the standard Pokeball capture mechanic. Unless it actively chooses to let down its guard, not even this Master Ball can have any chance of catching it. I know, I was right there with you, wasn't I? No, you simple-minded old fool guys. I'm not talking about Mewtwo. Let Lance and Giovanni run circles around the beast all they like. They seem to enjoy it. Don't you see, people, how this Master Ball is going to let us tie up one of our biggest loose ends once and for all? One that's haunted more than the three of us for so many years. But Bill, surely you don't mean... I do. Now, listen to me. The three of us can manufacture our own Master Ball in a relatively short period of time. There are a few practical matters, however, that we are going to need some help to pull off. This is where you come in, Chucky. I'm going to need your help. I hate asking favors of anyone, but it is what it is. If nothing else, Chucky, I promise I'll make it worth your while. Many times over. What I need from you is really very simple. Regrettably, Thor. It's going to have to wait until the next beta release. Haha, I'm sorry, Chucky. Check out bit. For updates in the meantime. Yes, and sincerely, Chucky. Thanks for playing. Deepest apologies, but this beta is over. Hope you had fun playing. While you wait for the next release, make sure to stay up to date at Honey WP, aber... Hä? Hä?
doch hier runter. Hä? Aber der hat gerade gesagt, das ist vorbei, hat er gerade gesagt. Nee, der hat gerade gesagt, dass die Beta vorbei ist, hat er gerade gesagt. Deswegen, hä? Wollte oder Electroball was übernehmen? Aber ich weiß, man konnte das auch weiterspielen, deswegen wundere ich mich gerade selbst sehr gerade. Deswegen. Elektro, okay. Ja gut. Magic Cup oder Magic Cup, ne? Hm. Extreme Speed, ja, machen wir. Wollen wir Extreme Speed haben? Ja, für Wayne Flame wieder aber dann, ne? Ja, komm. Haben wir Goldini schon? Ich bin mir nicht ganz sicher. Wir haben Goldini, wir haben auch Zupfe schon, wir haben auch Sepe schon. Gut. Ja, denke ich eigentlich auch gerade so. Also müsste eigentlich sein, so sagen wir so. Oh, warum mach ich Firing auf den Stern, du? Geht ja trotzdem, ne? Also. Kennen haben wir doch noch nicht, ne? Wir haben nur Stami. Glaube ich, oder? Ja, Stern, du haben wir noch nicht. Stern, du. Haben wir alle schon, ne? Ich bin voll verwirrt gerade von dem Game.
Aber ich hätte schon vor lange hingekommen, oder? Also die Level waren, deswegen ich hätte schon lange hingekommen wahrscheinlich. Ich ja auch alle schon. Ich bin eine Frage, ja. Würde ich das mal schreibt. Oh. Ja. Immer mal ein zweites Farbpatch. Machen wir sofort. Ich verstehe aber nicht. Okay, Hani, Slimer oder Smogon? Beide nämlich noch nicht. Smogon. Es geht jetzt rum, also ich will, das ist ja gerade so mein... Verstehe ich gerade nur nicht, weißt du? Deswegen will ich gerade kurz, sorry, schnell... Ja, denke ich auch, Hani, aber... was du gerade geschrieben hast, aber... Das hat ja gerade gesagt, doch... Ich mache das Game gerade nicht so klar, muss ich zugeben. Das Timer kam mir noch nicht. Ja, mach Holle mal. Wir haben ja gerade einen Steinbock bekommen, aber mach Holle mal. Slimer wäre Slimer, ne? Slimer haben wir noch nicht, aber Slimer.
jetzt blöd? Bin ich auch blöd. Ich gehe davon aus, ja, ich gehe davon aus, Punkt, so. Aber ich bin noch mit den scheiß Coffings, Alter. Ja, wo ist den Smoke haben wir noch nicht. Aber das Game runtergeladen, to be honest. Also ich habe da jetzt... Kommen wir noch nicht. Ja, oh, wir kriegen Kadabra. Weekend Back, wir kriegen auch eine Regale hier auch noch. Dolri, okay. Oh. Keine AP mehr left. Level 40, nice. Doterio. Ja, das war Doterio. Geil. Ja. Ja, ich habe mir das schon was, also schon ein bisschen länger her, aber da war das ist auch noch Debatte eigentlich. Offense haben wir noch nicht, ne? Tangela. Oh, Tangela oder Knopf? Oh ja, es ist wahrscheinlich für dich jetzt. Ja. Oh, Tangela oder Knopf, wir haben ja heute waschen, deswegen. Ich meine einfach, wir eh nicht nutzen, also.
Ich finde es gerade sehr weird eigentlich. Rocket, also ich habe Pokémon Fire Red Rocket Edition. Okay. Wahrscheinlich habe ich nicht die Vollversion wahrscheinlich. Ja, das heißt, ich werde jetzt aufs Twitter nochmal kurz gucken. Also ist doch heute nicht mehr morgen. Dass ich hoffe, man kann das updaten. Weil ich es ja wahrscheinlich nicht habe, muss ich jetzt mal realistisch sagen. Ja, kannst alles mal neu machen. Ja, lustig. Also nicht, aber. Okay, das Coole ist, Save-Files vom All Earlier Betas are compatible with the CDs. Okay, das heißt gut. Barney hat mir was Schönes geschickt dazu. Hm. Ja, ich gucke mir da was zu an. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Bei diesem lustigen, also realistisch habe also auch nur noch das nicht mehr lange gehen und bringt wahrscheinlich dann trotzdem nur noch, weil wir sind schon bei 40 und ich meine, wenn man so von normalen Story ausgeht, wird nicht mehr viel kommen, also theoretisch noch, also theoretisch wird ja noch der 8. Round kommen, ist dann noch die Liga, das heißt, so ist halt nicht mehr viel, ne? Dementsprechend wünsche ich trotzdem eine gute Nacht, schlaft alles schön und ich hoffe, bis zum nächsten Mal wieder mit dabei. Nacht und Tschüss.